Hallo, herzlich willkommen zu unserem Interview hier auf unserem Kanal von slowjuice.de. Ich freue mich, dass wir den Bernd Bissinger noch einmal bei uns zu Gast haben. Hallo Bernd, grüß dich. Hallo. Einige von euch kennen vielleicht den Bernd bereits auch vom Internationalen Gesundheitskongress. Wir haben ja auch den Internationalen Gesundheitskongress veranstaltet mit über 80 Experten zum Thema Gesundheit, Ernährung und Spiritualität. Wir hatten da schon ein sehr ausführliches Interview mit dem Bernd über das Medical Medium, über Anthony William. Wir haben halt alles da mal so zusammengefasst, die ganze Geschichte, die ganze Story, die dahinter steckt, hinter dem Medical Medium Anthony William. Und wir hatten uns dann überlegt, weil das Video auch auf so eine große Resonanz bei euch getroffen ist, dass wir das Ganze einfach noch ausbauen und wir wollen jetzt in Zukunft etwas intensiver auch mit Bernd zusammenarbeiten. Wir wollen jetzt auch die einzelnen Bücher von Anthony mal besprechen und auch durchgehen, sodass ihr halt auch noch mehr Informationen zu dieser Thematik bekommt, weil nicht nur Bernds Meinung ist das, wir hatten uns gerade darüber noch unterhalten, und auch meine Meinung ist das, diese Informationen sollten noch mehr Leuten und Menschen zugänglich gemacht werden und jetzt auch in dem Sinne kostenfrei. Ne? Der Kongress war ja so, dass die Interviews nur bis zu einem bestimmten Zeitpunkt freigeschaltet waren. Aber jetzt habt ihr auch die Möglichkeit, die Informationen auch kostenfrei zu bekommen und ja, sie dann auch demzufolge für euch persönlich anzuwenden. Da bin ich erstmal froh darüber, dass Bernd da bereit ist, mit uns da auch intensiver zusammenzuarbeiten. Sehr Ja, gerne. und bevor wir einsteigen in die Thematik Anthony William, Medical Medium, würde ich dich einfach mal bitten, dich nochmal vorzustellen, Bernd, weil es gibt ja Mhm. vielleicht einige auch auf unserem Kanal, auch jetzt auf dem Blog, die dich noch nicht kennen, dass du vielleicht nochmal deine Krankheitsgeschichte kurz zusammenfasst, Mhm. an was du erkrankt bist, auch vielleicht die Ursachen nochmal erklärst und dann vor allem auch, was ich wichtig finde, wie kamst du dann zum Medical Medium, weil du hast ja sicherlich auch wie viele Hilfesuchende nach Hilfe gesucht und hast verschiedene Sachen ausprobiert und kamst dann irgendwann auch zu Anthony. Und darum soll es Ja. jetzt halt gehen in dem Interview, speziell auch um das erste Buch, Mediale Medizin. Aber bevor wir das besprechen, würde ich einfach jetzt das Wort dir erteilen, Bernd, und höre dir nochmal gespannt zu, was du uns zu berichten hast. Erstmal Ja. vielen Dank, dass du dabei bist beim Interview, Bernd. Vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung. Ja, ich bin Bernd Bissinger, 43 Jahre alt, komme ursprünglich aus dem Wirtschaftsbereich, habe in der Wirtschaftsprüfung angefangen zu arbeiten, habe BWL studiert, war immer schon sprachenbegeistert. Meine Frau ist aus Peru, ähm, und habe dann auch durch viele Reisen natürlich meine Spanischkenntnisse weiter ausgebaut. Englisch war natürlich immer mein Steckenpferd. Habe jetzt das Glück, habe umgesattelt dann mit der Krankheit, wo ich gleich dazu komme. Und bin jetzt Health Coach, NLP Master und halt Diplomkaufmann von der Ausbildung her. Und dementsprechend dazu kam es durch, wie ich gerade schon sagte, ne, die Krise. In der Krise liegt aber auch immer eine Chance und jetzt lebe ich praktisch meine Lebensmission. Das ist da, wo ich mich 100% wohlfühle. Das war vorher nicht ganz der Fall. Insofern steckt auch immer viel, das ist das Schöne, Dankbarkeit drin. Am Anfang war es natürlich viel Groll, ist klar, war eine Reise und wo man in Widerstand zunächst mal geht und dann kam ich aber Gott sei Dank nach Jahren, es hat eine Weile gedauert, in die Akzeptanz und dann auch in die Dankbarkeit, wo ich wirklich erkennen konnte, was mir das jetzt auch alles Türen geöffnet hat und dass ich jetzt wirklich in der Lage bin, meine Lebensmission zu leben, was vorher mich definitiv nicht 100% ausgefüllt hat. Und insofern bin ich da auch ganz froh, jetzt hier zu stehen. Und genau dazu kam es 2012 habe ich die Diagnose, also ich war unmittelbar vom Steuerberaterexamen, das ist so der Karrierestep in der Wirtschaftsprüfung, bevor man dann auch das Wirtschaftsprüferexamen macht, habe ein Jahr lang einen Kurs besucht, jedes Wochenende neben meinem Stressjob noch immer dann am Wochenende auch diesen Steuerberaterkurs besucht, stand unmittelbar, also drei Monate vor dem Steuerberaterexamen, ging in die Freistellung und dann ging es los mit den Symptomen. Kam mir bekannt vor, weil meine Mutter diese Diagnose MS, Multiple Sklerose, schon hatte und ich habe das von klein auf natürlich mit anschauen können, was da so passiert oder wie das vor sich ging. Meine Großmutter hatte das auch schon, also bei mir hat sich wirklich so komplett durch die Familie gezogen, so wie Anthony William das auch in dem ersten Buch eben beschreibt, dass sagt, das sind Viren und Schwermetalle vor allem
ursächlich dafür und die werden eben über die Blutbahn weitergegeben, nicht über die Gene, wie so landläufig, sage ich mal, oder auch die Medizin vielleicht meint. Er hat da eine ganz andere, will jetzt nicht sagen Meinung, weil wir ja wissen, er hat sein Wissen aus höherer Quelle, wie er sagt. Und insofern hat es mit ihm relativ wenig zu tun. Aber dazu vielleicht nachher mehr. Genau, also los ging's mit typische Symptome. Ich habe verschwommen gesehen, ich konnte nicht mehr richtig stabil geradeaus gehen, also war so Gleichgewichtsstörungen. Dann auch in der Motorik, vor allem der linken Hand, also meine linke Körperhälfte ist größtenteils, sag ich mal, 80% vielleicht gelähmt. Bein und Arm, rechts funktioniert noch ziemlich gut. Und dementsprechend sitze ich im Rollstuhl. Ich weiß nicht, ob man den noch so am Rand sieht. Wir hatten ja beim letzten Gespräch, hattest du ja schon darauf hingewiesen, dass du den Rollstuhl mal weniger brauchst. Ich weiß gar nicht, wie lange ist es jetzt her, als wir das letzte Mal das Interview hatten? Also das würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, aber was halt der Riesenfortschritt ist, kann ich vielleicht noch kurz runterreißen. Genau. Die mentale Fähigkeit überhaupt wieder da. Also körperlich hinkt noch ein bisschen hinterher. Das sagt Anthony ja auch, bis man das Nervensystem wieder aufbaut. Das kann einige Jahre dauern. Bin jetzt auch erst 2,5 Jahre, also erst im Vergleich dazu, für dieses Thema ist es eine kurze Zeit. Und zum Aufbau des Nervensystems braucht man so nochmal 3 bis 5 Jahre, sagt Anthony, nachdem er den Virus besiegt hat. Und das war vielleicht bei mir nach 1/4 Jahren der Fall. Sprich, insgesamt kann man sich so denken, wenn ich alles weiterhin so gut mache und dann habe ich die Chance, tatsächlich auch wieder laufen zu können. Was ich im Moment teilweise noch kann, also eine Türrahmen festkrallen und auf die Toilette muss ja auch irgendwie ums Eck rum vom Rollstuhl. Das geht noch, aber halt nicht viel mehr im Moment. Aber die geistige Fähigkeit, das merkt man, glaube ich, auch so ein bisschen, ja, ist wieder voll da und die hatte ich 2018 im Sommer größtenteils verloren. Also ich hatte diese Symptomatik, die man Brain Fog und Fatigue nennt. Allerdings erst nach 6 Jahren, wie man jetzt gerade nachrechnet, 2012 bis 2018, habe mich ziemlich lang, ziemlich gut gehalten. Andere haben das von Anfang an. Ja. Und da kam ich nicht mehr richtig aus dem Bett, war auch total schlapp, müde, ne, wie das Symptom ja auch sagt. Und das war wirklich das Härteste für mich, weil ich auch immer viel geistig, sage ich jetzt mal, mich beschäftigt habe, unterwegs war. Und dann habe ich Anthony gefunden, also zunächst mal war das Schöne, der Neurologe, bei dem ich damals in Behandlung war, den klassischen Weg gegangen, der hatte mich darauf hingewiesen, es gibt eine neue Studie, die sagt, Epstein-Barr-Virus deutet darauf hin, dass der was mit Multiple Sklerose zu tun hat. Und mir lief es eiskalt den Rücken runter, weil ich da irgendwie das Gefühl habe, das ist noch sehr bedeutend für mich in meinem Leben. Hab mir das abgespeichert, ging 10 Ausrufezeichen praktisch hoch. Und habe mir dann vorgenommen, danach, wenn ich zu Hause bin, halt zu recherchieren, in Google immer einzugeben, Multiple Sklerose, Epstein-Barr. Und da kam damals halt noch nicht so viel, aber ich wusste, ne, das Internet wächst rasend und das verändert sich. Und dementsprechend habe ich dann über die Jahre immer mehr gefunden und mehr, bis ich dann irgendwann auf Anthony William gestoßen bin. Zwischendurch hatte ich noch, kann ich vielleicht noch einwerfen, wissen diejenigen vom Kongress vielleicht, ne? Ich hatte noch die Tipps dann bekommen von anderen, auf Kongressen, wo ich mich damals fortgebildet habe, dieses Buch zu lesen, obwohl die nichts von meiner Diagnose wussten. Ich hatte die immer schön verheimlicht damals, weil ich mich da irgendwie als Mann, ist ja ein Zeichen oder es sieht nach Schwäche aus, habe ich versteckt. Habe ich auch gelernt, damit umzugehen und klarzukommen dann. Ist auch ein wertvoller Prozess war natürlich. Und ja, ich habe das Buch, lange Rede, kurzer Sinn, das Buch vorgezogen. Ich hatte es auf der Leseliste nur. Und weil es so mein letzter Hoffnungsanker war und den hatte ich immer noch so in der Hinterhand. Und nachdem dann noch zweimal der Hinweis kam, wusste ich hier so eine Universum will mir was sagen. Das ist jetzt schon mehr als ein Zufall. Und dann habe ich mich dran gemacht an das Buch und war von der ersten Seite total begeistert. Ich habe mich total wiedergefunden. Genau. Kannst du mal kurz in die Kamera halten, weil du gerade das Buch erwähnt hast. Mediale Medizin, ne, von Anthony William. Und hier in diesem Blauen, das kann man jetzt vielleicht schlecht erkennen, da steht nochmal drin, der wahre Ursprung von Krankheit und Heilung. Ja? Das ist das Buch, was Bernd jetzt gerade gemeint hat und darüber wollen wir jetzt auch dann, wenn Bernd seine Geschichte zu Ende erzählt hat, auch intensiver sprechen. Ja, und was mich da vor allem angesprochen hat, war auch der Klappentext auf der Rückseite.
wo eben dort stand, unheilbare Krankheiten gibt es nicht. Weil ich von Anfang an immer den Anspruch hatte, nach Heilung zu suchen, Heilung zu finden und nicht nur wie manche ja auch sagen, mir reicht es, wenn es gestoppt ist. Ich bin immer davon, tief in mir hatte ich die Intuition, das ist heilbar, anders wie die Schulmedizin sagt. Und auch wie Anthony so schön sagt, es steht einem zu. Also auch nicht, ne, dass man dann, es gibt ja viele Ansätze, die sagen mental, ne, dass man aufgrund der Gedanken oder so sich komplett den Heilungsweg verbaut und nur mit den Gedanken das Ganze verhindert. Und Anthony sagt, damit schlüpft man praktisch in die Opferrolle. Und das stimmt, sagt er, definitiv nicht. Also es hat sehr wohl physische Ursachen auch. Natürlich, die mentale Komponente spielt mit rein. Das kann einem schon wieder auch eine Bremse auf der Heilreise sein, natürlich. Da habe ich auch viel dran gearbeitet. Das ist eine ganzheitliche Sache meines Erachtens oder auch von Anthony, wie Anthony das sagt. Und das Wichtige ist aber ohne auch die physische Seite, ohne diese Ausleitung von Giften und Bekämpfung von Viren, wie Anthony darstellt in seinem Buch, eben in diesem Buch, wird es schwierig. Genau, und ich wollte doch mal da ergänzen, dass meiner Meinung nach wir heute gar nicht mehr drum herum kommen, uns eigentlich ganztägig, ganzjährig auch mit der Entgiftung unseres Körpers zu beschäftigen. Weil wir sind ja tagtäglich, sagen wir mal, wenn man noch in der Stadt wohnt, als Beispiel die Autoabgase. Jetzt geht es ein bisschen durch Corona, weil nicht mehr so viel Flugverkehr ist. Aber wenn man sich mal zurückerinnert, 1,5 Jahre vor dieser Zeit jetzt gerade, es war ja Wahnsinn, was da auch an Flugverkehr unterwegs war. Und wir müssen uns täglich eigentlich entgiften. Und deswegen finde ich diese Geschichte mit Anthony William auch so interessant und spannend, weil er halt mit natürlichen Mitteln arbeitet. Und da haben wir einfach auch die Möglichkeit, uns kontinuierlich immer wieder auch von Giften zu befreien, damit wir halt nicht in die Krankheitszustand hineinkommen. Und wir werden nicht drum herum kommen. Es wird wahrscheinlich nie den perfekten Zustand von absolut 100%iger Heilung vielleicht auch geben, weil wir immer wieder damit beschäftigt sind, auch Gifte aus unserem Körper herauszubekommen. Gehe ich mal davon aus. Ne? Ja. Also man muss nicht denken, dass man das vielleicht alles nachher gar nicht mehr braucht, sondern ich glaube, das werden einfach ständige Begleiter sein, die uns unterstützen, um auch sicher durchs Leben zu kommen. Nicht nur körperlich, sondern auch mental, weil du hast ja auch gesagt, Körper und Geist sind eine Einheit und das muss man alles ganzheitlich betrachten. Das wollte ich bloß kurz mal so einwerfen. Gut. Ja, genau. Genau, du warst stehen geblieben, du hast wieder zur Thematik gekommen bist mit Anthony William, hast kurz beschrieben, wie dich das Ganze dann auch berührt hat mit dem Buch, das Buch halt mit dem Epstein-Barr-Virus und dann MS und das war für dich dann auf einmal wie so ein Augenöffner, ne, dass es wahrscheinlich daran liegt. Wie ging es dann weiter im weiteren Verlauf deiner Heilung auch, ne? Ja, also ich habe mich gleich kopfüber reingestürzt. Ich bin auch einer, der es dann nicht erwarten kann. Ich war immer sehr ungeduldig, habe da inzwischen Fortschritte gemacht, aber vielleicht noch immer nicht da, wo ich hin will. Aber das braucht mir auch weiterhin noch Herausforderungen. Und deswegen, den ersten Teil, ich habe angefangen zu lesen, die ersten paar Seiten und bin dann gleich in den praktischen Teil, Teil 4, was man tun muss und habe losgelegt und dann angefangen wieder, wo ich durch war von vorne und habe dann gemerkt, ich war vielleicht doch ein bisschen übereilig und zu schnell und zu radikal und dementsprechend fiel die Entgiftung natürlich ziemlich krass aus bei mir. Das war wie eine ordentliche Grippe oder so, also ich war ziemlich im Eimer im Bett gelegen und hatte aber nie die Hoffnung verloren oder die Angst bekommen. Das ist, denke ich, was dann viele abschießt. Die denken, oh je, da läuft was falsch oder ich mache was falsch. Und ich wusste, ich hatte 100% oder 1000% Vertrauen, dass das richtig ist, und, was ich da mache und was Anthony sagt. Und da hatte ich die Geduld, gesagt, das ist nur eine Frage der Zeit und dann turnt sich's und ich muss jetzt nicht irgendwie zurückgehen, was ich jetzt vielleicht meinen Kunden hier und da ganz gerne empfehle, wenn es eben zu schnell geht. Ich würde es jetzt heute wahrscheinlich auch anders machen, aber damals Augen zu und durch den Glaube und das Vertrauen ist mir dann auch nichts passiert, weil kritisch wird's, denke ich, wenn dann noch über die Nebennieren Adrenalin ausgeschüttet wird, weil man Angst, Zweifel und die ganzen Emotionen dazukommen, die dann eben so wie das Mentale auch letztendlich, das ist das Einfallstor über die Nebenniere, wo man dann auch in das ganze Anthony-Konzept eben auch die mentale und die emotionale Seite und auch die spirituelle Seite natürlich mit einbezieht.
Und wenn man da irgendwo Ängste hat vor allem und Zweifel, dann wird Adrenalin ausgeschüttet und das kann natürlich das fast zum Überlaufen bringen, wenn man eh schon zu viel detoxt, so wie ich damals. Und mir ging es dann nach Woche 4 Gott sei Dank besser, gut. Und konnte dann so weitermachen. Aber nachdem ich durch war mit dieser radikalen, sage ich jetzt mal, von da, wo ich stand, radikal Umstellung auf die 28-Tage-Kur, komplett fettfrei und komplett roh vegan über Nacht sozusagen, das war schon natürlich eine krasse Umstellung und das hat mich natürlich erstmal ein bisschen aus der Bahn geworfen. Und dafür weiß ich jetzt heute, wenn ich anderen davon erzähle, dass man eben Schritt für Schritt, so wie Anthony es ja auch sagt, Baby Steps, ganz langsam, schrittweise, dass es nicht zu viel auf einmal ist, vorgehen sollte. Mhm. Nochmal ganz kurz, ein kleiner Einwurf. Adrenalin ist an sich erstmal nichts Schlimmes. Es ist ja auch wir brauchen das ja in bestimmten Lebenssituationen auch, damit wir halt auch bereit sind, entweder ja, uns zu verteidigen auf einer gewissen Art und Weise oder Genau. auch letztendlich um zu flüchten. Das ist ja dieser Fluchtkampfmechanismus. Das Problem ist Ja, halt bloß, dass wir uns in unserer heutigen sehr gestressten und gehetzten Zeit oft dauerhaft in diesem Fluchtkampfmechanismus befinden, aber wir können halt nicht flüchten und wir können auch nicht kämpfen. Das heißt, immer wieder wird Adrenalin aus den Nebennieren ausgeschüttet und dann kommt es natürlich auch zur Übersäuerung des Körpers, dann kippt der Körper halt irgendwann oben. Also nur mal kurz für die Zuschauer, die jetzt zuschauen, also es ist erstmal nichts Schlimmes, Adrenalin an sich, aber wenn es halt dauerhaft immer wieder über die Nebennieren genau. ausgeschüttet wird, dann ist es schlimm und vor allem die Nebennieren erschlaffen dann halt auch irgendwann und dann können wir halt dieses Adrenalin irgendwann auch nicht mehr vermehrt ausschütten. Und wenn wir dann wirklich in Extremsituationen sind, wo wir wirklich das brauchen, dann funktioniert das auch nicht mehr. Also es ändert sich auch wieder ein Kreislauf ohne Ende, wenn man das Ganze weiterspinnt. Genau. Ganz genau. Genau. Ja. Ja, ja, es sollte, glaube ich, erstmal reichen jetzt, um deine Geschichte auch vorzustellen. Vielleicht nochmal ganz kurz für die Zuschauer, die es vielleicht noch nicht wissen. Vielleicht kannst du noch mal erklären, was genau MS ist. Viele kennen es ja schon bereits, aber was ist das? Das heißt ja multiples Erkrankungsbild. Was bedeutet das genau, MS? Also Sklerose ist halt eigentlich letztendlich, man macht es an dem Diagnoseverfahren fest. Es sind ja viele Faktoren, die die Medizin anschaut. Einer davon ist das MRT. Hatte ich damals dann auch die ganze Odyssee durch, Schädel-MRT, HWS-MRT und da sind dann meistens relativ viele Läsionen vorhanden. Das heißt, da gab es eine Entzündung, das wird dann nachher bilden sich Narben und die kann man dann eben im MRT sehen. Das ist nicht immer, das sagen auch schon, oder hat mein Hausarzt sogar gesagt, der Professor ist, also auch nicht ganz unbedarft. Der hat auch mir schon gesagt, die Läsion, das ist nicht immer ausschlaggebend, weil ich hatte sehr viele damals. Und mein Neurologe hatte gesagt, das muss schon lange im Gange sein, aufgrund der Vielzahl der Läsionen. Und mein Hausarzt hat mich aber beschwichtigt und hat dann gesagt, also jetzt hier der Hausarzt, nachdem ich schon umgezogen war, und er hat gesagt, das will gar nichts heißen. Und genau das sagt ja eigentlich auch Anthony, dass das nicht wirklich miteinander korreliert ist, wie stark jetzt die Krankheit vorhanden ist und wie viele Läsionen man hat. Aber das ist halt das Hauptmerkmal, wo die Schulmedizin das dran festmacht. Und natürlich noch andere Faktoren, die sie überhaupt im Lauf es ist ja ein Ausschlussverfahren. Es gibt nicht letztendlich, ne, zack, und dann hat man MS, sondern die machen verschiedene Tests und wenn alle halt positiv auslaufen, dann sagen sie, ja, letztendlich muss man daraus schließen, es ist MS. Vielleicht könnte man das auch so erklären, weil du hast ja gesagt, neurologisch. Und du hast auch was von Schwermetallen erwähnt und ich kann mich noch vom ersten Interview daran erinnern, wo du mir erzählt hast, dass deine Mutter damals sich in diesem Schwermetall, gab es so ein Bad, vielleicht kannst du das nochmal Die kurz erklären. Großmutter, genau. Genau, so eine Großmutter, Ja, und das ist, glaube ich, auch das Problem, meiner Meinung nach, dass es MS was Neurologisches halt auch ist, weil dann genau. diese Schwermetalle sich irgendwie, ich kenne mich da nicht ganz genau mit aus, aber wie das genau funktioniert, neurologisch gesehen, aber die besetzen dann vielleicht bestimmte Stellen, die zur Informationsweiterleitung wichtig sind im Körper. Und dadurch kriegst du halt fehlgeleitete Informationen, die dann vielleicht in bestimmte Bereiche des Körpers gelandet werden. Dann kommst du halt zu diesen Erkrankungen, Entzündungen und so weiter. Also das wird wahrscheinlich auch durch die Schwermetalle dann verursacht worden sein bei MS, oder? Wie siehst du das? Spielt auf jeden Fall mit rein. Ich kann vielleicht kurz mal beleuchten die zwei Sichtweisen, weil es gibt ja, die sich konträr gegenüberstehen, die Interessant, ja, Sichtweise der gerne. Schulmedizin und was hinter MS steht und die Sichtweise von Anthony. Genau.
Die Schulmedizin sagt ja, es fällt unter Autoimmunerkrankungen. Das heißt, die gehen davon aus, der Körper greift sich selber an, wo Anthony natürlich heftig widerspricht, komme ich gleich dazu. Und weil die Schulmedizin, wie kam die Schulmedizin zum Schluss? Die haben natürlich nach einem Eindringling von außen gesucht, haben keinen finden können durch die ganzen Testverfahren und sind dann zu dem Schluss gekommen, ganz wichtig zu wissen, das ist keine wissenschaftlich gesicherte Erkenntnis, sondern bis heute eine Theorie. Und deswegen sagt Anthony, die ist halt einfach falsch. Und der Körper greift sich eben nicht selber an. Und nur weil sie kein Eindringling finden konnten, kamen sie zu dem Schluss damals, zu der Schlussfolgerung, der Körper muss sich einfach selber angreifen, weil er kann ja Entzündungen finden, so wie du gesagt hast, die Nerven sind entzündet, neurologische Erkrankungen letztendlich. Da ist wieder deckungsgleich, Anthony und die Schulmedizin, man beobachtet die Myelinscheiden, also diese Isolierschicht um die Nerven, die wird angegriffen und baut sich ab. Wie auch immer, die Schulmedizin sagt, nicht durch das Immunsystem, das das angreift, durch fehlgeleitetes Immunsystem. Anthony sagt, es ist in Wirklichkeit dieser Epstein-Barr-Virus, der das Angreifen des Immunsystems ist immer auf unserer Seite. Und die Schwermetalle, klar, die spielen laut Anthony so mit rein. Die Schulmedizin sagt ja nichts von Schwermetalle. Nach Anthony sehr wohl natürlich ein mit ausschlaggebender Faktor, weil das letztendlich Futter als Futter dient für die Viren, die dann diese giftigen Schwermetalle essen und auch wieder ausscheiden. Dadurch werden sie noch giftiger. Und nur, wenn jemand eine hohe Schwermetallbelastung hat, plus eben diese eine von über 60 Arten EBV, sagt der Anthony, dass es gibt. Es gibt überhaupt nur 1, 2 aggressive Typen, die überhaupt MS machen können von EBV, von diesen 60 Stämme. Und dann, wenn man dann noch diese Konstellation hat, eben bestimmte Schwermetalle zu haben, allen voran Quecksilber und Aluminium, dann diese aggressive EBV-Variante hat. Deswegen wird es auch in der Familie, kommt es dann gehäuft oder kann es gehäuft vorkommen, weil ja über die Blutbahn genau das Gleiche weitergegeben wird. Einmal die Nahrung, das Schwermetall oder die Schwermetalle und eben dieser spezielle Virusstamm, sodass es dann einfach genau wieder in der nächsten Generation, wenn ein Trigger dazu kommt, was typischerweise ein stressiges Lebensereignis ist, sprich ein naher Verwandter zum Beispiel gestorben ist oder eine geliebte Person, sage ich jetzt mal besser ausgedrückt, oder man hat irgendwie einen Unfall gehabt oder einfach sonst im Leben sehr viel Stress. Und da habe ich bei mir natürlich vor dem Steuerberaterexamen, wie ich vorher gesagt habe, war das für mich sonnenklar, ne, dass bei mir haben überall die Lampen aufgeleuchtet, wo ich das Buch gelesen habe, wo ich sagen konnte, genau so war es bei mir. Und das macht total Sinn, ist schlüssig und hat mich von Anfang an voll überzeugt. Habe natürlich trotzdem weiterhin immer die Augen aufgehalten und geprüft, aber wie gesagt, ich habe bis heute nach 2,5 Jahren noch nichts finden können, was nicht passt. Und ja. Genau, deswegen finde ich das auch immer so erbauend mit dir, dieses Gespräch zu führen, weil du hast ja selber gesagt, du bist 1000%, nicht 100%, und du nimmst das auch sehr ernst, und das ist auch wichtig. Und deswegen kann man von dir auch viel lernen und auch gerade als Zuschauer viel lernen, weil es gibt ja auch viele Leute, die zuschauen, die erkrankt sind, die MS haben, vielleicht auch eine Krebserkrankung haben oder andere Autoimmunkrankheiten haben, Hashimoto und. Das fällt ja alles unter Autoimmunkrankheiten auch. Und deswegen finde ich diese Interviews auch extrem wichtig, weil wir natürlich den Leuten auch einen kleinen Hoffnungsschimmer geben wollen, so ähnlich wie bei dir damals. Man braucht ja immer so ein kleines Fähnchen, was man irgendwie entdeckt, und wir wollen halt dieses kleine Fähnchen sein, dass die Leute dann einfach auch ja, dazu zum Umdenken halt animiert. Und genau deswegen wollen wir jetzt einsteigen. Erstmal vielen Dank nochmal für die Vorstellung auch, dass auch die Leute, die Zuschauer dich nochmal ein bisschen intensiver kennenlernen durften, auch deine Krankheitsgeschichte verstehen und auch wissen, warum du das jetzt machst. Und das macht dich auch sehr authentisch, weil du aus eigener Erfahrung heraus sprichst und dir es nicht irgendwie angelesen hast, sondern es ist wirklich was sehr Authentisches. Deswegen finde ich auch dich einen sehr angenehmen Gesprächspartner. Danke. Ja, wir wollen jetzt einsteigen in die ganze Geschichte für alle diejenigen, für die das vielleicht noch relativ neu ist, die noch nie was von Anthony William gehört haben, die sich fragen, Medical Medium, was bedeutet das eigentlich? Da wollen wir erstmal ganz einfach anfangen. Erstmal die Frage an dich, wer oder was ist jetzt Anthony William? Ist das sein richtiger Name, Anthony William? Was ist das Medical Medium? Warum Medical Medium? Und seit wann hat Anthony William jetzt diese Gabe? Und wie äußert sich das Ganze? Vielleicht kannst du das mal so kurz zusammenfassen,
dass die Zuschauer das auch einordnen können. Also letztendlich ist es einfach sein ganz normaler Name. Er hat noch einen dritten oder einen zweiten Nachname, Anthony William. Coviello ist, glaube ich, noch der komplette Nachname dann. Genau. Also italienischer Herkunft. Klingt italienisch, ja. Sieht auch ein bisschen italienisch aus, finde ich. Wenn man genau hinguckt, Okay. ein bisschen italienische Wurzeln bestimmt, Anthony William. Ja. Gut, jetzt die Nebennierengeschichte noch. Genau. Also die Nebennierenschwäche kann man noch untergliedern. Es gibt zwei Arten. Also auf Englisch heißt das die Adrenal Fatigue, also die an sich, die Nebennierenschwäche an sich. Und dann gibt es auch noch diese Neurological Fatigue, also die neurologisch bedingte Fatigue. Das ist letztendlich die meisten Leute mit einer chronischen Krankheit haben mit beidem zu tun. Und klar, da weiß man dann, der eine Teil der Erschöpfung, das ist jetzt weniger die geistige Erschöpfung, kommt hauptsächlich durch diese Nebennierenschwäche an sich. Da helfen natürlich diese Nebennieren-Snacks sehr gut, wo man dann vielleicht auch eine gewisse Zeit braucht, aber man kommt zuverlässig wieder, kann sich da wieder die Konzentration und so weiter zurückarbeiten dadurch. Und die andere, die Neurological Fatigue, das dauert vielleicht so ein bisschen, da braucht man Geduld. Jetzt gerade bei mir, ne, wo einfach diese Isolation des Myelin zerstört ist. Und diese Neurological Fatigue ist einfach, ne, wenn ich morgens aufstehe, kann ich bestimmte Sachen machen, die ich dann am Abend des Tages nimmer schaffe. Also da tritt diese Erschöpfung der Nerven einfach ein. Und dann fängt das Spiel wieder von vorne an. Also jeden Tag, ne, fange ich da wieder bei Null an, kann dann wieder bestimmte Sachen teilweise machen. Und aber das nur für gewisse Zeit. Und diese Heilung dauert natürlich länger, dass man weiß, das sind zwei Komponenten meistens. Und diese Nebennierenschwäche an sich, die ist gut in den Griff zu kriegen mit diesen Nebennieren-Snacks und so weiter. Und die andere Geschichte, da geht es an die Heilung des Nervensystems. Da sagt der Anthony auch jede Menge dazu, eben in dem Kapitel 3 und Teil Römisch 4, was man da alles tun kann, um da vorwärts zu kommen. Vielleicht kannst du da mal kurz die Geschichte erzählen, wenn du sie noch parat hast. Ja. Wie er das erstmal entdeckt hat im Alter von 4 Jahren bei seiner Großmutter, ne? Genau, ganz genau. Also spannende Geschichte. Das Kapitel lese ich auch immer wieder gerne, wenn ich das nochmal anschaue, wo eben dieses faszinierende Ereignis, die waren beim Abendessen, glaube ich. Die Großmutter war noch da, die Eltern waren da und da hat das erste Mal diese Stimme gehört und auch damals wirklich diese Person oder diese Gestalt dann auch gesehen, die sich da manifestiert hatte. Dann auch gesagt, es wird das letzte Mal gewesen sein, dass er sie sieht. Er hat sie dann tatsächlich nochmal gesehen, später im Leben, aber seitdem dann nicht mehr. Er hat seitdem permanent die Stimme auf dem Ohr, wirklich wie jemand, der neben ihm sitzt und das ins Ohr spricht, nicht wie andere Medien im Kopf, dass man das irgendwie im Bewusstsein so wahrnimmt, sondern wirklich extern. Und so hat ihm diese Stimme dann aufgetragen, er soll zu seiner Großmutter rübergehen auf die Seite und zu ihr sagen, oder zuerst das Wort Lungenkrebs und dann den Satz, sie hat Lungenkrebs. Und alle sind natürlich erschrocken am Tisch. Er hat zuerst diese Gestalt, er hat dann gemerkt, die anderen können diese Gestalt nicht sehen, nur er. Und ist dem einfach gefolgt. Er wusste ja mit 4 Jahren nicht mal, was das Wort bedeutet, Lungenkrebs. Und hat dann halt bemerkt, wie die anderen alle halt erstarrt sind und erschrocken sind natürlich. Und die Großmutter hat es aber sehr wohl ernst genommen natürlich, hat sich untersuchen lassen, obwohl sie sich eigentlich gut gefühlt hat, gesund gefühlt hat. Bei der ersten Untersuchung ist, glaube ich, nichts rausgekommen und erst bei der zweiten ist dann tatsächlich diese Diagnose bestätigt worden. Und das war natürlich sehr, sehr erstaunlich. Damit ging das alles los und seitdem hat er das, glaube ich, bei Tausenden oder Millionen Menschen gemacht weltweit. Er hat ja auch Konsultationen über Telefon dann, kann er das genauso ermitteln, also beziehungsweise kriegt es übermittelt durch diese Stimme, die ihm genau den Gesundheitszustand der Person übermittelt, die er jetzt gerade entweder vor sich hat oder am Telefon hat und noch dazu halt dann, was zu tun ist, um wieder gesund zu werden. Und das Schöne ist, egal wie man jetzt da dazu steht oder ob man das komisch findet vielleicht, es hat halt einfach gepasst, so wie bei der Großmutter. Ne? Die Leute haben sich untersuchen lassen oder die wussten schon vorher, die haben das. Und Anthony konnte halt das ganz genau sagen.
oder bestätigen, dass diese Diagnose tatsächlich vorhanden ist oder dass die Ursache ist. Und das nimmt natürlich die Leute auch unheimlich sofort mit. Er hat viele Interviews geführt, wo dann die Interviewer auch sagen, jetzt sag mir doch mal, was ich habe. Und die wissen natürlich, was sie haben und Anthony kann es eigentlich nicht wissen. Und diese Trefferquote ist halt einfach so unglaublich, dass das weltweit so viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat und dementsprechend auch die Leute weltweit zu ihm geflogen sind, wo er damals noch Konsultationen selber durchgeführt hat. Und er sagte, glaube ich, auch im Buch, das kommt wohl aus der Barmherzigkeit Gottes oder was genau, wie das genau war. Ich weiß nicht, genau, Mitgefühl. Er sagt, er hatte dann den Geist, der kann ihm auch wirklich Fragen stellen, in Kommunikation treten mit ihm und hat ihn dann gefragt, ja, wer er ist, wo er herkommt und er hat gesagt, er ist ein Wort, das Wort Mitgefühl und das sitzt auf dem Finger Gottes. Es gibt natürlich noch andere Worte, aber er sagt, steht sozusagen über diesen anderen Worten, sage ich jetzt auch mal, ne? Und ist Gott sozusagen am nächsten. Ist natürlich erstmal ein Satz, den man dann verdauen muss, oder viele bezweifeln das, streiten das oder tun das anzweifeln. Aber die Ergebnisse, die sind halt nun mal da und die sind so beeindruckend, dass eigentlich, wenn man in diesem Gebiet unterwegs ist oder krank ist, eigentlich nicht drum rumkommt, sich damit auseinanderzusetzen und selber vielleicht auszuprobieren und einfach am eigenen Leib zu sehen, stimmt es oder stimmt es nicht? Und das ist, wie man so schön sagt, wer heilt, hat recht. Ja, genau. Es gibt ja auch, Anthony beschreibt ja auch in seinem Buch die sogenannten mysteriösen Krankheiten. Ne? Also das wird ja auch oft von der Medizin, also Autoimmunkrankheit war ja, oder was du jetzt auch hast, diese MS-Erkrankung, das war ja bis vor 20 Jahren noch eine mysteriöse Erkrankung. Auch Autoimmunerkrankungen sind ja auch mysteriös, weil wenn der Arzt nicht weiter weiß, dann heißt es halt Autoimmunkrankheit. Ne? Aber es wird halt nicht weiter geforscht, woran es vielleicht wirklich liegen könnte, an welcher Ursache. Ja, und was genau, du hattest es ja schon kurz angesprochen, auch als wir über dein eigenes Krankheitsbild oder deine eigene Krankheitsgeschichte gesprochen haben. Was genau sind denn jetzt diese Autoimmunkrankheiten und gibt es solche Erkrankungen denn überhaupt? Ist es überhaupt real, so eine Autoimmunkrankheit? Oder Ja. welche Ursachen nennt Anthony William denn für Autoimmunerkrankungen? Oder was sind Autoimmunerkrankungen aus Sicht von Anthony William? Du hattest es schon kurz angesprochen, eben, als wir über deine Geschichte gesprochen haben. Ja, also der grundlegende Unterschied ist natürlich die Schulmedizin, wie du sagst, ne, die tappt im Dunkeln, weiß nicht, was genau los ist, gibt halt irgendwie, Anthony sagt, hängt ein Etikett dran, ja, dass man den Schein vermittelt. Die wissen, worum es geht und wissen auch, was zu tun ist. Dass das definitiv nicht der Fall ist, sieht man ja letztendlich am Ergebnis der Behandlung, und sie geben es ja selber zu, indem sie sagen, das und das ist halt einfach unheilbar. Und er widerspricht dem mit dem Klappentext hinten drauf, es gibt keine unheilbaren Krankheiten, wie er auf seinem ersten Buch hinten drauf schon sagt. Der Satz, der mich so angezogen hat. Und er sagt, die Ursache, wie ich das so ein bisschen angesprochen habe, schon, wie du sagtest, ist nicht, dass der Körper sich selber angreift, sondern dass eben Pathogene, ganz allgemein gesprochen, also Viren, Bakterien hauptsächlich und alles andere, was da sonst noch, wie Pilze oder so, fällt natürlich auch drunter, Parasiten zusammengefasst unter Pathogene, Parasiten bei Anthony untergeordnete Rolle. Das Wichtigste sind wirklich diese Viren, die, sagt er, wirklich für diese Epidemie der chronischen Krankheiten, die wir heutzutage haben, verantwortlich sind. Und da vor allem macht er einen besonders aus, eben den Epstein-Barr-Virus, der da fast für das meiste auf jeden Fall verantwortlich zeichnet und die Finger mit dran hat. Und das ist gleich die Erklärung, weil dann ja jeder sagen könnte, gleich sofort, ja, aber die Symptome sind doch ganz anders bei mir, ja, und wieso habe ich jetzt auch Epstein-Barr? Weil das halt ein ganz anderer Subtypus ist, einer von diesen über 60 Arten und anderer Typ, andere Symptome. Ja, wann ist genau dieser Epstein-Barr-Virus denn entstanden? Gab es den schon immer seit Millionen von Jahren oder ist das vielleicht aufgrund von Umweltbedingungen oder Verschlechterung der Lebenssituation? Ähm, wie kann man das erklären? Wie kommt das auf einmal, dass sich dieser Epstein-Barr-Virus so vermehrt ausgebreitet hat auf dem ganzen Planeten im Prinzip? Ja, also er sagt, den gibt es vielleicht so rund 100 Jahre.
Das erklärt natürlich auch, man sieht es ja auch oft, ne, bei bestimmten chronischen Krankheiten, die gab es früher einfach nicht. Und dann stellt sich schon die Frage, wo kommt es auf einmal her? Und da sagt Anthony diesen interessanten Satz, ne? Kein Virus ist natürlichen Ursprungs von der Natur aus, also nicht aus der Natur heraus entstanden, erst recht nicht irgendwie vom Schöpfer oder so, sondern es sind alle Menschen gemacht, sagt er, alle im Labor entstanden. Und ja, dann stellt sich die große Frage, wie die Schmunzeln wie die aus dem Labor rausgekommen sind. Und da darf sich jeder natürlich dann auch selber Gedanken drüber machen. Und ja, auf jeden Fall haben wir jetzt eine andere Welt. Man sieht es ja jetzt gerade ganz deutlich auch im Moment. Und dementsprechend sagt Anthony, man muss sich halt an die geänderten Umweltbedingungen anpassen, möglichst gut. Und da gibt er uns möglichst viele Tools an die Hand, wie wir das gekonnt können. Mhm. Okay, in diesem Zusammenhang beschreibt Anthony William ja auch, vielleicht können wir da nochmal tiefer eintauchen, auch in diese verschiedenen Phasen, gerade wenn es auch um Epstein-Barr geht, weil du hast es ja gerade schon angesprochen, es ist halt ein ernstes Thema. Wie es jetzt entstanden ist, das wissen wir nicht ganz genau, aber wenn wir halt Anthony William vertrauen, dann ist es wohl, wie du eben sagtest, vor ca. 100 bis 150 Jahren dann wohl irgendwie entstanden. Und er beschreibt ja verschiedene Phasen. Vielleicht können wir da nochmal drauf eingehen. Er beschreibt genau 4 Phasen einer Viruserkrankung. Kannst du vielleicht einen kleinen Überblick über diese 4 Phasen geben, damit vielleicht der ein oder andere, der es vielleicht auch schon hat, aber es vielleicht jetzt gerade gar nicht weiß, sich vielleicht auch dann damit identifizieren kann und sagen kann, aha, bei mir könnte es vielleicht auch der Fall sein. Und dann, was noch interessant ist, wie finde ich das denn überhaupt raus, ob ich eine Epstein-Barr-Erkrankung habe? Gibt es da einen Test, Ja. den man machen kann? Vielleicht ist es auch interessant für den einen oder anderen, der zuschaut. Mhm. Gerne, auf jeden Fall. Also die Phase 1 ist praktisch, man sagt die Infektion, wo man den Virus praktisch aufnimmt, der sich im Körper verbreitet, zirkuliert, vermehrt. Das ist die Phase 1. Und dann kommt es, wenn der Virus aktiv wird, zur Phase 2. Da ist man gleichzeitig dann noch ansteckend. Und da hat man typischerweise, muss nicht sein, aber kann das pfeifische Drüsenfieber sich zeigen. Bei vielen läuft das auch unbemerkt, dass man gar nicht merkt, dass man es hat, aber man hat es definitiv auch. Das ist, wie gesagt, die akute Phase, wo man auch ansteckend ist und den Virus eben übertragen kann. Die pfeifische Drüsenfieber wird ja auch im Volksmund die Kusskrankheit genannt. Sprich, man soll dann natürlich schon, auch da ist natürlich bekannt, ne, dass man ansteckend ist, man soll sich da möglichst zurückziehen natürlich und dann klingt es typischerweise wieder ab. Also in der Phase, das sagt Anthony, um gleich zu dem Test zu kommen, da ist tatsächlich in den meisten Fällen der Schulmedizin, wenn man einen Test macht, dieser Virus tatsächlich feststellbar. Wobei die Schulmedizin, soweit ich das jetzt noch weiß vom Buch, glaube ich, nur einen von diesen 60 Arten im Testverfahren überhaupt feststellen kann. Und gleichzeitig aber, wie gesagt, in dieser Phase ist diese Wahrscheinlichkeit, dass im Test was auftaucht, am höchsten. Danach, in der Phase 3, sind wir schon bei Phase 3, fängt der Virus an oder die Viren sich in den Organen zu verstecken. Und das ist gleichzeitig der Grund, wieso dann die Schulmedizin sagt, herzlichen Glückwunsch, Sie haben die Infektion überstanden, ist nichts mehr im Test da. In Wirklichkeit, wie Anthony sagt, verstecken sich die Viren aber nur in den Organen und dann geht das Übel erst richtig los. Und so habe ich gerade noch einen Gedanke gehabt, der mir entfallen ist, komme ich aber vielleicht gleich drauf. Du darfst weiter fragen, mir fällt es gleich wieder ein. Genau, du hast ja, wir haben jetzt die Phase 3, bei Phase 3 waren wir stehen geblieben, du hast gesagt, Ja. die Viren, also wenn sie nicht mehr feststellbar sind, dann ist man im Prinzip, heißt es noch lange nicht, dass man die Viren nicht hat, weil du hast gesagt, erstmal gibt es einmal ein Epstein-Barr-Virus getestet, also ein Typ, gibt ja, wir haben eben gesagt, 60 Typen, mehr als 60 Typen vielleicht sogar. Und in Phase 3 nistet er sich halt in die Organe rein. Ja. Genau, was wäre dann Phase 4? Phase 4 wäre dann der Zusammenbruch oder wie auch immer? Das ist das ultimative Ziel vom Epstein-Barr, der Angriff auf das Nervensystem. Aber jetzt ist mir tatsächlich wieder eingefallen, was ich vorher noch sagen wollte, die Antikörper. Also das kann die Medizin dann feststellen. Jetzt hat man Antikörper im Blut gegen diesen Epstein-Barr-Virus und dann sagen die eben, jetzt ist die Infektion erfolgreich bekämpft worden und alles gut, sie sind geheilt sozusagen. Ne? Und Anthony öffnet uns eben die Augen und sagt, hey, hier geht's erst richtig los.
Und dann, wie gesagt, das Immunsystem kann das in den meisten Fällen verhindern, dass eben die Phase 3 übergeht in Phase 4, das Nervensystem angegriffen wird. Das heißt, da braucht es einen weiteren exogenen Faktor dazu, sprich auch wieder eben Stress, emotionale Belastung, wie ich das vorher erwähnt habe, wie das ja bei mir auch der Fall war. Also das Immunsystem muss ziemlich da nieder sein und dann nutzt dieser Virus, der ja wie alle Viren opportunistisch ist, das heißt, der überwacht permanent unseren Adrenalinspiegel und kann deswegen genau feststellen, wenn wir eine Phase mit viel Stress haben, vielleicht wenig Schlaf noch, weil auch da natürlich wieder Adrenalin ausgeschüttet wird, wenn wir nicht genügend geschlafen haben. Und deswegen ist das ein ziemlich zuverlässiger Marker für ihn, um zu wissen, wie ist unser Befinden, ob wir jetzt gerade geschwächt sind. Und dann greift er natürlich voll an. Und dann kann es zu Phase 4 kommen, wenn da eben mehrere Faktoren zusammenkommen, zum Beispiel auch eben die hohe Schwermetallbelastung, die ja auch das Immunsystem runterfährt. Und dann kann es überhaupt erst passieren, dass der Virus ins Nervensystem gelangt und da natürlich dann auch die komplette unser Kommunikationssystem kapert, unsere spirituelle Anknüpfung kapert und das ist, wie gesagt, das ultimative Ziel von Anfang an von diesem Epstein-Barr-Virus und ja, man könnte sagen, vielleicht ist er auch so konzipiert worden, weil er ist ja, wie Anthony sagt, natürlich entstanden, sondern künstlich geschaffen. Und dann kann man natürlich auch drüber nachdenken, ne, wieso er sich genauso verhält, wie er sich verhält. Genau, wir hatten ja auch das Interview beim Internationalen Gesundheitskongress mit Dr. Brian Clement geführt. Passt jetzt vielleicht auch so ein bisschen dazu. Muss mal gucken, ob das jetzt, das kann ich jetzt auch nicht verifizieren, ob das stimmt, aber jedenfalls hat er gesagt, wo ich ihn gefragt habe, auf den Coronavirus nochmal, ne, wo es um Corona ging, hatten wir ihn gefragt und er hat gesagt, nach seinem Erkenntnisstand ist der Coronavirus ein Zusammenspiel von 3 verschiedenen Viren, die im Labor entwickelt wurden, angeblich irgendwo in irgendeiner Universität in den USA zusammen mit dem Militär wurde das halt entwickelt. Ja, und dann, also was ja die These auch stützt, die du halt gerade vertrittst, dass du gesagt hast, okay, das ist ein Virus der künstlichen Standes. Und dieser Coronavirus ist ja auch ein Virus, der dann wahrscheinlich künstlich entwickelt wurde. Und warum, wieso, weshalb, wissen wir letztendlich auch nicht. Aber auch da könnten dann ja sicherlich auch die ganzen Reinigungsmethoden, die wir dann auch noch im Laufe unserer Interviews besprechen werden, das könnte natürlich dann auch positiv sich auswirken auf den Gesundheitszustand. Ne? Nur das vielleicht so kurz am Rande für den einen oder anderen, dass es nicht nur um den Epstein-Barr-Virus geht, sondern generell um eine virale Genau, Viren. Erkrankung. Ja. Virale Erkrankungen. In dem Zusammenhang jetzt mal mit dem Epstein-Barr-Virus, um dann vielleicht auch den Menschen das etwas einfacher zu machen, den Zuschauern, wenn vielleicht schon Krankheiten diagnostiziert wurden, welche Erkrankungen werden denn dem Epstein-Barr-Virus zugeordnet, also Erkrankungen auf körperlicher Ebene? Ja, also der Klassiker, wie du eingangs ja auch schon gesagt hast, das klassische, er wandert also bei den Organen, genau das kann man vielleicht noch dazu sagen, das typische, er kapert die Schilddrüse, setzt sich in die Leber, in die Milz ganz gerne, aber die Schilddrüse ist natürlich auch so ein Klassiker in Phase 3, wo immer die Schilddrüse eigentlich befallen ist, sprich diese ganzen Schilddrüsenfunktionsstörungserkrankungen, ob es jetzt Über-Unterfunktion, Hashimoto, Basilo gehört noch dazu, es gibt, glaube ich, noch diverse andere. Die sind alle darunter zu fassen, das ist immer Epstein-Barr. Und genauso auch sagt er Rheumatoide Arthritis, RA. Und Tinnitus ist auch so ein Klassiker, dieses Klingeln im Ohr. Und ja, die meisten entzündlichen Erkrankungen, die Klassiker, deswegen sagt er, ich weiß nicht, er nennt glaube ich keine Prozentzahl, aber die meisten chronischen entzündlichen Erkrankungen, die man jetzt den oder die Schulmedizin den Autoimmunerkrankungen zuordnet, steht letztendlich Epstein-Barr-Virus dahinter. Genau, so ist es ja auch chronologisch im Buch aufgebaut, ne, dass er halt erstmal allgemein auch den Epstein-Barr-Virus beschreibt, aber dann kommt er auch zu den Krankheitsbildern. Du hast es eben schon gesagt, MS, Multiple Sklerosis, dann dieser Rheuma, das arthritische Rheuma letztendlich. Ne? Dann sagt er noch, Fibromyalgie, Entschuldigung, Fibromyalgie fällt mir noch ein und auch dieses CMS oder CFS, chronisches Müdigkeitssyndrom, chronisches Fatigue-Syndrom. wir wollen jetzt mal ganz kurz auch auf die verschiedenen Krankheitsbilder nochmal eingehen.
und auch dann den Zusammenhang nochmal zu dieser viralen Erkrankung herstellen. Zum Beispiel haben wir auch diese Nebennierenschwäche. Ne? Ja. Das beschreibt er auch gut in dem Buch. Wir hatten es ja eben schon kurz angesprochen, für was die Mhm. Nebennieren verantwortlich sind. Vielleicht kannst du auch da aus deiner Erfahrung heraus nochmal auch den Zuschauern erklären, wie es zu so einer Nebennierenschwäche denn überhaupt kommen kann. Und wir wollen dann, wenn wir die Krankheitsbilder besprochen haben, bloß für die Zuschauer, die jetzt vielleicht auch darauf warten, ja, wann kommen wir jetzt endlich, wann kommen wir zum Punkt, wie kann man das Ganze heilen und so weiter. Also auch da wollen wir gleich noch drauf eingehen. Aber ich finde es wichtig, dass wir so ein paar Krankheitsbilder noch mal kurz besprechen, die auch sehr weit verbreitet sind, damit man sich da drin auch selber ein bisschen erkennen kann. Also nochmal Ja. zu dieser Nebennierenschwäche. Vielleicht kannst du da noch mal was zu sagen. Da ist gleich das Allerwichtigste gepickt, weil das eigentlich jeden, sagt Anthony, betrifft, der mit einer chronischen Krankheit konfrontiert wird, weil ja, die Viren, die schütten permanent Neurotoxine, manche auch Dermatoxine, die dann über die Haut rauskommen, was Ekzeme und so weiter verursacht, aus. Und das ist natürlich eine riesen Belastung für den ganzen Organismus. Und da ist natürlich besonders die Nebenniere auch gefordert, damit umzugehen. Und da fließt dann wieder Adrenalin. Und wenn die Belastung zu hoch ist, dann macht die irgendwann die Grätsche. Und deswegen ist das Essentielle, wie Anthony sagt, auf der Heilreise diese Nebenniere von Anfang an aufzupäppeln, zu stärken, weil die ist bei jedem, der jetzt mit der chronischen Krankheit betroffen ist, von der chronischen Krankheit betroffen ist, geschwächt auf jeden Fall. Ist nur die Frage, in welchem Ausmaß. Deswegen betrifft es wirklich jeden. Und deswegen sind diese Nebennieren-Snacks so elementar von Anfang an, dass man die einbaut, weil Detox so schön, Anthony das auch sagt, mit dem Detox selber produziert auch wieder Adrenalin oder triggert, dass Adrenalin ausgeschüttet wird, ist eine adrenalintreibende Tätigkeit der Detox. Und wenn die Nebenniere zu schwach ist, dann kann es einen überfordern. Und deswegen helfen einem da die Nebennieren-Snacks, das von Anfang an abzufedern, dass man auch nachher auf der Heilreise diesen Detox auch gut verträgt. Und dann kann man noch unterscheiden in neurologische Fatigue und komme ich gerade drauf, neurologische Fatigue und mir fällt es aber ein. Kein Problem. Was ich jetzt nicht ganz verstehe, weil wir haben ja am Anfang darüber gesprochen, wenn man ständig, diesen Fluchtkampfmechanismus hatten wir darüber gesprochen, ne? Also wenn man nicht mehr flüchten, nicht mehr kämpfen kann, dann Ja, wird ja ständig aus den Nebennieren auch Adrenalin ausgeschüttet. genau. Ja? Wo ich jetzt das Problem auch sehe, wenn du halt eine starke virale Belastung hast, wenn dein Körper also wirklich zu kämpfen hat, dann ist es ja auch so eine Art, entweder flüchten oder kämpfen. Flüchten kann ich nicht, weil ich ja nicht aus meinem Körper rauskomme. Ja, Ich kann versuchen natürlich auch zu kämpfen, aber es wird ja dann nicht ständig dadurch, weil es ja eine Stresssituation ist, auch Adrenalin aus dem Körper ausgeschüttet. Und du hast genau. jetzt gesagt, wir müssen die Nebennieren stärken. Wie ist das denn zu verstehen? Weil wenn ich die Nebennieren stärke, müsste es ja eigentlich so sein, dass die noch mehr Adrenalin dann produzieren können, um noch besser mit dieser Alarmsituation im Körper umgehen zu können. Wie kann man das genau, weil das habe ich jetzt nicht ganz verstanden, den Ja, Zusammenhang. Ja? guter Punkt. Genau. Erklären. Genau, Anthony sagt ja, wir brauchen alle 1,5 Stunden bis 2 Stunden spätestens diese Nebennieren-Snacks. Und jetzt kommt der springende Punkt, weil der Körper praktisch ständig auf Glucose, also das ist ein Teil dieser Nebennieren-Snacks, Glucose angewiesen ist. Anders wie die Medizin vielleicht sagt oder die Medien, Körper läuft nicht aus Fett auf Fett, das Gehirn besteht auch nicht aus Fett, sondern aus Glucose. Deswegen brauchen wir auch ständig Glucose. Und Leute, die mit Blutzucker, das ist eng mit der Nebenniere verknüpft, das Thema Blutzuckerspiegel zu tun haben, die brauchen diese Nebennieren-Snacks noch häufiger. Im Extremfall alle Viertelstunde oder alle halbe Stunde oder alle Dreiviertelstunde. Auch für die meisten reicht diese Zeitspanne alle 1,5 bis 2 Stunden. Ist eine Handvoll, also muss jetzt auch nicht viel sein, kann man sich nicht als Mahlzeit, muss man sich nicht als Hauptmahlzeit vorstellen, sondern wirklich als kleinen Snack. Ein Teil Glucose, ein Teil Mineralsalz, ein Teil Potassium und das Wichtigste ist eben Glucose und die Mineralsalze. Und dann schüttet der Körper kein Adrenalin aus, wenn er ständig diese Zufuhr bekommt, weil, wie gesagt, alle Organe ständig auf diese Zufuhr von diesen Stoffen angewiesen sind. Bleibt die aus, wird die Alarmglocke geläutet, in Form wieder durch Adrenalin, Notfallsystem, und dann läuft man statt auf Glucose auf Adrenalin, sowie eben auch beim Fasten. Und das kann natürlich, wenn man krank ist, vor allem
ganz schön nach hinten losgehen. Und deswegen ist das Allerwichtigste, der erste Schritt auf der ganzen Heilreise, dass man da sich diszipliniert und regelmäßig einen Rhythmus angewöhnt, diese Snacks einzuhalten. Und das sind ja nicht nur diese Snacks, sondern es gibt ja noch andere Methoden, die man dann auch einnehmen soll, andere Nahrungsmittel. Weil wenn wir jetzt nur bei den Snacks bleiben würden oder wir würden jetzt sagen, okay, wir versuchen nur die Nebennieren ruhig zu stellen, dann wäre das ja letztendlich irgendwie auch kontraproduktiv, weil ich könnte ja trotzdem nichts dagegen tun, wenn ich eine virale Belastung habe. Es passiert ja dann trotzdem. Es müsste ja normalerweise Adrenalin weiter ausgeschüttet werden, damit der Körper unter Hochleistung sich gegen die Virenlast wehren kann. Und da wollen wir auch noch drüber reden, dass Anthony da auch neben diesen Nebennieren-Snacks natürlich ganz wichtige andere, total potente und wirkungsvolle Nahrungsmittel empfiehlt. Also nur zum Verständnis, weil manche werden das dann vielleicht hinterfragen und sagen, wir haben Nebennieren-Snacks, aber es muss doch Adrenalin ausgeschüttet werden, sonst kann der Körper sich doch nicht wehren gegen die Belastung. Aber da wollen wir dann noch im weiteren Verlauf auch des Gesprächs und auch der Interviewreihe darauf eingehen. Was ich jetzt noch wichtig finde in diesem Zusammenhang, du hast es schon angesprochen, den Zucker, die Glucose. Es gibt ja Leute, die leiden auch unter Diabetes Typ 2, auch Ja, bekannt als Hypoglykämie. genau. Vielleicht kannst du auch nochmal einen Zusammenhang herstellen. Das hast du ja schon irgendwie jetzt so ein bisschen gemacht, indem du Ja, über die Snacks gesprochen hast mit der Glucose, dass man ja, das auch versteht, was es eigentlich ist, Diabetes Typ 2 und dass man auch da wieder mit diesen Nebennieren-Snacks gut arbeiten kann. genau. Ähm, ja, zum Hintergrund, wie ich ja eingangs gesagt habe, ne, die meisten Sachen haben mit Viren zu tun. In dem Fall jetzt nicht. Da ist der Hintergrund ist diese Fett-Zucker-Kombination, wo Anthony eben sagt, die soll man dringend vermeiden, weil eben im Extremfall es dann zu Diabetes Typ 2 führen kann. Die Medizin oder die klassische Sichtweise sagt, der Zucker ist da hauptsächlich verantwortlich, deswegen sagt man im Volksmund auch Zuckerkrankheit. Anthony sagt es, ja, es ist der Zucker, halt der künstliche Zucker, definitiv nicht der Fruchtzucker, sind zwei ganz unterschiedliche Qualitäten, die man nicht verwechseln darf. Und er sagt noch zusätzlich, es macht wirklich die Kombination mit dem Fett. Das ist wirklich das Allerschlimmste, dass dann in der gleichen Mahlzeit Fett und Zucker, wie wir ja oft klassischerweise haben bei dem ganzen Fastfood. Es ist eigentlich nur diese Fett-Zucker-Kombination, wo wir auch alle dann so ein Hieber drauf haben. Und deswegen geht es gut. Ich glaube, das mit dem Hyper hat auch was damit zu tun, weil ja Fett also in der Küche wird Fett ja als Geschmacksverstärker verwendet. Ne? Also Genau, dadurch, dass du das Fett isst, schmeckt das halt noch intensiver. Sonst würdest du das Fett ja gar nicht essen, weil Fett an sich hat ja gar keinen Geschmack. Das ist ja eigentlich genau, geschmacksneutral. Das ganz verstärkt genau. halt den Stoff, den du noch zu dir nimmst. Ne? Ja. Und die Industrie, die ist ja schlau, die hat das analysiert und weiß natürlich ganz genau, wie das im Organismus wirkt und hat deswegen ihr Essen genauso konzipiert auch. Deswegen sieht man ja, Fastfood ist genau darauf ausgerichtet. Es ist im Prinzip immer Fett und Zucker. Man sieht es schon bei einem Pommes, ne? Der Klassiker, die Kartoffel, die ja einen schlechten Ruf hat, wo Anthony sagt, das ist nur deswegen, hat es einen schlechten Ruf oder wirkt schlecht, weil das Fett, die Kartoffel wird immer mit Fett eigentlich klassischerweise konsumiert, sei es als Ofenkartoffel mit Quark, sei es Pommes mit Mayo, frittiert, ne? Die Kartoffel wird ja oft auch frittiert dann bei den Pommes, Frittieröle, man hat immer dieses Fett dabei letztendlich oder bei der Bratkartoffel ja genauso. Und das ist der wahre Übeltäter. Das Fett, sagt Anthony, keinesfalls die Kartoffel, die ohne dieses Fett ein sehr heilsames Nahrungsmittel ist. Genau. Wo bin ich eigentlich davon ausgegangen jetzt? Bin ein bisschen abgeschweift zur Kartoffel. Ah, Fett, Zucker, genau. Fett, Zucker und Diabetes, wo letztendlich dann im Extremfall, wie gesagt, zu Diabetes führt. Und da geht es hauptsächlich drum, weil, wie gesagt, Fett der größere Übeltäter ist zwischen Fett und Zucker, fettarm sich zu ernähren, wie die ganze Medical Medium Ernährung aufgestellt ist. Die ist ja generell fettarm, weil man die Leber entlasten will, unser zentrales Detox-Organ, und Detox überhaupt nur richtig gut funktionieren kann, wenn man nicht zu viel Fett auch gleichzeitig isst. Mhm. Genau, also das kann ich auch nur empfehlen, dass man halt nicht zu viel Fette zu sich nimmt. Also wenn man gesund ist, klar, kann man auch mal eine Avocado essen oder irgendwas anderes. Das ist kein Problem. Aber wenn der Körper eh schon belastet ist, dann muss das Fett ja irgendwie noch umgewandelt werden oder es muss ja alles in Energie umgewandelt werden. Und Fett muss dann, ich bin ja kein Experte, aber Fett müsste dann ja auch wieder über verschiedene Ketten aufgespalten werden, irgendwie, dass man da wieder Energie gewinnen kann. Und du hast ja auch schon gesagt, das Gefährliche bei Fett ist, dass natürlich auch wieder Nährstoffgrundlage für die ganzen Viren auch im Körper ist, weil die lieben nicht nur
Schwermetalle, die sie halt auch zur Energiegewinnung herannehmen, sondern die dienen natürlich auch sehr fettige Produkte, die wir in unserem Körper halt aufnehmen. Das ist halt die Gefahr. Deswegen bei kranken Menschen, hast du schon gesagt, die sollten das möglichst vermeiden. Du jetzt Genau. zu 1000%, du nimmst gar kein Fett zu dir. Ja, andere ein bisschen noch, aber es sollte auf jeden Fall nicht ein Hauptnahrungsmittel sein, wenn man erkrankt ist. Das sehe ich auch Genau. so. Ja. Darf ich noch kurz einwerfen, Gerne. du hast ja schon angesprochen mit der Avocado, dass da jetzt manche keinen falschen Eindruck gewinnen. Anthony differenziert definitiv auch in gesunde und ungesunde Fette und natürlich die Fettmenge ist total entscheidend und man muss jetzt nicht komplett fettfrei sein wie ich, um überhaupt heilen zu können. Ganz wichtig zu wissen. Und natürlich gehört die Avocado, die ist das gesündeste Fett überhaupt, sagt Anthony. Dann genauso können natürlich alle anderen pflanzlichen Fette dazu, wie zum Beispiel auch die Nüsse. Und die richtigen Schwergewichte sind diese tierischen Fette, allen voran das Schweinefleisch, deswegen ja auch ein No-Food bei Anthony, also diese Nahrungsmittel, die man vermeiden soll, weil sie eben Viren füttern, in dem Fall, weil es einfach so viel Fett hat und 16 Stunden lang in der Blutbahn rumschwimmt und die Glukoseaufnahme am Anfang komplett blockiert und dann immer noch vermindert über einen Zeitraum von 16 Stunden und das ist natürlich nicht so gut. Mhm. Wir wollen noch auf ein paar weitere Krankheitsbilder eingehen, weil ich finde das auch mal sehr interessant, wenn man da mal bestimmte Krankheitsbilder beleuchtet und auch die Sicht von Anthony darauf, wenn du uns die vielleicht auch nochmal erklären könntest, weil du bist, wie gesagt, sehr belesen und auch praktisch sehr erfahren. Deswegen, also Anthony beschreibt ja auch die Haupterkrankungen, die wir so auf unserem Planeten finden. Die werden ja auch in dem ersten Buch Mediale Medizin beschrieben. Unter anderem, was auch so ein Mythos ist, womit ich mich auch mal längere Zeit beschäftigt habe. Es gibt ja auch die sogenannte Candida-Diät. Das ist ein sehr erfolgreiches Buch, was in den USA erschienen ist, Ja, wo nichts über Zucker erzählt wird, sondern wo es hauptsächlich auch um Fetternährung und sowas alles geht, weil wir gerade um Fett gesprochen haben. Deswegen jetzt ganz gut dieser Zusammenhang auch. Also Candida. ja. Grundsätzlich erstmal, was ist das überhaupt? Was ist die Ursache von Candida? Was hat Candida auch mit diesem Leaky Gut Syndrom zu tun? Was ist Leaky Gut? Vielleicht können wir das auch in dem Zusammenhang mal abklären. Und jetzt die ganz wichtige Frage, weil die in der Candida-Diät heißt es ja, man soll kein Obst essen. Was sagt Anthony dazu? Darf man Obst essen? Ja, was haben Fette und Proteine vielleicht mit Candida zu tun? Und wie kann man vielleicht auch Candida relativ leicht und einfach vielleicht auch heilen und ja, kann sich davon befreien? Genau. Puh, viele Fragen auf einmal. Gucken, wo ich anfange. Also Candida, klar, ich habe auch da natürlich, ich habe die selber gemacht, die Candida-Diät, 1, 2 Jahre nach diesem berühmten Buch. Ja. Und so wie du es vorgestellt hast, auch dann wirklich mich komplett von dem Obst entzogen, was im Nachhinein natürlich ein Fehler war, weil eben Anthony sagt, es ist sehr stark antiviral und hilft einem dann eben diese Viren zu bekämpfen. Diese Chance habe ich mir in der Zeit zumindest genommen. Hat einiges Positives, die Diät. Ist ja auch so ein, wie du sagtest, mit viel Fett oder eher so ein Paleo-Keto-Ansatz eigentlich. Und hat aber den Vorteil, wie auch Anthony sagt, es werden viele verarbeitete Nahrungsmittel rausgeschmissen. Und das ist natürlich schon mal ein Vorteil. Und deswegen kann es tatsächlich kurzfristig zu gewissen Heilwirkungen auch kommen oder die Leute fühlen sich besser. Das kippt aber relativ schnell wieder um und dann merken die Leute, ist doch nicht letztendlich der Weisheit letzter Schluss gewesen. Und so war es dann auch bei mir und ich bin dann natürlich wieder schnellstmöglich irgendwo anders gelandet. Ich merkt habe, es hat bei mir nichts gebracht. Und Candida, wichtig, sagt Anthony, ist nie die Ursache von irgendwelchen Problemen, sondern Candida ist eigentlich unser Freund. Die helfen, Pathogene aufzufressen oder auch Gifte aufzufressen und sind deswegen wirklich ein Helfer bei uns, wenn ein Thema da ist. Und da sagt Anthony genau, Candida ist der Botschafter, also der Messenger, ist, überbringt nur die Nachricht und ne, ist dann oft das Opfer wie bei einem Krieg, ne, der Bote, der die Nachricht überbringt, der wird umgebracht und das war aber eigentlich nicht der Verursacher und deswegen ist unser Thema, wir müssen jetzt uns auf Candida fokussieren, sondern können diese Message aufnehmen. Wenn Candida da ist, dann stimmt irgendwas anderes nicht und da sollte man danach schauen und das natürlich die wahre Ursache bekämpfen, wie Anthony eben sagt, was dann wieder Pathogene sind und natürlich Gifte auch im Zusammenspiel, die sich ja gegenseitig
bedingen auch. Und zum Leaky Gut dann die Kurve zu kriegen, das hat letztendlich, so wie du auch angeschnitten hast, mit fetten Proteinen, ne? Das ist Leaky Gut, der Begriff ist irreführend. Anthony sagt, wenn es Leaky Gut, also diese durchlässige Darmwand, tatsächlich so geben würde, die Leute wären relativ schnell tot oder in einem lebensgefährlichen Zustand. Was wirklich dahinter steht, sagt Anthony, ist er nennt das Ammoniakdurchlässigkeit. Und diese Ammoniakgase, die entstehen eben durch einen hohen Fett, also eigentlich sogar genau durch diese Diät, die ja bei Candida empfohlen ist, viel Fett, und die dann im Darm anfangen zu faulen und dann steigen diese Ammoniakgase auf und die führen dann zu diesem Phänomen, dass auch die Alternativmedizin ja Leaky Gut nennt, wo Anthony sagt, das gibt's eigentlich gar nicht oder dieser Begriff ist irreführend. In Wirklichkeit ist es Ammoniak-Durchlässigkeit, die da aufsteigen, und das ist auch die Ursache, wieso man letztendlich dann Zahnprobleme kriegen kann, dass diese Gase steigen über Nacht auf und definitiv nicht der Zucker. Also das Obst ist wie so oft unschuldig, und in Wirklichkeit sind auch da wieder die Fette, die Schuldigen, die dann Zahnprobleme, Karies und so weiter verursachen. Genau, aber da müsste man vielleicht nochmal einen Schritt weiter zurückgehen, denn er beschreibt ja auch in seinem Buch, das ist ja nicht nur seine Meinung oder das, was er halt auch bekommt an Informationen, sondern es wird auch von einigen anderen Ärzten so beschrieben, dass das Problem eigentlich bei Leaky Gut und auch bei dieser Ammoniakgeschichte schon viel weiter oben anfängt, nämlich im Magen. Denn wenn ich zu wenig Salzsäure produziere, dann kann es einfach passieren, dass, wie du eben schon gesagt hast, nicht nur die Fette und die Proteine, sondern die Nahrung grundsätzlich relativ unverdaut dann auch im Darm ankommt, und dann kommt es erst zu dieser Ammoniakgeschichte. Also das ist eigentlich das Problem auch mit dieser Salzsäure, was wir da jetzt vielleicht noch nicht besprochen haben. Vielleicht kannst du da auch nochmal deine Einschätzung zu geben. Und wir wollen nachher auch noch den Zuschauern was mit an die Hand geben, wie man da schon mal einsteigen kann in die Thematik, nämlich mit dem 28 Tage Reinigungsprogramm, wo man die Ernährung halt umstellt. Da wollen wir nachher nochmal drauf zu sprechen kommen. Mhm. Genau, also wie du angesprochen hast, es ist oft wirklich ein komplexes System, es ist eine ganze Wirkkette, wie eins mit dem anderen zusammenhängt, und so ist es eben auch, dass dann oft es zu diesem Verfaulen kommt. Ursächlich ein weiteres Thema, ein weiterer Defekt, dass zu wenig Magensäure da ist, eben auch bedingt durch eine ungünstige Ernährung, wo dann die Salzsäure im Magen verringert wird, das HCl, und deswegen die Verdauungsleistung natürlich zurückgeht und es dann vermehrt auch überhaupt zu der Reaktion kommt, dass solche Proteine oder Eiweiße anfangen zu faulen und dann überhaupt auch diese Gase vermehrt aufsteigen können. Und da ist natürlich das Tool nach Anthony der berühmte Selleriesaft, wo eben so super geeignet ist, um diese Magensäure wieder mit seinen Clustersalzen wieder aufzubauen. Und mit der Zeit wird man wieder auf die Verdauungsleistung kommen, kann natürlich so auch diese Fäulnis verhindern. Natürlich auch dadurch, dass man einfach nicht mehr so viel Fette zu sich nimmt oder hochwertige Fette, die pflanzlichen Fette. Und so kriegt man dann dieses Problem mit der Zeit auch in den Griff. Also kann natürlich wie alles ein bisschen dauern, muss sich einspielen, aber das wäre so nach Anthony der Weg. Genau, für die Zuschauer nochmal, also auch mit dem Selleriesaft, das ist ein zentraler Punkt in der ganzen Anthony William Ernährung, auch der Selleriesaft. Und er hat auch weil es so wichtig ist, das Thema, hat er auch ein extra Buch dazu geschrieben, was erschienen ist. Auch da können wir gerne nochmal drüber reden, auch mit Bernd, dass wir nochmal speziell ein Interview machen, nur zum Selleriesaft, weil das, glaube ich, auch so wichtig ist, das Ganze zu verstehen. Dann werden wir das auch mit der Magensäure richtig verstehen, wie das Ganze mit den verschiedenen Clustern auch funktioniert. Da wollen wir dann separat nochmal im extra Interview drauf eingehen, sonst würde das Interview auch irgendwann den zeitlichen Rahmen sprengen, weil wir haben ja auch noch so viel Thematik jetzt vor uns, auch zum Buch Mediale Medizin. Also das nur als Hinweis, also wen das interessiert, der sollte den YouTube-Kanal von uns abonnieren, vielleicht auch unseren Blog besuchen von slowjuice.de, da werden wir nochmal explizit auch darauf eingehen, auf die ganze Geschichte. Wir wollen jetzt aber weiter im Interview voranschreiten, und zwar hatten wir jetzt Candida ganz gut besprochen. Ich hoffe, die Zuschauer haben jetzt auch einigermaßen verstanden, dass man also eine Erkrankung nicht nur separat betrachten kann, sondern es ist immer ein Zusammenspiel von vielen Wirkfaktoren, die da eine Rolle mitspielen.
Was auch noch wichtig ist in dem Zusammenhang, weil auch sehr viele Menschen darunter leiden, ist Migräne. Ich kenne das auch selber von meiner Partnerin, die auch oft Kopfschmerzen hatte. Das ist jetzt auch weniger geworden, auch durch diese Anthony-Wilm-Ernährung, weil sie sich jetzt auch sehr streng daran hält. Und was kann man dazu sagen? Kopfschmerzen, Migräne, das sind ja oft, ist ja nicht, kann man ja schon keine Kopfschmerzen mehr. Das ist ja oft so, dass Menschen da oft dran zugrunde gehen, weil das so extrem Ja, Schmerz vom Kopf ausgehend sich dann im ganzen Körper auch ausbreitet. ja. Übelkeit und was damit alles mit reinspielt. Genau. Das ist ein komplexes Thema, also da gibt Anthony ein Buch, wenn wir da mal reinschauen, das Kapitel Die Betroffene, denen würde ich das auf jeden Fall empfehlen, sich das da nochmal genau anzuschauen, weil es gibt viele Faktoren, die da mit reinspielen können und letztendlich kann jetzt da Anthony dann auch, er selber könnte es natürlich sagen, ne, das und das ist bei dir die Ursache, aber wir selber müssen natürlich dann erstmal anschauen, was kommt in Frage, was trifft für mich von diesen möglichen Ursachen zu. Und natürlich auch da spielt die Ernährung, also gerade diese No-Foods oder eine fettreiche Ernährung auch mit rein, wo es typischerweise diese Symptomatik dann auch verschlechtert und auch da natürlich Gifte und Viren mit reinspielen. Genau. Und er gibt ja dann auch im weiteren Verlauf des Buches auch Hinweise, wie man letztendlich, was man für Nahrungsmittel zu sich nehmen soll, wie man langsam wieder auf dem Wege der Besserung kommt. Darauf wollen wir auf jeden Fall auch noch eingehen. Das kommt auf jeden Fall gleich auch noch im Interview. Vielleicht nehmen wir noch so zwei, drei wichtige Krankheitspunkte mit raus, die auch sehr weit verbreitet sind. Mir fällt da noch ein anderes Virus ein, was auch viele oft haben. Man hat oft diese weißen Bläschen auch im Mund oder auf der Lippe, das nennt sich oft Herpes. Ja, Und auch das ist ein wichtiger Punkt, den Anthony erklärt, dass neben Epstein-Barr auch dieser Herpes-Zoster-Virus eines der Viren sind, die sich sehr stark in unserer heutigen Zeit auch im Körper ausgebreitet haben. Vielleicht kannst du auch dazu mal was sagen, auch mit der Gürtelrose, die da in dem Zusammenhang auch eine Rolle spielt. ja. Auch da war ich selbst betroffen und war auch da auf der Suche natürlich. Also bei mir ich hatte beides, sowohl die Gürtelrose äußerlich als auch dann bei mir waren es dann die Lippenbläschen, der klassische Herpes simplex 1 oder 2, sondern diese Canker-Sores auf Englisch, na, wie heißt es wieder auf Deutsch? Aften, genau, Aften. Und diese weißen Stellen innen, also innen am Zahnfleisch oder ne, an der Lippe innen und auch auf der Zunge hatte ich es manchmal und so massiv, dass ich da manchmal drei gleichzeitig hatte, äußerst schmerzhaft, vor allem wenn man jetzt saure Sachen wie ja Zitronen zu sich nimmt. Ich habe oft das als Dressing ist Zitrone das eine Basis und dann ist das natürlich echt eine Qual, das Essen zu essen. Und ja, damit habe ich mich 2 Jahre rundherum geschlagen und auch mit dem klassischen Weg noch vor Anthony damals versucht mit die Schulmedizin hat zuerst weggeschnitten, das habe ich noch beim Hautarzt ambulant machen lassen können. Dann wurde mir empfohlen, in die Hautklinik zu gehen und das weglasern zu lassen, weil es wiedergekommen ist, logischerweise. Und auch da danach, Wochen später, war es schon wieder da. Und das war natürlich nur frustrierend. Und mit Anthony hatte ich das in wenigen Monaten im Griff. Also äußerlich, zumindest die Gürtelrose ist verschwunden. Innerlich war es natürlich immer noch da. Und diese Aften, die sind auch noch relativ lang geblieben. Ich glaube 15 Monate, wenn ich mich recht entsinne, habe ich gebraucht, um die dann letztendlich zu besiegen. Und das ist jetzt auch schon über ein Jahr her, dass ich da komplett aftenfrei bin. Und das ist echt ein Riesensegen, wie man sich vorstellen kann. Und ja, genau für all diese Dinge ist eben auch da, es ist wieder eine Gruppe von Viren. Ne? Es sind, glaube ich, 30 oder 31 Unterarten von diesem auf Englisch Shingles genannt, auf Deutsch falsch übersetzt in dem Buch. Da kann man auch gleich dazu sagen, Gürtelrose. Es kommt ja bald die neue erweiterte Auflage. Da wird es vielleicht, hoffentlich, dann richtig übersetzt sein, eben mit Herpes zoster und nicht mit Gürtelrose, weil Gürtelrose ist auch nur eine von diesen vielen Arten. Eben dieses Phänomen, dass man jetzt äußerlich es gibt generell zwei Arten von Herpes zoster, also die Jugendliche, also bei manchen hat man nur einen Ausschlag, bei manchen hat man dann eben auch die äußerliche, also Rötung und bei manchen hat man dann auch das Jugend dazu. Also diese zwei Grundarten gibt's überhaupt erstmal. Meine war nicht Jugend, aber ich hatte eben diese Pünktchen. Das ist relativ schnell verschwunden. Die Affen im Mund, wie gesagt, war ein größerer Kampf, aber auch mit dem System da von Anthony bin ich das gezielt angegangen und habe das dann auch in
in den Griff bekommen. Und diese Aften, das ist so eine Art Abwehrreaktion vom Körper. Warum sind das denn warum macht der Körper das? Und stellt diese weißen Bläschen, um da Schwermetalle einzulagern? Ich verstehe das Das nicht. ist eine gute Frage, das kann ich jetzt auch nicht ganz genau beantworten, aber ich könnte mir vorstellen, dass es ähnlich ist wie beim EBV in der Schilddrüse hat man ja oft diese Knoten in der Schilddrüse. Das sind ja auch so weiße Punkte und werden dann auch oft sichtbar als Zysten, wenn sie größer werden, diese Knoten. Und da ist der Hintergrund, können wir vorstellen, dass es da vielleicht ähnlich ist, aber ich weiß es ehrlich gesagt nicht genau, wo der Körper dann eben Calcium zur Hilfe nimmt und um diesen Virus einzuschließen, einzukapseln, dass er unschädlich ist. Und dementsprechend kommt es vielleicht da dann auch zu solchen weißen Flecken, wo irgendwie der Körper mit seinem Immunsystem den Virus versucht einzukesseln, einzuschließen und das so in den Griff zu kriegen. Aber wie gesagt, zunächst hat man halt mal diese offenen Wunden dann, sage ich mal, im Mund und das ist natürlich nicht angenehm. Und Gott sei Dank hat Anthony uns da einiges an Tools zur Hand gegeben, wo wir damit angehen können. Das zunächst mal lindern auch die Schmerzen natürlich. Denke ich jetzt vor allem an den kalifornischen Mohn, wo so ein klassisches Schmerzmittel nach Anthony ist, auch gegen diese wirklich fiesen Nervenschmerzen von Herpes Zoster. Und das ist auch da konnte ich natürlich gleich wieder bei mir sehen, hat er recht oder passt. Häufiger Kofaktor. Der häufigste ist Streptococcus, das Bakterium. Hatte ich bei mir auch. Aufgrund von diversen Symptomen konnte ich das festmachen. Das habe ich definitiv auch. Und den Herpes Zoster, der bei mir auch in Erscheinung getreten ist, ist der zweithäufigste Kofaktor. Das heißt, die meisten, die EBV haben Streptococcus und Herpes Zoster noch obendrauf. Mhm. Okay. Ein weiterer wichtiger Punkt, den Anthony auch im Buch bespricht, als Krankheitsbild. Also die Krankheitsbilder nehmen einen relativ großen, großen Platz auch im Buch ein. Also es sind ziemlich viele Seiten, wo er da über die ganzen Krankheiten schreibt. Aber wir machen das nachher bloß als Zusammenfassung, wo wir vielleicht auch ein paar Tipps geben, auf was man achten sollte, auch bei der Ernährung. Aber zu jedem Krankheitsbild, also wen das interessiert, dem kann ich das Buch mal ans Herz legen. Steht auch, welches Nahrungsmittel wird empfohlen, was für Teesorten werden empfohlen, welche Kräuter werden empfohlen. Das steht auch zu jedem Krankheitsbild explizit nochmal drin. Das würde jetzt zu weit führen, wenn wir jetzt zu jedem Krankheitsbild auch die verschiedenen Sachen da auflisten. Und das kann man ja dann auch im Buch nachlesen. Wir wollen ja bloß einen Überblick auch über die ganzen Krankheiten mal geben und sie auch in Zusammenhang setzen, dass es also nichts Unheilbares ist, sondern dass man auch da die Möglichkeit hat, sich davon zu befreien. Ein Punkt, gerade wenn man wie ich habe halt auch 4 Kinder und konnte das auch oft beobachten, so eine Art Hyperaktivität, ADHS oder auch Autismus, das ist jetzt bei meinen Kindern nicht, aber diese Hyperaktivität konnte ich oft beobachten, gerade wenn viel Zucker gegessen wurde, auch Industriezucker oder Schokolade. Früher, als sie noch sehr klein waren, konnte ich das halt auch beobachten, dass da auch eine gewisse Hyperaktivität von ausgeht, wenn man die Kindern solche Nahrungsmittel oder auch viel Weizen einfach zur Verfügung stellt. Autismus ist sehr interessant in diesem Zusammenhang, weil es immer mehr auftritt in der heutigen Zeit. Ich glaube, in den USA ist es schon fast so, dass da fast jedes zweite Kind schon mit dieser Problematik zu tun hat. Und auch da wieder der Zusammenhang zu den Schwermetallen und zur Umweltbelastung. Vielleicht kannst du da uns auch noch ein bisschen tiefgründigeres Wissen vermitteln zu dieser Thematik, auch wie Anthony zu der Thematik steht. Genau, also generell man kann es weiterfassen noch, also die ganzen mentalen Erkrankungen, jetzt auch wie zum Beispiel bipolare Störung und auch Zwangsstörungen oder solche Sachen sind immer auch klar, es kann mit Traumata zu tun haben oder die spielen mit rein, aber die Hauptgrundursache sind immer irgendwo die Schwermetalle und da natürlich dann entsprechend hohe Belastung und das ist natürlich dann meist auch ein Thema, das sehr, sehr lange dauern kann, weil man einfach nur eine gewisse Giftmenge am Tag abtragen kann, ausleiten kann. Und wenn da sehr viel vorhanden ist, kann es natürlich entsprechend lange auch dauern, bis man da Erfolge sieht. Aber es ist definitiv möglich. Es gibt einige Heilberichte auch von Müttern, die mit autistischen Kindern, wo da sehr wohl Verbesserungen erzielen konnten. Und da ist natürlich dieser Heavy Metal Detox Smoothie von Anthony, der Schwermetallentgiftungssmoothie, der auch aus 100% natürlichen Komponenten besteht, also auch wieder Obst, Gemüse und halt Algen dann auch dabei sind oder auch Gräser, also das
Ich kann es vielleicht kurz aufzählen: Gerstengrassaftpulver, Spirulina, die Dulce-Alge, dann 2 Bananen, der Saft einer Orange oder optimalerweise sogar mehr. Also das würde ich sagen, ist das Mindeste, mindestens eine Orange. Wer möchte, optimal wären vielleicht der Saft von 3 Orangen. Und ich glaube, Koriander habe ich vergessen, genau. Der Koriander noch. Wir können Und auch hier rechts oben nochmal ein Video dazu einblenden, wo wir auch beschreiben, wie man genau den Heavy Detox Smoothie macht, speziell nach der Originalrezeptur von Anthony William. Er spricht auch oft mit Cups. Das ist dann auch immer, wenn man vielleicht nicht ganz so vertraut ist mit der ganzen Geschichte, ein bisschen schwierig, immer mit diesen Cups. Danke, die Blaubeeren habe ich vergessen. Die wilden Blaubeeren, natürlich die allerwichtigste Komponente, sorry. Genau, die wilden Blaubeeren. Also wen das interessiert, da können wir auch, der kann sich gerne das Video nochmal anschauen. Da wird auch noch ein bisschen was zu erzählt. Auch die Thematik, warum jetzt kein Chlorella genommen wird, sondern Spirulina. Vielleicht kannst du das auch nochmal in dem Zusammenhang erwähnen, weil oft wird ja auch bei der Klingenhaut-Schwermetallausleitung zum Beispiel, kommt ja der Chlorella sehr stark zum Einsatz. Warum sagt Anthony jetzt lieber die hawaiianische Spirulina zu benutzen und nicht die Chlorella-Alge zum Beispiel? Warum jetzt? Ja, ja. Er sagt, Spirulina ist zuverlässig und tut diese Gifte sicher, vor allem im Zusammenspiel mit den Teamplayern, die wir ja gerade aufgeführt haben, ausleiten. Das heißt, wenn einer mal was fallen lässt, kommt immer gleich ein anderer. Das ist der Hintergrund, wieso wir auch mehrere Ausleiter drin haben. Das heißt, da kann in diesem Zusammenspiel eigentlich gar nichts passieren. Das heißt, die Schwermetalle werden sicher nach draußen geleitet. Und bei Chlorella sagt er, das ist eben die Eigenschaft von Chlorella leider, dass das die Gifte zwar aufnehmen kann, aber halt auch oft auf dem Weg nach draußen wieder unvermittelt irgendwo loslässt. Und dann hat man die Gifte auf einmal an der Stelle, wo es wirklich gefährlich ist, wo dann das umliegende Gewebe geschädigt werden kann. Und danach, das haben auch viele berichtet, ich habe ja auch mit vielen Leuten gesprochen, die das gemacht haben. Und danach ging es, ich habe es selber auch gemacht, ging es denen schlechter als zuvor. Und das ist dann auch die Erklärung dafür. Vielleicht kann man das auch so erklären, mit diesen ganzen Komponenten, so ähnlich wie wenn man versucht, irgendwie den Damm vor einem Dammbruch zu schützen. Dann hat man ja auch so eine Kette und dann transportiert man ja auch mal die ganzen Sandsäcke bis zum Dammbruch, also bis dahin, wo der Dammbruch vielleicht entstehen kann. Und vielleicht kann man das so ähnlich auch sich vorstellen, wenn man diese 5 verschiedenen Nahrungsmittel zu sich nimmt, dann geben diese Nahrungsmittel, wirken im Zusammenhang und geben immer wieder das weiter, dieses Schwermetall oder auch dieses Gift, was sie halt binden, bis es dann letztendlich über die Nieren, über den Urin oder vielleicht über andere Ausscheidungsorgane nach draußen gelangt, oder? Ist das so? Genau. Ich glaube, Anthony, ich weiß gar nicht mehr, wo ich den Vergleich her habe, wie bei einem Footballteam, wo jemand den Ball fallen lässt, ne, und wenn 5 laufen, dann ist gleich immer einer da, der den Ball sofort wieder aufnimmt. Okay. Und dann kann nichts passieren. Und genau zum Hawaiian Spirulina wollte ich noch kurz was sagen. Das war ja früher Anthonys Empfehlung, jetzt letztendlich, diese Quelle kommt ja dann auch aus den USA hoch rein und sagt das sogar, ist sogar noch überlegen. Ist natürlich weiterhin gut, das Hawaiian Spirulina, aber die neue Empfehlung ist dem noch überlegen. Also es muss definitiv nicht mehr unbedingt aus Hawaii kommen. Was empfiehlt er da jetzt? Wo kommt das denn direkt her, dieses Spirulina? Das ist, glaube ich, in den USA hergestellt oder eine Quelle aus den USA. Und letztendlich die Marke Vimergy, muss man nicht verbergen, ist seine favorisierte Marke letztendlich, wo er sagt, die stellen genauso her, wie er sich das, oder sie haben das sogar sich auf die Fahne geschrieben als Unternehmen, haben gesagt, wir wollen genauso mit diesen Eigenschaften die Produkte herstellen, wie Anthony William das vorgibt. Also sie haben jetzt keine direkte Zusammenarbeit, wo jetzt Anthony sagt, ihr müsst so und so, sondern die Initiative ging von denen aus und die machen alles ganz genauso, wie das sein soll. Und deswegen ist seine Empfehlung im Moment auf jeden Fall immer, dass die erste, wenn irgendein Produkt von der Marke vorhanden ist, dann ist das die erste Wahl sozusagen. Ja. Du hattest es vorhin schon angesprochen, dass natürlich auch psychische Faktoren dazu führen können, wenn der Körper schon sehr stark auch belastet ist, das ganze System dann zum Umkippen zu bringen. In dem Zusammenhang spricht Anthony auch über die posttraumatische Belastungsstörung. Da müssen wir jetzt, glaube ich, nicht mehr so viel drauf eingehen, weil das hast du auch schon jetzt mehrmals beschrieben, dass es oft dann vielleicht auch ausreicht, vielleicht auch ein sehr starkes psychisches Erlebnis, wie vielleicht ein Tod eines naheliegenden Partners oder auch eines Verwandten,
dass das dann zu so einer posttraumatischen Belastungsstörung führen kann und dass das dann wieder diese Ursachen, Symptome, die wir gerade schon besprochen haben, auch im Zusammenhang mit Epstein-Barr, mit Herpes Zoster hervorrufen kann. Also ich glaube, das müssen wir jetzt nicht mehr so weit ausführen. Oder möchtest du noch was ergänzen unbedingt? Liegt dir Ganz, noch am Herzen? ganz kurz kann ich vielleicht erwähnen, das ist wirklich ein super Tool, das ist jetzt auch erst relativ neu noch, dieser Apple Podcast, der auch komplett kostenlos ist, wo Anthony eben einerseits Meditation hochgeladen hat und kostenlos zur Verfügung stellt, andererseits auch ein bisschen noch nähere Informationen uns zu bestimmten Themen vermittelt, also wirklich eine super, super Sache, Apple Podcast. Kann man auf seiner Homepage kostenlos anhören, wenn man kein Apple-Gerät hat, sondern Android-Gerät. Und für alle Apple-Nutzer kann man natürlich einfach sich die App runterladen und da diese Meditation dann auch anhören. Die ganz speziell, ein paar davon sind ganz speziell, in der Einladung sagt er das, um eben solche Traumata, emotionale Sachen, Verletzungen wie eben PTSD dann auch Stück für Stück zu verbessern und zu heilen. Mhm. Ich habe das bei mir persönlich vor einigen Jahren auch mal festgestellt. Das heißt, wenn man nicht darauf achtet, den Körper halt regelmäßig zu entgiften, wenn man vielleicht mal eine Phase hat, wo man sich nicht so gesund ernährt, habe ich jedenfalls festgestellt, dass dann, je mehr Gifte im Körper akkumuliert werden, dass es auch wieder eine Wechselwirkung auf unser geistiges Wohlbefinden hat. Und Anthony spricht ja auch in dem Zusammenhang über Depressionen. Und ich glaube auch, dass Depressionen damit was zu tun haben. Das heißt auch, je mehr der Körper gereinigt wird, desto mehr kann man sich auch von solchen Erkrankungen, es gibt ja auch andere Ärzte, auch Naturärzte, Rohkostpioniere, die das beschreiben, dass Geisteskrankheiten auch etwas mit einer gewissen Art von Vergiftung zu tun haben können im Körper und dass man das vielleicht auch wieder heilen könnte oder auch heilen kann, wenn man den Körper wieder natürlich entgiftet. Wie siehst du das Ganze mit der ganzen Depressionsgeschichte, Ja, weil es ja auch sehr stark verbreitet ist? Viele haben ja heutzutage schon Depressionen. genau. War ich auch persönlich betroffen. Heutzutage, jetzt weiß ich auch warum. Einerseits hat es natürlich auch mit hoher Schwermetallbelastung zu tun, wie wir ja wissen, bei mir definitiv der Fall. Und als Kind war ich oft so, ne, das ging so auf und ab, mal down, mal hoch. Also das war so, wie will ich sagen, also phasenweise, ich würde es jetzt nicht als krasse Depression bezeichnen, aber halt schon so Episoden auch immer. Und ich wusste warum. Es gab im Außen eigentlich kein Ereignis, das das wirklich gerechtfertigt hätte. Und jetzt im Nachhinein durch Anthony ist mir das natürlich relativ klar, durch diese hohe Schwermetallbelastung, die ich praktisch übers Blut mitbekommen habe. Aber er sagt natürlich auch, und das ist bei mir auch zutreffend, EBV spielt auch mit rein in die Depression. Da in dem Buch hat er es auch schön beschrieben. Und insofern sind es natürlich wieder zwei Faktoren. Einmal Schwermetalle ausleiten und einmal EBV bekämpfen. Und ich habe es wirklich im Winter stärker gehabt, also dieses SAD, Seasonal Affective Disorder, die Winterdepression auf Deutsch. Und da war das immer stärker und ich habe es schon im ersten Winter gemerkt. Ich habe im Sommer angefangen mit Anthony und im ersten Winter, ich weiß nicht mehr, ob es ganz weg war, aber auf jeden Fall war es nicht mehr prägnant. Da bin ich mir sicher und vielleicht sogar schon ganz weg. Und danach hatte ich damit eigentlich kein Thema mehr. Das war auch relativ schnell weg. Und ein Faktor ist da natürlich auch, und das denke ich ist der Erfolg bei mir gewesen, dass der so schnell kam, wenn man fettfrei geht, weil die Fette die Schwermetalle oxidieren. Und dann geht natürlich dieses Thema noch weiter los. Das führt typischerweise dann auch oder kann zu Alzheimer-Demenz führen. Wenn man jetzt eine fettreiche Diät hat und hohe Schwermetallbelastung, dann geht es diesen Metal Runoff, also diese Oxidierung, und dann treten typischerweise diese Krankheiten auf. Also die Kombination macht es dann da, fettreiche Ernährung plus Schwermetalle, und dann hat man erhöhtes Demenz und auch Parkinson und solche Geschichten ein Risiko da dafür. Also wer sich da jetzt vielleicht angesprochen fühlt von den Zuschauern, wer vielleicht selber unter solchen Erkrankungen leidet, ich kann euch nur empfehlen, beschäftigt euch mit der Thematik Anthony William, lest die Bücher, fangt an mit dem ersten Buch Mediale Medizin. Ich finde es auch wichtig, dass man da chronologisch vorgeht, weil Anthony hat Genau. sich ja nicht umsonst was dabei gedacht. Ja, so sehe ich das auch. Ihr seht das ja auch jetzt in unserem Gespräch. Wir führen jetzt halt langsam ein in die Thematik und in weiteren Interviews werden wir natürlich auch noch tiefer eintauchen in die Thematik. Wir wollen euch ja erstmal einen Überblick geben und euch auch dazu inspirieren, euch mit der Thematik einfach intensiver zu beschäftigen und vor allem auch mal die Bücher zu lesen. Das finde ich sehr wichtig. Also es reicht meiner Meinung nach nicht aus, nur die Interviews zu gucken oder vielleicht auch sich die Rezepte anzuschauen, sondern ihr müsst auch so ein Buch mal an die Hand nehmen und es auch mal lesen, weil das ist, glaube ich, auch von entscheidender Bedeutung.
ganz Ja? genau. Ja. Genau. Vielleicht jetzt noch mehr so eine Frauenthematik, weil auch da viele Frauen von betroffen sind. Es gibt ja das sogenannte prämenstruale Syndrom. Das wird auch in diesem Buch beschrieben. Und in diesem Zusammenhang spricht Anthony auch über die Menopause. Bei vielen Frauen tritt das teilweise schon im Alter von 40 mittlerweile auf, diese Menopause, was früher vielleicht mit 50 oder 60 war. Ja. Auch da vielleicht würde mich deine Meinung zu interessieren. Und dann, was ich auch noch ganz wichtig finde, das auch mal zu erklären, es gibt ja auch diese Hormonersatztherapie. Das ist ja auch ziemlich trendy heutzutage, ne, diese Ja. Hormone zu nehmen, weil dir halt gesagt wird, ja, das liegt an deinen Hormonen, deine Drüsen produzieren auch die Schilddrüse nicht mehr, diese Hormone, und die musst du dir jetzt halt künstlich zuführen. Dann gibt es ja diese naturidentischen Hormone, und dann gibt es natürlich auch diese künstlichen Hormone, die natürlich künstlich hergestellt werden, die man dann zu sich nehmen soll. Was Ja. sagt Anthony dazu? Oder was ist persönlich auch deine Meinung dazu? Wie stehst du Ja. dazu? Vielleicht können wir darauf nochmal kurz auch eingehen, weil das, glaube ich, auch sehr viele Frauen, die uns jetzt zuschauen, interessieren wird. Ja, also generell das prämenstruelle Syndrom kann man sehr gut in den Griff kriegen oder zumindest die Auswirkungen davon, die Symptome verringern, indem man einfach auf der einen Seite das Immunsystem stärkt, sprich nach Anthony Zink und Vitamin C vor allem in erhöhter Dosis dann auch zuführt, bevor man eben die Tage bekommt zum Beispiel. Und auf der anderen Seite sagt er natürlich, spielen da auch wieder Viren oder können mit reinspielen, dass dann halt die Periode schmerzhafter verläuft. Und da machen all seine Empfehlungen Sinn, die er macht, um da generell auch da weniger Symptome zu haben. Dann zu den Wechseljahren, wo er auch schön beschreibt, ne, das ist eigentlich, er sagt, glaube ich, sogar das oder einer der größten Irrtümer der Medizin oder der medizinischen Gemeinschaft, wie man so schön sagt, Medical Community, und wo eben alle mit reinpackt, nicht nur Schulmedizin, Heilpraktiker, alle, ne, die so im Bereich unterwegs sind, wo ja letztendlich den gleichen Ansatz folgen und sagen, hey, Wechseljahre, da muss man, es stimmt was mit den Hormonen nicht, da müssen wir Hormonersatztherapie machen. Und was wirklich die Ursache ist, was Anthony sagt, ist auch wieder dieser Epstein-Barr-Virus, der eben, es gibt ja verschiedene Gruppen, 1 bis 6, und bestimmte Gruppen von Viren, die treten in bestimmten Altersphasen auf. Und da gibt's eben eine, die da sehr gern halt genau in dem Alter auftritt, wo dann typischerweise immer diese Wechseljahre eintreten. Und klar, dann hat die Schulmedizin den Schluss, ist wieder eine Schlussfolgerung und eine Theorie gezogen. Sind jetzt halt Wechseljahresbeschwerden. Aber in Wirklichkeit sagt Anthony, Wechseljahresbeschwerden von Natur aus gibt's die gar nicht. Klar gibt's diese Umstellung, aber die müsste von Natur aus oder läuft die von Natur aus komplett symptom- und schmerzfrei ab. Und die Leute müssen da definitiv nicht leiden. Und es ist dieser Zufall, dass halt diese EBV-Art genau damit zusammenfällt, wie er auch Zufall sagt, und aber nichts mit den Wechseljahren an sich zu tun hat, sondern eben auch wieder bestimmte EBV-Art ist. Und dann haben die Betroffenen entsprechend Müdigkeit, eben auch die Fatigue, Brain Fog, Konzentrationsstörungen, Abgeschlagenheit, diese ganze Thematik. Und das wird den Wechseljahren zugeordnet, aber eigentlich, wie Anthony sagt, würde das von Natur aus komplett ohne ablaufen. Der wirkliche Verursacher ist Epstein-Barr, und dann machen auch wieder diese Sachen Sinn, die Anthony empfiehlt. Mhm. Okay. Zum letzten Krankheitsbild, was auch immer wieder in den Medien oft thematisiert wird, Borreliose. Ja, auch da ist ja oft eine verkannte Symptomatik. Es wird ja oft den sogenannten Borrelien zugeschrieben. Das sollen ja auch angeblich irgendwelche Viren sein, die durch einen Zeckenbiss, auch da, die Zecken wurden ja auch verteufelt in den letzten Jahren, weil auch Mütter, die immer wieder Angst haben, dass die Kinder mit ihren Kindern im Wald spazieren zu gehen, weil dann angeblich die Zecken oder durch die Büsche streunern, weil Kinder laufen ja gerne einfach nur querfeldein. Und dann haben die Eltern oft Angst, Mensch, pass auf in den Zeckenbiss und so weiter. Auch wie sieht da die Betrachtungsweise aus? Wahrscheinlich wird es wieder auch eine Epstein-Barr-Belastung sein oder ein anderer Virus verantwortlich sein für die Thematik. Wie siehst du Ja. das Ganze mit dem Borrelien? Ganz genau. Also Borrelien ja eigentlich von Natur aus Bakterien, und Anthony sagt auch da, die wahre Ursache ist Epstein-Barr, und dementsprechend ist wieder auch da diese Ratschläge bezüglich Epstein-Barr zu berücksichtigen.
Und jetzt ganz neuer Trend, die Schulmedizin packt jetzt neuerdings sogar in die, oder teilweise jetzt schon in die Kategorie Autoimmunerkrankungen. Anthony sagt, es wird in Zukunft komplett da reinfallen, dass man gar nicht mehr sagt, hier jetzt Bakterien und so weiter. Und interessanterweise sagt er sogar durch das Wissen, das er vermittelt hat, weil klar, es macht Sinn aus Sicht der Schulmedizin, weil die Symptomatik ist dann praktisch wie bei anderen Autoimmunerkrankungen die gleiche. Und nach Anthony ist dann auch da wieder Epstein-Barr letztendlich der Schuldige. Und klar kann man diese Borrelien teilweise auch feststellen, aber das ist wie bei Candida, jetzt ziehe ich wieder die Parallele, ja. Die sind zwar da, aber die sind nicht die Verursacher von der Problematik. Und denen wird es in die Schuhe geschoben. Und klar, wie so häufig, wenn irgendwas anderes nicht stimmt, dann natürlich sind dann wie Streptococcus und der Herpes zoster auch Kofaktoren vorhanden. Natürlich gedeihen da auch alle möglichen anderen Bakterien und natürlich schlagen dann auch vielleicht Borrelien im Test auf, aber Anthony sagt eben, diese Symptome kommen nicht von den Borrelien, sondern eben letztendlich von Epstein-Barr. Mhm. Das ist ja sicherlich auch mal ein kompletter Wirkungsmechanismus. Ne? Man kann ja auch und wir leben auch immer noch in einer Natur auf Planet Erde und so weiter und wir sind ja alle miteinander verbunden. Alles ist ja Ursache und Wirkung. Deswegen ist es auch relativ einfach, vielleicht von der Schulmedizin auch teilweise nur zu sagen, so nur das ist jetzt die Ursache. Ich glaube, das gibt es gar nicht so, dass es nur das die Ursache sein kann. Richtig, genau. Da hast schon wieder einen guten Punkt liefert. Er sagt, klar, es gibt immer einen geringen Prozentsatz, wo dann tatsächlich auch, und da ist auch die Zecke verantwortlich oder andere Übertragungen, wo es dann zu Entzündungen kommt und eben auch diese im Gehirn, dann diese FSME heißt ja, glaube ich, dann entstehen kann. Aber das sind in Wirklichkeit nur sehr geringe Prozentfälle und die Mehrzahl der Fälle hat die Zecke nichts mit zu tun oder irgendein anderes Tier, sondern letztendlich ist es der Epstein-Barr. Pardon. Okay, zur Darmgesundheit würde ich noch kurz mit dir wollte ich dich kurz noch zu fragen, auch Darmgesundheit, das ist ja auch oft, auch da wird das ja auch schon von der Medizin relativ ganzheitlich betrachtet, aber da geht es dann auch wieder bloß um den Darm. Das wollte ich schon mal sagen, bei Anthony geht es halt nicht um den Darm, sondern es ist halt ein ganzheitlicher Betrachtungsansatz, aber auch der Darm spielt da eine entscheidende Rolle, auch eine wichtige Rolle mit. Wir hatten schon kurz darüber gesprochen, was entstehen kann, wenn diese Ammoniakgase dann halt auch im Darm entstehen, wie die entstehen mit der Salzsäure, das haben wir kurz schon angesprochen, wollen wir jetzt aber nicht vertiefen unbedingt. Ich wollte erstmal prinzipiell bei dem Punkt anfangen, wo wir die Nahrung in den Mund hineintun. Gibt es da auch Empfehlungen von Anthony? Das heißt ja, dass man es gut kauen soll. Gibt es Rituale, die wichtig sind beim Essen, dass man da halt auch ein Ritual macht, ein Gebet spricht oder sich mit irgendwas verbindet? Was ist da die Sichtweise von Anthony auf die ganze Thematik? Ja, verbinden ist ein gutes Stichwort. Er sagt ja, man kann sich wirklich mit dem Nahrungsmittel verbinden oder auch dann letztendlich hat man mehr Heilwirkung noch, wenn man das Gemüse oder Obst selber anbaut und auch da ja wirklich in Kontakt kommt beim Aufziehen sozusagen in Berührung. Und wenn man das eben nicht hat und vom Supermarkt kauft, da sagt Anthony, kann es schon zusätzliche Heilkräfte haben, wenn man einfach kurz das Essen, also einen Apfel zum Beispiel in der Hand hält, bevor man den isst und einfach mental sich mit der Heilkraft des Apfels verbindet. Und da haben wir wieder, wie du auch gesagt hast, ein ganzheitliches Konzept, spielt auch spirituell einiges wieder mit rein. Und das ist das Schöne. Und jeder, der natürlich da vielleicht mehr veranlagt ist, der kann das mehr fokussieren und andere, es ist ja kein Muss. Es gibt viele Sachen, die man machen kann und ist für jeden was dabei meines Erachtens. Und es ist so viel, dass man gar nicht alles machen kann. Und das, was einen am meisten anspricht bei dem Konzept von Anthony oder bei dem Systemkonzept, wäre ja was, ne, was sich jemand ausgedacht hat. Deswegen sage ich immer System statt Konzept. Das sollen die Leute machen. Mhm. Es befinden sich ja auch einfach, der Darm ist ja auch so eine Art auch Entgiftungsorgan. Ne? Auch da werden ja Gifte auch reingeleitet in sich aus der Blutbahn, die dann auch wieder im Dickdarm sich befinden, die dann auch raustransportiert werden sollen. Was gibt es denn? Es gibt ja auch da wollen wir auch gleich mal drüber sprechen, diese ganzen Irrlehren bezüglich der Darmgesundheit. Da widmet er auch sehr viel Raum im Buch, wo er nochmal die ganzen Sachen da beschreibt. Das wollen wir jetzt auch gleich nochmal tun, weil wir vielleicht auch da wieder den einen oder anderen Zuschauer mit abholen können, der zum Beispiel Kieselguhr nimmt oder irgendwelche anderen Sachen nimmt, weil es halt so gehypt wird in verschiedenen Foren oder auch Blogartikeln.
was kann man denn überhaupt grundsätzlich machen, wenn man viel Schwermetalle halt auch im Darm hat? Wie können die dann letztendlich gebunden werden? Was ist da die Meinung? Und dann spricht Anthony auch über die sogenannten Mikrovillis. Hast du das auch gehört? Hast du das auch gelesen bei ihm im Buch? Diese Mikrovillis, diese Genau. kleinen Härchen, die sich da im Ja, Darm befinden. ganz genau. Und Ja. die sind ja auch verantwortlich für die also nicht die, aber auch das hat was mit Vitamin B12-Produktion und sowas alles zu tun. Ja. Vielleicht kannst du dazu vielleicht auch noch mal was sagen, weil es ist nämlich nicht so, wie manche denken, dass wir Vitamin B12 zu uns nehmen müssten. Natürlich müssen wir es, weil unser Darm schon so gestört ist, dass wir es nicht mehr selber produzieren können. Aber Gott ist ja auch barmherzig und wird uns ja nicht die Möglichkeit nehmen, nicht selber Vitamin B12 produzieren zu können. Also eigentlich, wenn man top gesund ist, müsste man eigentlich auch die Möglichkeit haben, das Vitamin B12 selber im Körper produzieren zu können. Oder wie siehst du das oder sieht Anthony das? Ja, weiß ich nicht. Also er sagt ja, wir sind letztendlich im Moment zumindest auf die Zufuhr von B12 von außen angewiesen. Und ich denke, es ist ähnlich wie Vitamin C. Da hat man ja auch mal die Möglichkeit, das im Körper selber herzustellen. Haben wir jetzt nicht mehr. Und dementsprechend ist es vielleicht auch ähnlich bei dem B12 auf jeden Fall. Sagt er, wir müssen das, und das ist gleichzeitig das wichtigste Nahrungsergänzungsmittel überhaupt, B12, weil da alles mit die Nährstoffaufnahme dran hängt. Nur wenn genügend B12 vorhanden ist, können wir überhaupt auch alle anderen Nährstoffe richtig aufnehmen. Deswegen wirklich auch ein sehr zentrales Supplement. Da würde ich mal kurz reingrätschen. Ja, Er genau. spricht nämlich auch über höhere Organismen. Das ist mir gerade Ja, eingefallen. Da hatten wir nämlich auch schon mal im ersten Interview ja, drüber gesprochen. ja, Vielleicht kannst du das noch mal kurz erklären, weil das nämlich auch zentral wichtig ist für die Vitamin B12-Aufnahme, ja, was die meisten halt leider immer noch falsch machen heutzutage. ja, Wichtig ist, wenn, dann nur aus dem eigenen Garten oder biologisch halt, ne? genau. Fallen mir gleich zwei Sachen ein. Zunächst mal das, was du gesagt hast mit den höheren Organismen. Sprich, wenn man jetzt Bio-Obst und Gemüse hat oder aus eigenem Anbau vielleicht sogar auch von der Fensterbank, Sprossen, denke ich jetzt daran, ne, dass man die eben nicht zu stark wäscht. Und dann bleibt dieser natürliche Mikrofilm von eben diesen höheren Probiotika außen drauf. Und da nimmt man tatsächlich dann, ist man in der Lage, B12 aufzunehmen, wenn der Darm, wie gesagt, weiteres Rädchen im System, wenn das gut funktioniert, die Leber gut funktioniert, genügend B12 auch vorhanden ist, dann kann man generell auch wieder mehr B12 aufnehmen, konvertieren. Und das ist auf jeden Fall eine super Quelle, diese höheren Biotika. Diese natürliche Bakterienfilm auf, zum Beispiel in einem Apfel. Und klar, wenn der jetzt chemisch behandelt ist, ist da nichts mehr davon da. Und auch wenn man jetzt anfängt, wie wild zu schrubben, er sagt trotzdem abspülen, aber unter fließendem Wasser nur abspülen, dann hat man immer noch die ganzen Probiotika da drauf und nimmt eben dann auch B12 auf. Und gleich noch zu dem Mythos, das war der zweite Punkt, wo ich noch sagen wollte, wo er sagt, ne, gibt es auch so eine schöne Serie auf seinem Apple-Podcast, wo er eben sagt, dass eben Fleischesser überhaupt keinen Vorteil haben hinsichtlich B12. Den Mangel trifft jeden, ob man jetzt Fleischesser ist oder nicht, weil das Fleisch letztendlich, ne, das wird ja auch gekocht, ja, was ist da noch übrig? Letztendlich, wenn da was drin ist an Nährstoffe, dann ist es in dem Moment. Wir müssen rohes Fleisch eigentlich essen und das macht ja keiner und birgt sowieso andere Risiken noch mit sich. Also das ist ein Riesenmythos, den er da eben aufdeckt, ne, dass man jetzt Fleisch bräuchte, um B12, ausreichend B12 zu haben. Die haben null Vorteil, die Fleischesser im Vergleich zu Vegetarier oder Veganer. Und letztendlich haben alle einen Mangel, sagt Anthony. Du warst gerade beim Thema Mythos. In dem Zusammenhang wollen wir nochmal auf Mythen, die auch mit der Darmgesundheit in Verbindung stehen, eingehen. Es heißt, dass wenn man gewisse Nahrungsergänzungsmittel zu sich nimmt, dass es angeblich den Salzsäuregehalt der Magensäure erhöhen soll. Das beschreibt der Anthony auch in seinem Buch. Vielleicht können wir das gleich zusammenfassen, dann müssen wir nicht immer auf jede Frage antworten. Dann heißt es ja auch Natriumcarbonat soll gut gegen Candida sein, weil man davon ausgeht, dass Candida sich in einem sauren Milieu entwickeln kann und in einem basischen Milieu halt keine Chance hat. Dann haben wir diesen Kieselgur, was ja oft bei der Parasitenausleitung empfohlen wird, dass wohl angeblich diese kleinen Kristalle, die noch drin sind, sollen wohl angeblich dann die Parasiten eliminieren. Wie das genau funktioniert, weiß ich nicht. Auf jeden Fall gibt es da Beschreibungen auch im Internet zu, wenn man sich das mal durchliest. Dann Gallenblasenreinigung. Auch da gibt es ja die Leber-Gallenreinigung nach Moritz und nach Clark.
gibt es, glaube ich, noch andere, die da diese Sache praktizieren. Wie steht Anthony dazu? Fermentierte Lebensmittel haben wir noch und auch Apfelessig, was ja oft mal als Wundermittel auch gehypt wird in verschiedenen Medien, dass es ja wohl das Mittel schlechthin sein soll. Vielleicht kannst du da mal auf diesen Komplex, ich kann ja auch gerne noch mal ein paar Gedächtnishilfen geben, falls du einiges vergessen hast. Vielleicht können wir da noch mal grundsätzlich so eine Art Zusammenfassung auch geben zu dieser Thematik. Ja. Genau, wie du schon richtig gesagt hast, das gehört in die Rubrik Mythen. Im Leberbuch hat er da, wo wir vielleicht dann irgendwann später in der Serie dazu kommen, auch nochmal dezidiert was zu den einzelnen Sachen gesagt. Gerade der Apfelessig ist, glaube ich, im Leberbuch auch nochmal stark thematisiert und er sagt letztendlich, Finger weg von diesen Sachen, die wirken A nicht so, wie es versprochen wird und B, haben sie sogar noch eine erheblich schädliche Wirkung und deswegen auf keinen Fall machen. Genau, also das kann man dann mal speziell danach lesen in dem Buch. Da gibt es noch einige Sätze, die dazu ausgeführt werden. Also wem das jetzt interessiert oder wer sich jetzt ertappt fühlt und denkt, Mensch, ich habe jetzt ja jeden Morgen das Natriumcarbonat genommen, weil bei mir Candida diagnostiziert wurde, oder wenn er jetzt parasitenfrei solche Bücher euch mal zugelegt habt oder vielleicht auch Videos geschaut habt auf YouTube und dann wurde er empfohlen, Kieselgut zu nehmen. Also das zerstört eigentlich eher den Darm, als dass es den Darm irgendwas nützt. Ja, ich kann es nur empfehlen. Mir ist auch oft bei vielen Sachen dann die Augen aufgegangen, auch als ich die Bücher angefangen habe zu lesen von Anthony William. Also kann ich euch nur empfehlen, beschäftigt euch bitte mehr mit der Thematik. Geht nicht gleich jeden Trend mit. Das sagt Anthony auch. Nicht gleich jeden Trend mitgehen, sondern immer bei sich selber stehen bleiben, sich hinterfragen und überprüfen, ob das wirklich auch für mich in der jetzigen Lebenssituation machbar und passig ist. Also das finde ich auch immer wichtig als Information. Genau, also ihr könnt das nachlesen, die ganzen Mythen, steht alles auch im Buch Mediale Medizin beschrieben. So, jetzt wollen wir aber nochmal auch, wir haben schon darüber gesprochen, wie können wir jetzt den Körper und vor allem auch das Gehirn entgiften. Da wollen wir mal kurz drauf eingehen, was denn für Gifte in unserer Nahrung im Körper auch enthalten sind. Wir hatten schon über Quecksilber gesprochen, das haben wir jetzt schon mehrmals angesprochen, aber ich finde es so ein wichtiges Thema, dass wir ruhig mal kurz drüber sprechen können. Ja. Du kannst ja auch nochmal die Geschichte erzählen mit diesem, dass früher Quecksilber ja ein Heilmittel war. Genau. Man sollte sich ja sogar drin baden. Ja. Und vielleicht kannst du noch mal darauf eingehen, warum ist Quecksilber so gefährlich? Wie kommt Quecksilber in unseren Körper rein? Wie nehmen wir es auf? Teilweise auch Amalgamfüllungen. Ne? Ich weiß nicht, wie das im Westen war. Ich bin in der DDR aufgewachsen. Da hat man, wenn man auch als Kind Probleme hatte, ein Loch hatte, wurde gleich Amalgam reingemacht. Und auch Meeresfrüchte, warum das letztendlich auch dazu beitragen kann, dass du eine höhere Schwermetallbelastung hast, wenn du viel Meeresfrüchte isst. Vielleicht kannst du da nochmal eingehen auf die Thematik, weil die wirklich so wichtig ist, gerade mit dem Quecksilber. Ja, definitiv. Also wie ich ja letztes Mal im letzten Video erzählt hatte, meine Großmutter, die hat genau das erfahren, wo die Schulmedizin, deswegen kommt der Begriff Quacksalber her. Der war nicht für, wie heute, der oft für Alternativmediziner verwandt wird, ursprünglich für die Schulmedizin gedacht, weil die damals diesem Ansatz gefolgt sind, die Quecksilbertherapie heilt. Das heißt, den Leuten ist es zu trinken gegeben worden, die Leute sind da drin gebadet worden mit fataler Wirkung und ja, es hat sich bis in die heutige Zeit gezogen mit, klar, Amalgamfüllungen, die jetzt Gott sei Dank immer weiter oder immer weniger verwendet werden. Und man da auch da zu dem Schluss gekommen ist, klar, es gibt kein offizielles Statement, ne, dass es schädlich ist oder so, aber komischerweise, es wird ausgeschlichen in den Praxen und man verwendet heutzutage hauptsächlich andere Sachen. Nächste Quellen für Schwermetalle sind natürlich auch, also das ging los mit der industriellen Revolution, wo man die ganzen Metalle, wo man auch Legierungen gemacht hat und damit rumgespielt hat und seitdem ist unsere Welt voll mit Schwermetallen. Im Prinzip überall, wo man hin, Aluminium wird in der Industrie natürlich überall verwendet, ja. Viele Gestelle, auch bei Kameras und so weiter, sind aus Aluminium und Halterungen, wenn ich jetzt hier dran denke, USB-Tastaturen und so weiter am PC, ist oft auch Aluminium. Das heißt, wir kommen schon damit in Berührung, wortwörtlich, wenn wir es anfassen, wandert das in unseren Organismus und wird auch da in der Leber dann gespeichert. Und anders wie die Schulmedizin, nicht ausgeschieden, sagt Anthony. Es kumuliert sich auf über die Zeit, wird immer mehr. Und deswegen tritt dann typischerweise auch im Alter solche Sachen wie Alzheimer und Demenz auf, wo es einfach dann zu viele Schwermetalle sind. Im Laufe des Lebens hat man sie aufgesammelt. Nächstes große Quelle ist Batterien. Die haben wir auch überall bei allen Geräten.
wo man auch ständig beim Batterienwechseln dann praktisch mit Schwermetallen in Kontakt kommt. Oder Feuerwerk, ne, das rieselt dann vom Himmel. Die ganzen Farben sind letztendlich aus Schwermetall. Ne? Jede Farbe, anderes Schwermetall. Das heißt, diese Luft, die wir da einwandern, ist natürlich hochtoxisch und letztendlich keine gute Idee, an Silvester dieses Jahr von verschont geblieben, ja, draußen zu sein. Genau. Ja, es sind wieder Quellen und auch wie Schwermetalle in den Körper kommen können. Meeresfrüchte hatte ich auch schon. Meeresfrüchte, Entschuldigung, genau. Da sagt man, je kleiner oder je größer der Fisch, desto höher tendenziell die Belastung. Deswegen sagt der Anthony auf jeden Fall den Thunfisch vermeiden, weil das ein großes Meerestier ist und der dementsprechend sehr, sehr viel Schwermetalle aufnehmen kann. Und er gibt auch Fischempfehlungen, wenn man jetzt Fisch essen möchte, am besten nicht öfters als einmal in der Woche und dann vielleicht, klar, immer wilde Fische, Wildlachs zum Beispiel ist so seine Top-Empfehlung sozusagen und dann glaube auch Forelle, Kabeljau und solche Sachen. Forelle auf jeden Fall, mit dem Kabeljau bin ich mir nicht mehr ganz sicher. Es gibt noch eine dritte Empfehlung und dann ist man da relativ gering mit der Belastung und die Klassiker bei den Meeresfrüchten, also die Krabben und Muscheln und ne, die filtern leider sehr stark diese Schwermetalle und deswegen keine gute Idee und Schwert, genau, Hammer, nicht Hammerhai, Entschuldigung, der Schwertfisch ist noch was man auf jeden Fall vermeiden sollte, weil der auch riesig ist, dementsprechend auch sehr stark wie der Thunfisch mit Quecksilber belastet vor allem und deswegen, wenn dann kleine Fische und am besten, wie gesagt, ein Wildlachs oder zum Beispiel eine Forelle dann hier aus heimischem Gewässer. Ja, und ich gehe mal davon aus, dass das empfiehlt Anthony auch nur deswegen, weil natürlich die Menschen auf verschiedenen Entwicklungsstufen sind. Ne? Man kann natürlich jetzt nicht jemandem sagen, so jetzt sofort alles weg, Fleisch weg, genau. Fleisch weg, alles weg. Ganz genau. Gibt es diese Empfehlung, aber grundsätzlich glaube ich schon, dass Anthony der Meinung ist, dass man möglichst tierische Produkte nicht zu sich nehmen sollte, auch keine Milchprodukte und auch mit Eiern, da können wir auch nochmal drauf eingehen, dass es nicht unbedingt vom Vorteil ist, aber man muss ja den Menschen dort abholen, wo er steht und deswegen muss man halt auch bestimmte Empfehlungen geben. Ne? Ganz genau. Und er sagt ja, sein Hauptziel ist, den kranken Menschen zu helfen. Ganz egal, ob sie jetzt welchem Ansatz sie folgen. Deswegen tut er alle mit einschließen. Man muss dann immer zwischen den Zeilen lesen, wenn man den perfekten Ansatz will, den ich natürlich wollte. Und man sieht es allein schon bei den Rezepten, da beschweren sich dann manche. Bei den Rezepten gibt es einfach keine Fleischrezepte. Und dann könnte man natürlich schon auf die Idee kommen, dass das natürlich ein Vorteil ist beim Detoxen auf der Heilreise. Aber er sagt es nie so plakativ, ne, weil er sonst Leute ausschließen würde. Und das will er definitiv nicht, jemand von der Heilung ausschließen. Insofern, genauso wie du gesagt hast, holt er die Leute ab, da wo sie stehen. Und das steht über allem, der freie Wille des Menschen, darf jeder selber entscheiden, wie weit er auf dieser Skala geht oder in diesem Bereich, wo es sich einordnet. Die Skala ist breit gefächert. Man kann selbst mit Fleisch heilen, sagt er ganz klar Anthony auch. Aber ob es dann so optimal ist, wenn man möglichst schnell vorankommen will, ist wieder eine andere Frage. Mhm. Und jetzt wollen wir mal ganz kurz auf die Schwermetallentgiftung darauf eingehen. Vielleicht nicht auf das komplette Programm, weil das wollen wir dann nochmal separat besprechen, aber vielleicht mal so allgemeine Empfehlungen, damit man die Leute vielleicht schon ein bisschen dafür interessiert. Wie kann man sich dann laut Anthony von Schwermetallen dann effektiv auch befreien? Was gibt es da für Möglichkeiten? Ja, also den Happy Metal Detox Smoothie, den haben wir schon angesprochen. Das ist wirklich das allereffektivste Mittel dazu. Und da ist natürlich die Regelmäßigkeit, also sprich täglich, am allerwichtigsten. In der 28-Tage-Kur, in der Radio-Show, also Radiosendung, ist es auch erwähnt, dass man dann natürlich auch, wenn man will und kann, sogar einen zweiten am Tag abends noch einen trinken könnte. Ist natürlich eine Kalorienbombe und ob man den dann so in seinem Tagesplan noch unterkriegt. Also ich habe mir oft schwer getan, da noch eine zweite Portion mit unterzukriegen, aber es gibt natürlich auch noch sehr viele andere Lebensmittel, wenn man die verstärkt mit einbindet, wo einem dann auch helfen. Es gibt ja auch im Schilddrüsenbuch diesen Schilddrüsenheilsaft, wo eben aus Apfel besteht und Gurke und das ist auch eine Kombination. Wenn man das entsaftet, Apfel und Gurke, ist auch sehr stark Schwermetall entgiftend. In dem Fall im Schilddrüsenbuch ist, glaube ich, sogar mit Sellerie.
aber es gibt es eben auch mit Gurke und Apfel und dann kann man sogar noch Klettenwurzel dazu packen zum Beispiel und auch Sachen wie Rettiche und Koriander, ja, wie wir wissen, wenn man den so verwendet. Anthony sagte, das ist ein Leafy Green, also ein grünes Blattgemüse, das man entsprechend auch verwenden kann, wie ein Salat, ja, dass man es in rauen Mengen essen kann und soll. Und da natürlich auch zusätzlich genau die Spirulina, die Gerstengrassaftpulver gibt es in Kapseln. Da möchte ich mal eingreifen, gerade bei Ja, Koriander, weil ich sehe das auch immer bei meiner Frau und vielleicht auch bei einigen Zuschauern und Zuschauerinnen. Koriander hat natürlich eine extrem starke Wirkung auf die Schwermetallausleitung im Körper. Und wenn man noch sehr viel Schwermetall in sich drin trägt und man isst dann zu viel Koriander, ganz genau. ist es ja auch so, dass die Leute dann zu viel wollen, so wie du auch am Anfang. Ja, Dann ja, kann es halt wirklich zu extremen Entgiftungserscheinungen kommen, zu ja, Kopfschmerzen. Bei meiner Frau ja. war es sogar so, dass die das ist schon jetzt acht Jahre bestimmt her, die ist dann sogar mal ohnmächtig geworden, Hm. nicht nur von Koriander, sondern auch, weil sie zu viel Algentabletten genommen hat. Und dann Ja, durch diese Entgiftung, durch die Schwermetallfreisetzung kam es dann halt zu diesen Aussetzern, dass man sogar das Bewusstsein verloren hat. Also da muss man hm. wirklich ganz vorsichtig mit sein und Ja, fangt lieber mit ein bisschen weniger an. genau, Ja, das ist auch Anthonys Empfehlung, ne, dass man erstmal mit wenig anfängt und dann langsam steigert. Ne? genau, Babyschritte. Ja, siehst du auch so, ne? Ja, definitiv. Und gerade der Koriander, wie du sagst, da reagieren einige sehr sensibel drauf. Und gleichzeitig sagt Anthony, da kommen wir im zweiten Buch dazu, Medical Food, ne, wo er dann sagt, wo das nur der Koriander beschrieben ist, wo er sagt, der gar nicht schmeckt, da gibt es ja viele, die den hassen, die brauchen ihn am meisten, sagt er da in diesem Buch. Und das ist spannend. Und der Trick ist einfach, wie bei allem, im Zweifel einfach mit ein paar Blättern anfangen, ja. Ganz, ganz tief anfangen, dass sich der Körper eine Chance hat, sich daran zu gewöhnen. Und dann von da, wo man steht, tut man es ausbauen. Ich hatte das Glück, ich konnte, obwohl ich eine hohe Belastung habe, von Anfang an sehr gut und schnell den Koriander steigern. Manche müssen wirklich sehr, sehr vorsichtig sein mit dem Koriander. Mhm. Genau, ja, sehe ich auch so. Also ich esse auch gerne Koriander, aber meine Frau, wie gesagt, muss da wirklich auch sehr Ja, vorsichtig sein mit dem Koriander. Ja, die nächste Thematik jetzt auch wäre Fluor und Chlor. Das ist vielleicht in den USA mehr eine Thematik als bei uns. Die Lage ist bei uns im Trinkwasser vielleicht auch das in Ansätzen auch vorhanden, aber in den USA ist es, glaube ich, extrem. Da wird das Wasser extrem gechlort und auch fluoridisiert. ja. Was ist da die Einschätzung und Meinung von Anthony zur Trinkwasser? Was gibt es da vielleicht auch Filter, die da empfohlen werden, dass die Ja. das rausfiltern, dass man wirklich auch sauberes und klares Wasser zur Verfügung hat? Denn ist ja auch wichtig wieder für die Heiltees, die Anthony William empfiehlt. Ne? Genau, genau. Also letztendlich ist es ein Nervengift. Ich glaube, irgendwo ist es ja auch anerkannt worden inzwischen, Fluor als Nervengift. Und da frage ich mich dann immer noch, wieso wird das in der Zahnpasta noch verwendet und wieso auch beim Zahnarzt dann die Zähne noch fluorisiert werden oder es wird angeboten. Ich lehne es immer ab. Ja, das Gute bei der ganzen Geschichte, also ich mache das bei meinen Kindern auch manchmal, also nicht immer. Ja, Also manchmal kriegen die auch ein kleines bisschen Fluor mit in der. Also man muss halt immer gucken, wie das Kind ist, so vom Ernährungszustand her und so weiter, weil es ja, härtet halt den Zahnschmelz. Und deswegen haben die Ärzte das halt früher genommen. Das gleiche mit dem Amalgam, das haben die jetzt nicht genommen, weil sie uns vergiften wollen oder sowas, sondern das haben die halt genommen, weil es leicht zu verarbeiten ist. Es passt sich gut an den Zahn an. Aber muss natürlich gucken, weil man hat natürlich dann auch extreme Nebenwirkungen. Wenn der Körper eh schon stark belastet ist, also meine Kinder jetzt eh schon stark belastet wären, ja, dann würde ich das jetzt auch gar nicht machen ja, dass ich da eine Zahnpasta hingebe, die vielleicht ein bisschen, wo ein bisschen Fluor drin ist. Das mache ich aber ja, erst einmal im Monat oder so. ja, ja. Das, Klar, die Menge macht es auch da wieder und da sollte man vielleicht ein Auge drauf haben, dass man es da nicht übertreibt. Und bei der Zahnpasta kann man ja auch ohne Fluor nehmen. Wir haben ja die Wahl und das habe ich gerade bei mir, wie du es richtig gesagt hast, wenn jemand stark betroffen ist, dann machen auch solche Glas in Kleinstmengen, können dann natürlich ungünstig sein. Dementsprechend gucke ich, dass ich das auf jeden Fall vermeide. Klar, es kann wieder jeder selber entscheiden, wie er das machen möchte. Und klar, wie du richtig sagst, der Hintergrund ist ja auch, ne, man ist davon ausgegangen, dass eben Fluor auch Bakterien tötet und so. Und da sagt Anthony eben wieder, das ist auch eine Theorie, letztendlich ein Mythos. Das heißt, man braucht es nicht wirklich, und die Zähne stärken sich natürlich auch durch sonstige Komponenten in Du der hast es Ernährung. ja schon gesagt, dass die Zahngesundheit natürlich auch was mit der Darmgesundheit zu tun hat. Also Genau. wenn ich da ständig Fäulnisgase, Ammoniak habe, Ja, klar, ja, dass meine Zähne dann verfaulen. Und wenn ich
Ich hatte auch mal ein Gespräch mit einem, der hat mir gesagt, er putzt seine Zähne gar nicht, Ja, weil in der Tierwelt wird das ja auch nicht praktiziert. Und wenn man mal ein älteres Tier anguckt, was nicht im Zoo lebt, sondern in einer freien Wildbahn, die haben ja auch keine schlechten Zähne. Das sieht ja auch immer noch weiß aus und die sterben ja nicht mit Zahnfäulnis, sondern mit gesunden Zähnen. Und dann sollte man sich natürlich fragen, manche putzen sich dann wie verrückt die Zähne, auch mit Fluorzahnpasta und müssen ständig zum Zahnarzt und da verfaulen die Zähne auch. Und da sollte man sich natürlich hinterfragen, ja, dann kann das ja wohl nichts mit meinem Zähneputzen an sich zu tun haben, wenn meine Zähne auf einmal anfangen zu faulen oder wenn ich Löcher in meinen Zähnen habe, sondern muss es ja eine andere Ursache haben. Ne? ja, Und genau. deswegen muss man halt immer abwägen, ob man, klar, es ist gut, wenn man den Zahnbelag entfernt, aber man sollte immer darauf achten, und ich bin der Meinung, man müsste sich die Zähne nicht putzen, wenn man hundertprozentig sich so ernährt, wie es uns von Gott natürlich auch empfohlen wurde letztendlich. Ne? Also das ist so meine Meinung, die ich da habe. Ja, ja, also ich weiß nicht, also mechanische Reinigung, ich glaube, so sagt auch Anthony, kann nichts schaden, ne, dass man da immer Ja, mechanisch eben diesen Belag, weil sich da Bakterien ansammeln, genau. abträgt. Und da gibt es ja auch diese Urwaldvölker, die jetzt zwar keine Zahnbürste haben, aber einfach dann mit Stöckchen. Stöckchen, genau. Und das denke ich ist definitiv sinnvoll. Klar kann das gut dazu beitragen, wenn man dann sich entsprechend ernährt, wo dann eben diese V-Gase gar nicht erst entstehen und so. Aber, und der Selleriesaft, klar, der tötet dann auch wieder, wenn man da morgens, kommen wir in dem Buch wahrscheinlich dazu, den Mund mitspült, einfach bevor man gleich schluckt, wo Genau. man dann Bakterien auch töten kann und so, kann man einiges tun, aber ich denke, diese mechanische Reinigung einfach jetzt, selbst wenn es ohne Zahnpasta ist sinnvoll und vielleicht dann sogar mit irgendeiner natürlichen Zahnpasta sogar noch weiter hilfreich ist, wo man diesen Belag und diese Bakterien abreibt. Anthony empfiehlt ja auch morgens ein Mundwasser zu nehmen, dann erstmal diese über Nacht angesammelten Bakterien im Mund zu töten, bevor man sie runterschluckt. Und das ist auch so ein Indiz, dass natürlich das Zähneputzen, ich glaube, er sagt es auch explizit, ne, dass es definitiv eine gute Idee ist, da nach den Mahlzeiten Zähne zu putzen. Und jetzt empfiehlt er auch einen bestimmten Wasserfilter? Gibt es da auch was, wo er sagt, man sollte das Wasser filtern? Oder? Genau, definitiv. Entschuldigung, das habe ich vorher noch beantwortet. Den Berkey ist sein Favorit, weil der wirklich seiner Information nach diese ganzen schweren Gifte rausfiltert, Heißt wie der eben Berkeley oder Berkeley? Berkey Benutzt du den geschrieben. auch? Benutzt du den auch? Ich hatte damals mir eine relativ teure stationäre oder fest eingebaute Filteranlage gekauft vor Anthony. Und Umkehrosmose nehme ich mal an, ne? genau, und das hat einige tausend Euro gekostet und da habe ich dann natürlich, sonst hätte ich mir wahrscheinlich den Berkey damals zugelegt. Muss man wissen, der ist natürlich schon ein bisschen aufwendig zum Reinigen, also den muss man von Zeit zu Zeit, sonst fängt er an zu verkeimen. Wie kannst Und du es mal erklären, was das genau ist? Ist es ein Filter, wo man Wasser oben reingießt und dann sind verschiedene genau, Sedimente? Ah, okay. ja, es sind zwei Teile eigentlich, unten mit dem Hahn und oben dann, und im Zwischenboden sind die Filter drin Ah, und oben steht das Wasser. Das heißt, man muss den A relativ regelmäßig benutzen, dass da immer Wasser durchläuft, sonst fängt er an, da vor allem Bakterien anzusetzen. Und wie gesagt, das Reinigen ist halt relativ regelmäßig erforderlich. Ich weiß nicht, so nach ein paar Wochen sollte man den mal durchputzen, oben, wo dann vor allem sich Keime ansammeln können. Und das hat man bei dieser Anlage jetzt bei einer fest eingebauten nicht. Meine ist eine Vakuumanlage, das heißt, da können gar keine Bakterien sich ansiedeln. Auch geschickt ohne Strom. Es gibt dann wieder viele, die sind elektrisch betrieben, wo auch wieder negative Auswirkungen auf die Wasserqualität haben kann. Gibt es viele Möglichkeiten, kann man sich einiges anschauen. Das Wichtige ist auf jeden Fall, würde ich sagen, hochwertige Filter, wo man dann eben gerade Schwermetalle, Medikamentenrückstände und solche Sachen, die ja heutzutage im Trinkwasser jede Menge vorhanden sind und in zunehmendem Maße, weil die Leute einfach immer mehr Medikamente verschrieben bekommen, dass man da entsprechend eine hochwertige Filteranlage hat. Wie sieht es aus mit destilliertem Wasser? Es wird ja auch oft von vielen empfohlen, dass man das destillierte Wasser trinken soll. Zum Beispiel Ja, Brian Clement vom Hippocrates Health Institut trinkt schon seit ja, 50 Jahren nur destilliertes Wasser. ja. Da sagt Anthony auch schön dazu, er sagt, das destillierte Wasser, da sind natürlich trotzdem die Schwermetalle drin. Ja, ich habe es destilliert oder aufgekocht und die Schwermetalle sind trotzdem noch da. Also am Filtern führt kein Weg letztendlich vorbei und durch das Destillieren habe ich jetzt in dem Sinne auch nicht so den riesen Vorteil, wo es drauf ankommt, ist wirklich diese Filterleistung und dann, was Anthony auch sagt, im zweiten Schritt, dass man das, weil das Wasser definitiv halt tot ist,
dass man es wiederbelebt. Und das sagt er, geht einfach mit ein paar Tropfen Zitrone. Und das ist eben dieses lebendige Wasser, das wir, glaube ich, auch schon letztes Mal kurz besprochen haben. Es gibt ja bei Destilliergeräten auch schon Nachfilter, Kohlenstofffilter noch, wo das dann halt, weil das ist ja die Gefahr, bei Quecksilber verdampft ja, wenn man es halt erhitzt. Das heißt, wenn man jetzt Wasser mit Quecksilber hat, dann würde es ja verdampfen, da wäre das Quecksilber noch in dem Wasserdampf drin. Aber dann gibt es ja noch Nachfilter, also einen Kohlenstofffilter, wo das dann nochmal durchgeht. Und da bin ich jetzt nicht genau der Experte und weiß, ob das jetzt das Quecksilber hängen bleibt oder nicht. Aber ich meine, wenn man jetzt gar keine andere Möglichkeit hat und wenn man jetzt auch nicht das Geld hat, die Tausende von Euros für eine hochwertige Anlage, Filteranlage. Ich habe auch zu Hause eine hochwertige Anlage, die aber noch energetisiert gleichzeitig, weil das Problem ist, bei der Umkehrosmose-Geschichte ist halt, dass es auch für die Mikroplastik, wo wir auch nochmal darauf eingehen wollen, die kommt da trotzdem durch, die Mikroplastik. Also das hat man nachher auch trotzdem wieder im Wasser. Das heißt, man muss halt gucken, bei Destilliergeräten hat man wieder das Problem, okay, mit den Schwermetallen vielleicht, bei anderen Anlagen jetzt mit dem Mikroplastik. Also man muss halt immer gucken, inwieweit man da was ausschließen kann. Oder wenn man sich halt sehr gesund ernährt und viel Obst und Gemüse isst, muss man ja auch nicht mehr viel trinken, weil das ist ja schon das Destillat, das hundertprozentig natürliche Destillat im Obst und Gemüse enthalten. Ne? Er hat wahrscheinlich mehr Flüssigkeit, aber klar, zum Gifte ausschwemmen und so empfiehlt Anthony natürlich schon, auch sonst noch regelmäßig Flüssigkeit zu sich zu nehmen. Und das hat man automatisch ja, wenn man den Selleriesaft trinkt. Ich trinke inzwischen zweimal 1 Liter, dann allein schon dadurch 2 Liter. Ja. Dann im Heavy Metal Detox Smoothie ist Wasser drin. Dann diverse Tees, Ingwerwasser habe ich noch. Ich komme um viele, viele Liter am Tag und das ist sicherlich vorteilhaft. Ja. Genau, Wasserreinigung haben wir angesprochen, noch kurz jetzt zu Pestiziden, Herbiziden, Fungiziden. Da vielleicht auch nochmal darauf eingehen, wie wichtig es ist, dass man wirklich biologisch einkauft, wenn man es leisten kann. Oder wenn man vielleicht auch einen eigenen Garten hat und sich da seine ganzen Lebensmittel auch anbaut. Genau, vielleicht kannst du da auch noch was zu sagen. Und wie können wir das auch ausleiten, die ganze Geschichte, weil wir auch tagtäglich ja diese Produkte und auch Stoffe durch die Luft und teilweise auch durch die Nahrung in uns aufnehmen. Genau. Zum Mikroplastik kann ich vielleicht noch kurz was sagen. Er sagt, generell Plastik ist nicht so das Riesenthema, weil wir das auch natürlich mit dem Heavy Metal Detox Smoothie mit ausleiten und es ist relativ schnell aus dem Körper zu bekommen. Das große Thema sind wirklich die Schwermetalle und die Pestizide werden einerseits auch durch den Heavy Metal Detox Smoothie ausgeleitet. Zusätzlich gibt es noch, wenn man da weiß, dass man ein großes Thema hat, zum Beispiel weil die Vorfahren da groß in der Landwirtschaft tätig waren. Und dann ist es sicherlich eine gute Idee, zusätzlich diesen Pestizid-Ausleitungstee zu trinken, der eben auch weiter hinten im Buch ist, glaube ich, diese 4 oder 5 Tees sind, glaube ich, beschrieben, wo man dann auch eben Plastik zusätzlich, gibt es ja diesen Plastik-Ausleitungstee, man weiß, man hat da vielleicht eine höhere Belastung als jemand anders, dann kann man da mit dem Plastik-Ausleitungstee arbeiten, alles auf Basis natürlicher Kräuter. Und genauso für Strahlung gibt es einen Tee, für die Pestizide und glaube auch für Fluor und solche Themen. Mhm, genau. In den USA vielleicht mehr ein Thema als vielleicht bei uns, weil die nutzen ja doch auch viele chemische Reiniger, auch Teppichreiniger und alles mögliche. Auch das wird ja im Buch angesprochen, dass man darauf achten soll, dass man halt, wenn man reinigt zu Hause, dass man halt möglichst natürliche, vielleicht kann man es auch mit Essig machen, also einfach natürliche Mittel benutzt und eigentlich gar keine chemiefreien Haushalt im Prinzip halt auch hat. Vielleicht können wir das den Zuschauern auch noch mitgeben. Vielleicht schaut da mal nach bei euch, wie das bei euch aussieht. Man muss ja nicht zusätzlich noch irgendwelche Stoffe aufnehmen, wenn man eh schon belastet ist. Genau. Das braucht man, glaube ich, nicht mal extra ansprechen. Das kann ja jeder bei sich selber auch hinterfragen. Aber was ich noch sehr wichtig finde, ist auch die Strahlungsproblematik. Wir hatten ja im Jahre 2011 oder 2012, ich weiß nicht mehr genau, ist jetzt schon wieder so lange her, hatten wir die Fukushima-Katastrophe in Japan, wo dieser Reaktor durch einen Tsunami halt zerstört wurde und seitdem tritt er auch immer wieder radioaktiv. Es wird immer wieder gekühlt, die Reaktoren müssen weiterhin gekühlt werden, es tritt immer noch radioaktive Strahlung aus, die dann sich in dem Kühlwasser befinden, das wird dann ins Meer hineingeleitet. Vielleicht können wir dazu nochmal eingehen, wie gefährlich letztendlich auch diese radioaktive Strahlung ist und, weil wir gerade bei Strahlung sind, gerade auch für Leute, die eine starke Schwermetallbelastung haben, die haben oft auch eine starke Affinität zur Handystrahlung, also oder generell zu aller möglichen Arten von Strahlung und reagieren da sehr sensibel. Vielleicht kannst du da auch nochmal deine Meinung an die Zuschauer übermitteln. Ja, genau. Also das sagt ja auch Anthony, das hat man letztes Mal im Video besprochen, da ist ein Punkt von den gnadenlosen 4, die Strahlenbelastung.
Ja. Und da haben wir natürlich auch durch die Reaktorunglücke ne, dann von der Luft von oben, wo wir berieselt werden, oder auch von den Atombomben früher noch, Ja. Hiroshima und so weiter, wo in der Atmosphäre einfach sehr, sehr viel von dieser Strahlung noch vorhanden ist, die erst in den nächsten Jahrzehnten noch vollends runterrieselt. Also man denkt ja immer, das ist vorbei, Thema erledigt, aber das dauert wirklich sehr, sehr lange, bis wirklich aus der Atmosphäre das alles runterkommt. Und insofern haben wir jeden Tag, auch wenn wir es nicht denken, treten vor der Türe und sind strahlenbelastet. Und das hat natürlich auch erheblichen Einfluss, wo die Viren dann wieder besser gedeihen können, ne? Wenn man je mehr Strahlung beim Körper hat. Flüge machen dann natürlich auch was aus, regelmäßige, häufige Flüge. Und da ist auch wieder der Heavy Metal Detox Musik natürlich Gold wert, wo der einerseits was tun kann. On top, wie vorher auch beschrieben, gibt's diesen Strahlungsausleitungstee, wo man noch zusätzlich was tun kann, um eben diese Strahlungselemente dann aus dem Körper wieder rauszukriegen. Genau. Und die Handystrahlung, was ist da? Die Handystrahlung, das sagt Anthony, also Bluetooth WLAN ist jetzt nicht so dramatisch. Klar gibt's vor allem bei Leuten mit MCS, ne, die Multichemikalien-Sensitivität, die reagieren extrem auf solche Sachen. Da muss man wirklich aufpassen. Da gilt wieder, jeder Mensch ist anders, je nach Belastung, die die Leute halt mitbringen, wie du gesagt hast. Und dementsprechend ist das natürlich dann auch zu beachten, zu respektieren. Generell ist die Handystrahlung gefährlicher als WLAN und Bluetooth. Und da aber vor allem der eine Moment, wo der Anruf reinkommt, wo dieses Signal aufgebaut wird. Und da sagt Anthony, nennt es auch Todesstrahl, diesen Moment, wo das Signal reinkommt. Und da sollte man gucken, dass man da möglichst das Handy definitiv nicht nah am Körper hat oder am Ohr hat, Nähe vom Gehirn, sondern am besten dann halt Freisprech- oder Kopfhörer. Okay, noch eine weitere Frage, auch zum Buch jetzt, Mediale Medizin. Anthony spricht ja auch noch verschiedene Methoden an, wie man den Körper entgiften kann und reinigen kann. Über Selleriesaft hatten wir ja nun schon gesprochen. Es gibt auch noch andere Methoden. Zum Beispiel haben wir das Zitronenwasser, Aloe Vera Saft, Saftfasten, Wasserfasten, Trampolin, Infrarotsauna und Massage. Das sind so die Sachen, über die er auch spricht im Buch. Vielleicht kannst du da auch noch mal kurz drauf eingehen. Gerade auch, weil ja normalerweise, wir hatten ja auch schon mal das Interview zum Internationalen Gesundheitskongress geführt und da hattest du ja auch gesagt, dass Anthony eigentlich gar kein Fan vom Fasten ist. Vielleicht kannst du darauf auch noch mal eingehen. Und auch mit dem Zitronenwasser, das ja, können wir dann noch mal explizit besprechen, wen das interessiert. Wir werden noch mal die Reinigungsrituale auch alle besprechen von Anthony. Da wird es auch noch mal ein Video zu geben. Aber vielleicht kannst du mal kurz einen kleinen Überblick geben über diese ganzen anderen Entgiftungs- und Reinigungsmethoden, die Anthony empfiehlt. Ja, also zunächst mal klar, das Zitronenwasser vor dem Selleriesaft vorgelagert am besten, weil er sagt, die Leber entgiftet ja über die Nacht hinweg. Und da sammelt sich ganze Menge Giftstoffe an. Also er sagt, es ist wie der Müll, der praktisch vor die Haustüre gestellt wird zur Abholung. Aber es muss natürlich noch jemand kommen, also die Müllabfuhr, um das abzuholen. Und das ist sozusagen das Zitronenwasser, das dann diese Gifte letztendlich auch mitnimmt und rausspült. Deswegen ist es so wichtig, als allererstes morgens dieses Zitronenwasser noch vor dem Selleriesaft. Dann der optimale Abstand wieder, also mindestens 15 Minuten, bestmöglichst 30 Minuten Abstand zum Sellerie. Dann nächste Möglichkeit, was man noch hat zum Entgiften, um auch Gifte rauszuspülen. Da ist zum Beispiel im Schilddrüsenbuch ist schön beschrieben, das Aloe Vera Wasser, wo man dann sehr gerne auch abends machen kann, vorm Schlafengehen, vielleicht mit ein bisschen Abstand, so dass man noch auf Toilette kann, um das nochmal sozusagen wieder rauszulassen. Und vielleicht eine Stunde davor. Und natürlich nicht vergessen, dass man noch Glucose wieder zu sich nimmt. Aber da reicht schon vielleicht ein, zwei Datteln oder so. Die sind gleichzeitig schlaffördernd. Also ich würde so praktisch halbe Stunde vor dem Aloe-Wasser noch ein bisschen Glucose zu mir nehmen. Dann dieses Aloe-Wasser, dass man eben nüchtern ist, also jetzt keine volle Mahlzeit vorher reinhauen, die natürlich noch nicht verdaut wäre zu dem Zeitpunkt. Und die optimale Reinigungswirkung hat praktisch dieses Aloe-Wasser, wenn man nüchtern ist. Macht man sich das Wasser, Aloe Vera Wasser? Das ist ja Genau. Also man filetiert praktisch ein Aloe Vera Blatt. Im Schilddrüsenbuch hat er das schön beschrieben, auch als Rezept, wo man das da finden kann. Das sind 5 Zentimeter von einem Blatt, von einem Aloe Vera Blatt runtergeschnitten. Dann filetiert man im Messer jeweils
das Blatt oder das Gel rausschneiden, Mhm. das Gel im Mixer und dann halben Liter Wasser noch drauf mixen, auf hoher Geschwindigkeit und dann sofort trinken. Super. Und hast du da vom Aloe Vera, was gibt es da für Wirkungen? Warum jetzt gerade Aloe Vera? Hast du da auch Informationen, warum man Aloe Vera benutzen sollte? Für was das gut ist im Körper, Aloe Vera? Die Bitterstoffe oder was ist da speziell? Es ist halt auch wirklich sehr gut geeignet, um die ganzen Gifte aufzunehmen, rauszuspülen. Also ähnlich wie das Zitronenwasser, aber halt nochmal auf andere Art und Weise. Und ist wirklich auch nochmal ein sehr, sehr wertvolles Tool. Man kann natürlich das Aloe Vera Blatt an sich hat auch, oder das Gel hat auch Nährstoffe in sich. Deswegen, man kann es dem Schilddrüsen-Heilsmoothie hinzufügen. Das ist ja auch eine Option, ist da drin aufgeführt. Man kann es auch so direkt, Anthony isst es sehr gerne pur auch. Da hat er mal gezeigt in einem Video live, wie er dieses Blattgel dann wirklich so pur in den Mund tut und isst. Gibt verschiedene Möglichkeiten, aber wirklich eine richtig gute oder perfekte Reinigungswirkung hat es auf einen nüchternen Magen und dann als letztes, wo man halt die über den Tag hinweg gelösten Gifte wirklich dann nochmal mitnimmt mit dem Aloe Vera Wasser vorm Schlafengehen. Okay, kann man das noch süßen vielleicht mit einem Löffel Honig oder so für Leute, die es nicht so mögen, weil es recht bitter ist? Das Bittere kommt dadurch, durch das Aloin in dem Aloe Vera. Und da sagt Anthony, dass man da gucken soll, dass man das von dem Blattgel entfernt. Das sieht man meistens ganz gut, weil das so leicht lila ist. Mhm. Und man kann es auch, gibt es einen schönen Tipp, ich glaube, der kommt von der Monisa, wo man es eben in Wasser einlegt, ein paar Minuten, das Blattgel. Mhm. Und dann löst sich das Aloin normalerweise und danach tut man es einfach nochmal abseilen und nochmal unter fließendem Wasser abspülen. Und dann schmeckt das normalerweise überhaupt nicht mehr bitter, sondern eigentlich soll das neutral schmecken, also langweilig nach gar nichts. Und dann ist das nicht so schlimm. Ich würde es jetzt nicht unbedingt süßen, ich würde es wirklich komplett pur lassen, so wie es im Rezept auch steht, nur das reine Aloe Vera Gel plus Wasser. Aber wer damit kein Problem hat mit den Bitterstoffen, der kann das auch mit den Bitterstoffen zu sich nehmen, ne? Natürlich, genau, ist jetzt nicht schädlich, aber schmeckt halt unangenehm. Ich hatte das auch schon öfters. Hat wohl damit auch zu tun, ob das Blatt beim Transport, wenn das Päckchen irgendwie einen Schlag abbekommt oder so, dann löst sich das mal eher, das Aloin, und dann schmeckt es bitter, weil ich habe es immer wieder in der Vergangenheit auch gemerkt, manchmal schmeckt es bitter, manchmal schmeckt es nach gar nichts. Mhm. Und das hat anscheinend mit dem zu tun, wie es beim Transport behandelt wurde. Mhm. Okay, also Zitronenwasser und auch dieser Aloe Vera Saft kann man nur empfehlen. Also entweder morgens Zitronenwasser oder auch Aloe Vera Wasser zu sich nehmen. Kann man das auch wechseln? Also wenn man jetzt Zitrone noch nicht verträgt, probiert man erstmal Aloe Vera, wenn man zu stark auf die Zitrone reagiert oder? Ich würde sagen, wenn man auf das Zitronenwasser reagiert, dann reagiert man noch mehr auf das Aloe Vera Wasser. Also das ist nicht ohne, das ist schon stärker entgiftend. Ich würde, wenn das Aloe Vera Wasser nicht geht, Gurkenwasser, Gurkensaft, also eine Gurke oder beziehungsweise ich glaube, man braucht 2, 3 Gurken, je nach Gurkengröße. Halber Liter ist auch da wieder die Empfehlung, dass man trinken soll mindestens. Und das ist wesentlich sanfter als das Aloe Vera Wasser, wenn man das noch nicht verträgt am Anfang, wäre der Gurkensaft super Alternative. Und beim Zitronenwasser, ich würde halt einfach, da kann man ja auch stufenlos praktisch einfach ein paar Tropfen in Wasser geben, anstatt eine halbe Zitrone, so wie es im Rezept vorgesehen ist, auf einen halben Liter Wasser und sich dann da entsprechend langsam wie bei allem hintasten. Okay, du hattest eben gerade schon angesprochen, die Gurken, also Gurkensaft. Mhm. Saftfasten wird ja auch kurz erwähnt im Buch Mediale Medizin, aber auch Wasserfasten. Was sind da deine Erfahrungen? Was sind da deine Empfehlungen? Ja, wie steht Anthony zu der Thematik? Ja, also Wasserfasten ist eher was für Gesunde, sagt er, weil die chronisch Kranken, die haben ja angeschlagene Nebennieren und da ist es natürlich nicht so ratsam, dass man jetzt mal einen ganzen Tag rein gar nichts isst. Ne? Also dann fällt einfach die Glucose, die Mineralsalze von eben diesen Nebennieren-Snacks, die man alle 2 Stunden spätestens ja zu sich nehmen soll. Und das heißt, das kann chronisch Kranke einfach nochmal weiter runterhauen, wobei dann Gesunde vielleicht gar nichts merken und darf man sich aber nicht täuschen lassen. Wie gesagt, das ist immer ein Riesenunterschied. Du hast ja, glaube ich, letztens im Interview auch schon angesprochen. Kann man nicht in einen Topf werfen, jetzt die chronisch Kranken und die Gesunden, da ist einfach die Reaktion nochmal eine andere. Bei Anthony sagt natürlich, es ist für keinen gesund zu lang ohne diese wertvollen Snacks zu sein, weil die eben alle Organe, vor allem das Gehirn natürlich,
mit wertvollen Nährstoffen versorgen und deswegen auch die Leistungsfähigkeit natürlich optimal dann erhalten, wenn man die ständig zu sich nimmt, auch wenn man gesund ist an sich. Man kann es nur einfach besser wegstecken und verkraften, wenn man was nicht optimal macht. Okay, und beim Saftfasten wäre es ja so, dass wir ja auch Fruchtsäfte trinken könnten. Da wäre ja dann auch diese Glucose Genau. enthalten, die du empfohlen hast. Gibt es da eine Empfehlung, Genau, vielleicht einen Tag mal Saftfasten machen, den Körper mal entlasten, oder gibt es da auch eine Empfehlung von Anthony? definitiv. Ja, das sagt der Anthony, also mal einen Saftfastentag zu machen, ist eine super Idee. Und er hat es ja auch exemplarisch, kann man es ja schön sehen, in der Leberkur ist ja der 9. Tag so ein Saftfastentag, wo dann eben auch diese ganzen Gifte, die man gelöst hat über die vorangehenden 8 Tage, die ganzen Gifte dann rausspült. Und das Schöne ist, auch da kriegt man beides, weil er hat in diesem Saftfastentag empfohlen bei der Leberkur, also ich kann es jetzt von der Advanced sagen, weil ich zuletzt nur noch die Advanced gemacht habe. Da sind 2 Selleriesäfte vorgesehen und 2 Gurken-Apfelsäfte auch Minimum. Das heißt, man hat einmal durch den Sellerie und einmal durch diese Gurken oder beziehungsweise zweimal durch den Sellerie und zweimal durch die Gurke auch nochmal eine ordentliche Portion Mineralsalze, die einen durch den Tag bringen und natürlich jede Menge Glucose. Also ich merke, ich habe dann immer so Hunger, ich brauche diese Säfte alle Stunde circa. Und wenn ich bei 1,5 Stunden, 2 Stunden ohne, schaffe ich an dem Tag gar nicht. Ich brauche spätestens 1,5 Stunden, besser jede Stunde so einen Saft. Und da ist man schon ganz schön beschäftigt. An dem Tag sollte man sich nichts anderes vornehmen, glaube ich. Da nur in der Küche steht, Säfte macht und oder da dann halt die wertvolle Glucose bekommt, genau. Oder man hat halt jemanden, der es für einen macht. Oder so. Genau. Ja. Gut, dann haben wir das auch geklärt mit dem Wasserfasten und dem Saftfasten. Weiterer Punkt, Trampolin, es empfiehlt ja nicht nur Anthony Williams, sondern es gibt ja auch andere, die das immer wieder empfehlen, weil es gut für die Faszien ist, auch für die kleineren Äderchen im Körper, die dann halt auch angeregt werden, durchblutet werden und so weiter. Das sind ja oft Stellen, wo das Blut gar nicht mehr hinkommt im Körper, ne, weil es vielleicht auch verschlackt ist, verkalkt, wie auch immer das funktioniert, weiß nicht genau. Genau, wie sieht das aus mit dem Trampolin oder generell mit Bewegung? Was sagt Anthony dazu? Ja. Warum gerade Trampolin? Warum jetzt kein, wir machen jetzt mal einen Marathonlauf als Beispiel? Ja, genau. Sehr gute Frage. Er hat einen guten Hintergrund. Also er sagt, es ist die beste Sportart, während man sich auf der Heilreise befindet, weil es einfach die Nebenniere minimalst belastet und alles, was jetzt den Herzschlag stark beschleunigt, zum Beispiel Radfahren oder Joggen, wäre jetzt für chronisch Kranke in der Heilphase eher zurückzustellen und alles was sanft ist, spazieren gehen oder so, ne, wo man jetzt nicht außer Atem kommt, weil das wieder letztendlich die Viren füttern kann. Da wird wieder Adrenalin ausgeschüttet, das Immunsystem wird geschwächt. Man kennt es ja oft nach dem Fitnessstudio im Training im Winter, wenn man dann gerade geduscht hat, man kommt raus und erkältet sich prompt, weil einfach das Immunsystem halt da runterfährt. Durch das Duschen wird nochmal dieser Schutzfilm von der Haut gelöst und dann fängt man sich typischerweise ganz gern da mal eine Erkältung ein. Und deswegen ist das Trampolinspringen da sehr, sehr schonend, sanft und kurbelt in idealer Weise gleichzeitig die Lymphzirkulation an, so wie du es ja auch schon angesprochen hast, dass wirklich alles im Körper transportiert wird. Es soll ja einerseits die Nährstoffe sollen immer dahin kommen, wo sie gebraucht werden. Und auf der anderen Seite gibt's ja jede Menge auch Gifte, Schlacken abzutransportieren. Und deswegen ist dieses Trampolinspringen, das Hüpfen, es wird auch so optimal und es wird auch gleichzeitig natürlich jede Muskelpartie im Körper angesprochen, ist ein ganzheitliches Training, also in vielerlei Hinsicht wirklich eine optimale Sportart für chronisch Kranke auf der Heilreise. Hast du auch ein kleines Trampolin zu Hause? Noch nicht, weil ich ja so ein bisschen das Thema habe also ich habe hier eine Vibrationsplattform hinter mir, da steht noch das Fahrrad, das benutze ich aber im Moment nur noch, um mich festzuhalten an den Hörnern, dass ich da, und gut, Trampolin gibt's auch mit solchen Haltegriffen, die bräuchte ich definitiv, aber selbst da irgendwo, man braucht den Platz in der Wohnung und hier ist irgendwie alles schon ohnehin beengt, gerade wenn man dann einen Rollstuhl noch in der Wohnung zusätzlich stehen hat und ein Rollator steht noch rum und ich habe mehrmals mit dem Gedanken gespielt gehabt, aber man müsste halt jedes Mal irgendwie unter die Couch schieben oder so, ne, dass es wieder aus dem Weg ist und ich warte mal noch, bis es mir noch besser geht und ich auch noch stabiler stehen kann und dann auch wahrscheinlich länger. Wobei, das ist noch ein guter Punkt, den ich vergessen habe zu sagen. Man sollte es nicht übertreiben, auch jetzt eine Stunde Trampolin springen, weil das würde auch wieder dann
Herz-Kreislauf-System belasten und letztendlich Adrenalin ausschütten, Virus füttern. Man soll das 5 bis 10 Minuten reicht schon. Okay, gut. Also ich persönlich habe da keine Probleme mit. Meine Kinder haben ein Trampolin im Garten stehen. Ja, Da kann man dann immer mal drauf und ein bisschen rumhüpfen. optimal. Also Ja, auch das nicht bei mir in der Wohnung. Okay, genau. sehe ich auch so auf jeden Fall. Wenn man nicht chronisch krank ist, klar, kann man auch mal joggen, schwimmen gehen, das ist alles kein Problem. Ja, Aber es geht immer darum, um Leute, die eh schon geschwächt sind. Und wenn man dann natürlich, weil manche denken natürlich, okay, ich laufe jetzt mal eine halbe Stunde oder 20 Minuten und jogge, dann schwitzt du zwar viel, also kommt zwar viel Schweiß und natürlich auch Gift aus dem Körper raus, aber du hast ja, eben gesagt, durch diese Anstrengung wird wieder zu viel Adrenalin ausgeschüttet und das ist wieder kontraproduktiv, gerade wenn man eine virale Belastung hat, ne? Weil das dann genau. diese ich sage mal, Lebewesen, wenn man sie denn mal so nennen möchte, halt stimuliert. Ganz genau. Und wie Anthony auch sagt, ne, danach, nach der Heilreise, es ist ja alles immer nur, man darf das Tempo als temporär betrachten und sagen, danach hat man noch alle Zeit der Welt für jegliche Sportart, um die wieder zu Genau. machen. Nur halt jetzt im Moment, um halt möglichst schnell rauszukommen, ist es, wie du richtig gesagt hast, eher kontraproduktiv und deswegen sollte man das eher zurückstellen, vorübergehend. Ja, das Gleiche gilt natürlich auch zum Beispiel für Sauna. Ne? Also es heißt ja nicht Genau. Sauna, sondern es heißt Infrarotsauna. Bei einer richtigen Sauna Genau. halt bis 90 Grad auf, dann ist da ein riesenheißer Dampf, der gerade die Männer mögen das ja immer, diese Extreme dann, wenn sie dann bei 90 Grad da ihre 2, 3 Kilo in der Sauna verlieren. Meistens sitzen ja in der Sauna auch immer so eine stark beleibten Männer, meistens, die dann da megamäßig rumspitzen. Also das empfiehlt Anthony auch nicht, sondern Infrarot. Was ist das Ganz Besondere der Infrarotsauna? Ja, genau das gleiche System, wie wir gerade schon durchgesprochen haben, wie du schon angedeutet hast. Es ist einfach viel sanfter zum Körper, es ist eine sanftere Entgiftung und die Temperatur ist natürlich auch eine ganz andere als in der normalen, regulären Sauna. Und darum geht es letztendlich, dass es halt, wie du schon gesagt hast, den Organismus in dem Moment nicht zu sehr belastet. Gleichzeitig ist es doch auch sehr effektiv und wirksam, weil durch die Infrarotstrahlung eben auch dann angetriggert wird, dass man diese Gifte, dass die ausgeschieden werden. Und auch da sagt wieder Anthony so 5 bis 10 Minuten, auch da soll man es nicht übertreiben jetzt wie normale Saunagänger, sage ich jetzt mal, wo man mehrere Durchgänge macht und vielleicht auch längere Durchgänge. Da ist immer so 5 bis 10 Minuten reicht, genauso wie Vibrationsplattformen. Geht es auch nicht darum, eine halbe Stunde oder Stunde drauf zu stehen, sondern das Regelmäßige macht's aus, am besten täglich und also bei Vibrationsplattformen und bei dem Trampolinspringen vielleicht. Bei der Infrarotsauna müsste es vielleicht auch nicht unbedingt täglich sein. Also das schon, das steht immer im Vordergrund. Mhm. Okay, du hattest vorhin beim Trampolin schon angesprochen, dass die Lymphe dadurch auch aktiviert werden. Es gibt ja auch Massagen, die Lymphdrainage zum Beispiel, die Lymphmassage. Was sind da die Massagetechniken, die Anthony empfiehlt? Es gibt ja auch Thai-Massage oder etwas aktivierende Geschichten. Was empfiehlt Anthony da für Massagen auch? Ganz speziell glaube ich, dass er jetzt da nicht unbedingt was gesagt hat, aber was natürlich auch wieder im Vordergrund steht, jeder muss in seinen Körper rein spüren, was tut mir gut, was tut mir nicht gut. Das ist immer das Wichtigste, auch das, was Anthony natürlich den Leuten nahelegt, bei allem, dass man immer in sich reinhört und für sich selber entscheidet, was tut mir gut, was ist für mich jetzt in dem Moment auch das geeignetste. Auch das kann sich natürlich auf der Reise wieder verändern und Massage sanft, also da, klar, es gibt diese Hardcore-Massagen, ne? Wir hatten eine in den Flitterwochen, da kann ich mich noch dran erinnern, das hieß Sieben-Sinne-Massage oder so, ja, und meine Frau hat dann statt, es hieß irgendwie relaxe deine Sinne oder so und meine Frau hat dann draus gemacht, foltere deine Sinne oder so, es war auf Spanisch Tortura tus sentidos Ja. und das kann natürlich auch ins Gegenteil umschlagen. Also ich hatte der Muskelkater tagelang danach und ich hatte es überhaupt kein Vergnügen gemacht. Und für mich war es gut. Ich mag das mal so ein bisschen dann auch durchgeknetet zu werden. Aber das ist auch wieder so ein typisches Beispiel. Jeder muss da für sich selber, es muss einem gut tun. Man muss sich wohlfühlen dabei. Und so wie du gesagt hast, ne, das werden auch da dann Gifte letztendlich rausgeknetet. Und für den einen kann das vielleicht in seinem jetzigen Zustand zu viel sein. Und eine sanfte Massage, denke ich, ist tendenziell immer besser verträglich als eine Hardcore-Massage jetzt in diesem Zustand. Und auch sonst von den Arten her mit den Ölen muss man noch ein bisschen aufpassen. Ne? Da kann auch wieder sein, dass es den einen zu arg triggert.
oder dass da vielleicht irgendwelche Beistoffe drin sind, auf die man sensibel reagiert. Also da darf wieder jeder individuell sehr auf sich achten, was tut mir gut und vielleicht die Inhaltsstoffe noch bei Ölen vorher zu checken, die da verwendet werden, dass das möglichst natürliche Sachen sind. Mhm. Okay, sagt Anthony auch irgendwas zum Muskelkater? Weil oft ist es ja auch so, dass es ja eine Art Übersäuerung auch vom Körper. Ja. Gibt es da auch irgendwie eine Message von Anthony irgendwo, wo irgendwas dazu sagt? Letztendlich, Muskelkater ist ja nichts Gutes. Ne? Viele sagen ja, man muss so trainieren, dass man Muskelkater hat. Muskelkater ist nichts anderes als gerissene Muskelfasern und das will man ja nicht unbedingt. Und insofern ist das jetzt nicht wirklich ein erstrebenswertes Ziel, würde ich sagen, Muskelkater zu haben oder wo man sagt, nur dann ist ein wertvolles Training, wenn man Muskelkater hat danach, sondern auch da darf man natürlich achtsam mit seinem Körper umgehen. Okay. Gut, dann würde ich das auch erstmal abschließen jetzt, die ganzen Reinigungs- und Entgiftungsmethoden auch, die Anthony empfohlen hat. Du hattest mir schon mal so eine Grafik in die Kamera gehalten von den Nahrungsmitteln, die Anthony nicht empfiehlt, die wir unbedingt meiden sollten. Hast du diese Grafik nochmal liegen? Sekunde, ich glaube, ich habe sie hier. Ja, Glück gehabt im Schreibtisch. Vielleicht kannst du sie nochmal in die Kamera halten, damit die Leute das auch sehen können. Also Medical Medium Do Not Eat List. Ne? Also Medical Medium, die Liste, die wir vermeiden sollten, Lebensmittel, die wir nicht essen sollten. Können wir vielleicht gleich mal anfangen? Da haben wir erstmal einmal Mais, ja? Ja. Mais, dann Eier. Vielleicht kannst du selber was dazu sagen. Ja, ich tue es selber geschwind runterrattern. Das Wichtigste ist natürlich Eier, weil das natürlich die Viren am meisten fördert. Und im Labor, wie Anthony ja so oft auch erwähnt hat, dass eben die Viren auf Eierschalen herangezüchtet werden, klassischerweise. Deswegen sind die Viren so scharf dann auch auf die Eier. Und wenn wir Virenbelastung haben, ist es dementsprechend natürlich keine gute Idee. Für was werden Viren denn gezüchtet? Ist eine gute Frage. In der Forschung regelmäßig untersucht man ja alle möglichen Virenarten und versucht natürlich da auch entsprechende Lösungen zu finden, um gegen Viren vorgehen zu können. Insofern in der Forschung ist das regelmäßig gang und gäbe. Das Verrückte ist nur, dass uns eigentlich erzählt wird, ne, die Viren hätten keinen Stoffwechsel und die würden nicht essen. Und jeder Laborchemiker kann einem das Gegenteil bestätigen. Wenn man einen privat kennt oder so, wird einem das jeder sagen, dass natürlich man da Eier einkauft und vielleicht auch irgendwie in großen Mengen abgelaufene und dann einfach diese Keime oder Pathogene am Leben zu erhalten und da überhaupt über längere Zeit untersuchen zu können, sonst gehen die ein. Genau, und soweit es mir bekannt ist, wir wollen jetzt das Wort nicht in den Mund nehmen, aber soweit es mir bekannt ist, gibt es auch einige große Hersteller, die sich speziell mit der Entwicklung von bestimmten Produkten beschäftigen und die nutzen dann natürlich auch dieses Wissen, um diese bestimmte Technologie dann auch voranzutreiben. Ganz genau. Und anderes Riesenthema ist natürlich auch noch, es wird natürlich auch als biologische Waffe eingesetzt. Ne? Man entwickelt ja auch da zu Versuchszwecken, untersucht man, muss man ganz klar sagen, natürlich auch im Labor Viren. Und da kommt sicherlich auch mal hier und da zu einem Unfall oder wie Anthony sagt, ne, mit einem schelmischen Grinsen sagt er, ja, wie ist jetzt dieses Virus wohl aus dem Labor entwischt? Und das sind natürlich auch alles solche Sachen, die da mit rein. Also bitte darauf achten, es gibt auch diese drei, er sagt ja drei, hatten wir auch letztes Mal kurz auch noch drüber gesprochen. Top 3? Die Top 3 sind ja, wie gesagt, diese Eier, dann haben wir das Gluten, und dann hatten wir, was war noch? Eier, Gluten. Die Milchprodukte, die eigentlich auf 2 sogar sind, noch vor dem Gluten. Genau. Und das sind die Top 3. Und dann geht es aber noch ganze Menge weiter. Hat man noch Soja zum Beispiel, MSG, Mais hast du schon genannt. MSG ist Monosodiumglutamat, also ein Geschmacksverstärker, der jetzt oft in weniger hochwertigen Restaurantketten vor allem verwendet wird. Und Schweinefleisch, noch Fisch, hast du noch? Schweinefleisch. Ich habe nur gerade überlegt, weil es hier auf Englisch ist, Canola, aber es ist Rapsöl. Rapsöl, Schweinefleisch natürlich, genau, weil es einfach sehr, sehr fettreich ist. Ja. Und das Fett vom Schweinefleisch bis zu 16 Stunden in der Blutbahn verharrt oder bis die Leber das geschafft hat, rauszuschaffen. Deswegen natürlich eine immense Belastung. Süßstoffe, künstliche, als auch natürlich naturidentische, wie es immer so schön heißt, aber es ist letztendlich ein Euphemismus. Letztendlich ist alles künstlich, auch wenn irgendwie natürlich draufsteht bei den Farb-, Geschmacksstoffen und so weiter. Und
Ja, Rübenzucker, verarbeiteter Rübenzucker vor allem, also der Industriezucker jeglicher Art und Weise. High Fructose Corn Syrup gehört natürlich auch dazu, was hauptsächlich in den USA Ja. gern verwendet wird. Fisch aus Aquakultur, ganz wichtig noch, weil die vor allem auch eben billiges Futter kriegen, das wiederum aus dann zum Beispiel Getreide, Mais und solchen Sachen besteht und auch natürlich die in der Zucht prophylaktisch Medikamente bekommen, dass sie nicht krank werden und da natürlich vollgepumpt werden mit Chemie. Deswegen ist dieser Fisch aus Aquakultur, wie man vielleicht denkt, ne, im Meer ist mehr Quecksilber oder so, ja, und dann habe ich den aus Aquakultur, der ist dann vielleicht in unbelastetem Wasser, aber letztendlich unterm Strich hat man da eine viel höhere Belastung und deswegen keine gute Wahl. Antibiotika vor allen Dingen auch und alles, genau. Genau. Und letzter Punkt noch Süßstoffe, künstliche Süßstoffe und die Zitronensäure. Mhm. Okay. Wer das noch mehr nachlesen möchte, dem empfehlen wir das Buch Mediale Medizin. Da könnt ihr das nochmal explizit nachlesen. Wir wollten es jetzt einfach mal genannt haben, dass ihr auch wisst, gerade auch die Leute, die chronisch krank sind, die unter Krankheiten leiden, dass ihr möglichst versucht, diese Nahrungsmittel, die Bernd gerade aufgezählt hat, auch aus eurem aus eurer Nahrungskette im Prinzip einfach rauszustreichen, ne, und zu ersetzen mit anderen Nahrungsmitteln, die Anthony auch empfiehlt, die wir auch eben schon kurz mal besprochen hatten. Gut, dann würde ich jetzt weiter übergehen zur nächsten Frage. Und zwar wird auch immer wieder die Frage gestellt, auch von vielen, die in der Rohkostlinie unterwegs sind, wie das mit dem Obst aussieht. Wie steht Anthony William zum Obst und vor allen Dingen auch die Regionalität? Viele bemängeln das immer, dass jetzt irgendwelche Südfrüchte rangekarrt werden, die man essen soll, aus Spanien, Portugal oder auch aus Lateinamerika. Wie sieht das mit dem Reifegrad aus? Auch da heißt es ja wieder, okay, manche Bananen werden grün geerntet und das soll wohl halt nicht so gut sein. Wie steht Anthony zu der Thematik? Vielleicht kannst du da noch mal kurz ein paar Ausführungen den Zuschauern mitteilen. Ja, also Obst natürlich eins der heilsamsten Lebensmittel überhaupt. Ne? Das gehört ja zu den Heiligen Vier. Das hat man ja in einem anderen Interview schon mal schön besprochen. Ja. Und deswegen wirklich ein Nahrungsmittel, das sehr viel Raum natürlich auch einnehmen darf in der täglichen Ernährung. Und fieserweise ist es ja oft verteufelt, jetzt gerade bei Candida, wo man sagt zum Beispiel, ne, da darf man kein Obst essen und so. Und letztendlich sagt Anthony, das wird einem dieses Heilmittel vorenthalten, das genau diese Sachen heilt. Also Candida, wissen wir ja, ist nicht die Ursache an sich, sondern nur der Botschafter, der Überbringer, dass irgendwas anderes nicht stimmt. Und es geht darum, dieses andere zu heilen. Und das passiert zum Beispiel, eine große Komponente davon ist das Obst, also wirklich sehr antiviral, antibakteriell, Eigenschaften, die das Obst hat und deswegen natürlich extrem wichtig und nicht im Gegenteil, auf keinen Fall zu vermeiden natürlich, wie so manche Ernährungsansätze das propagieren und insbesondere natürlich auch sagen, oh, der böse Fruchtzucker und so, das wird sogar Krebs fördern oder sonst irgendwas, sagt Anthony, es stimmt definitiv nicht, man muss differenzieren, es ist nicht dieser schöne Satz, den man ja auch so oft hört, Zucker ist Zucker, sondern es ist ein Riesenunterschied, ob das Fruchtzucker, ob es sich um Fruchtzucker handelt, oder der eben auch an viele heilsame Komponenten gebunden ist, wie Antioxidantien und so weiter. Das wird im Körper ganz anders verstoffwechselt, als es dieser künstliche Industriezucker, der dann tatsächlich eben Krebs und solche Sachen fördert. Mhm. Okay, und mit dem Reifegrad, das hatten wir. Genau, Reifegrad ist eine schöne Geschichte. Mit den Bananen sagt er das ja auch, ne? Die sollen wir jetzt weder grün essen, weil dann kann das den Verdauungstrakt belasten natürlich. Auf der anderen Seite soll man es ja auch nicht schwarz essen im Extrem oder mit ganz, ganz vielen schwarzen Punkten oder braunen Punkten. Das Optimale wäre so leichte Sprengelung. Das würde nach Anthony den optimalen Reifegrad indizieren, wo man sie dann praktisch verzehren soll. Da ist Glucose auf dem Maximum und gleichzeitig ist noch nicht der Prozess eingetreten, dass diese Gärung eintritt, weil letztendlich handelt es sich dann ja auch um ein fermentiertes Lebensmittel, wenn man eine überreife Banane isst oder generell gesprochen überreifes Obst. Genau, mir ging es jetzt, das war auf jeden Fall nochmal ein guter Einwand, mir ging es vor allen Dingen auch darum, dass ja Obst auch unreif geerntet wird. Aber ich hatte auch gelesen im Buch, dass ja, das Obst, auch wenn es manchmal grün ist wie eine Banane, bis zu einem bestimmten Punkt und dann kann man es ernten und dann reift das auch ganz gut vom Strauch abgenommen nach. Da gibt es ja verschiedene und bestimmte Sorten sollte man halt nicht essen, weil die halt nicht mehr nachreifen. Kannst du Richtig. mal zu was sagen?
Ja, also es gibt wirklich bestimmte Sorten, die man dann auf den Punkt genau ernten sollte, weil sie nicht mehr nachreifen. Aber so Sachen wie Bananen, das Beispiel, na, das sieht man sehr problemlos, die kann man dann hier in der Regalwand oder wo auch immer zu Hause wunderschön nachreifen lassen. Die Mango gehört auch dazu, die Papaya gehört dazu. Und da ist das alles überhaupt kein Problem. Da kommt es wirklich nur darauf an, wann konsumiere ich das. Und ein anderes Beispiel, Gegenbeispiel ist jetzt der Granatapfel, fällt mir jetzt gerade ein, ja. Der reift tatsächlich nicht mehr nach und der schmeckt dann halt einfach furchtbar sauer, wenn der zu früh geerntet worden ist. Mhm. Okay, war nochmal ein nützlicher Tipp auch. Ja, gerade für die Gegner vielleicht immer wieder sagen, ja, man sollte. Ach so, vielleicht gehen wir nochmal auf den Punkt kurz ein, weil manche sagen ja auch, also so die ganzen ganz extremen, sage ich mal, Leute, die sagen dann halt auch, ja, das ist alles unserer Umwelt, zu Ungunsten unserer Umwelt. Das muss rangekarrt werden mit Flugzeugen, es wird mit LKWs wieder in den Bioland transportiert oder wo auch immer hin. Und auch dazu äußert sich ja Anthony William zu der Thematik. Vielleicht kannst du da auch nochmal das Ganze in den Zusammenhang stellen, wie Anthony das Ganze sieht. Ja, also er sagt so einen schönen Satz, in der Radioshow hat er das mal ganz schön gesagt, wo er meint eben, ja, wenn manche Leute das meinen, machen zu müssen, viel wichtiger wäre letztendlich, dass man sich heilt, weil dadurch der Welt insgesamt viel mehr Gutes getan wird und wir der ganzen Welt einen größeren Gefallen dadurch tun und durch unsere eigene Heilung, auch für andere, nicht nur für uns selber, sondern das unterschätzen viele, ne, die ganze Welt dadurch ein Stück geheilt wird. Und da ist praktisch, könnte man jetzt sagen, jeder Preis recht, aber so ist es auch nicht gemeint, sondern er sagt im Gegenteil, ne, man hat so viel Potenzial, diese Umweltverschmutzung zu mindern. Er sagt dann zum Beispiel, man hätte viel mehr gewonnen, wenn man einfach weniger Auto fahren würde und stattdessen nicht auf diese wertvollen Heilelemente verzichten würde, wo man dann halt ähm, auch von weit her und gerade im Winter natürlich wird es ja eng bei uns mit Vitaminen auf Südfrüchte durchaus zurückgreift und vielleicht hier und da auch jetzt wenn ich an die Pitaya denke, mal was Exotisches zum Beispiel dann auch kauft und hat aber unterm Strich viel mehr profitiert, wenn man einfach, und das ist ja schon nur eine von vielen Einsparungsmöglichkeiten, weniger Auto fährt. Und es gibt sicher viele, viele andere Sachen, wo man das mehr als wettmachen kann. Genau, das sehe ich auch eigentlich auch so, dass man halt auf diese wichtigen Bestandteile nicht verzichten sollte. Oder wenn man das Geld hat, gerade jetzt, wo das Geld auch immer mehr entwertet wird, vielleicht es lieber anzulegen in eine Immobilie in wärmeren Gebieten, Spanien, Portugal, Italien. Und dann kann man sich ja sein eigenes kleines Grundstück dort anbauen mit Zitrusfrüchten und Pampelmusen und Granatäpfeln. Und kann man das ja auch dann von dort ernten. Also ich glaube, es gibt Ja. immer eine Möglichkeit, auch an wichtige Vitamine auch im Winter zu kommen. Und man verbringt halt im Winter, sage ich mal, in den Wärmegefilden und kommt dann halt im Sommer wieder nach Deutschland zurück. Also da gibt es ja, gerade jetzt, wo sich das alles wandelt mit dem Online-Business und so, dass man halt mehr von zu Hause aus arbeitet, da gibt es ja jetzt auch sicherlich in Zukunft mehr Möglichkeiten, gerade auch für Leute, die chronisch krank sind. Ja, und interessanter Punkt, ich habe jetzt auch selber angefangen, ne? Indoor gibt's immer mehr Möglichkeiten, ist ein Riesentrend geworden oder wird gerade ein Trend. Küchenkräuter natürlich einfach zu ziehen mit künstlicher Beleuchtung. Und genauso gibt's so sogenannte Tower Gardens, wo man dann richtig auch Salatköpfe und so weiter bei sich zu Hause in so einem, das ist wie eine Säule mit Öffnungen, wo dann verschiedene Spinat, zum Beispiel Kopfsalat, ringsrum angepflanzt werden. Oben ist natürlich eine entsprechende Beleuchtung mit Zeitschaltuhr, die so typischerweise 16 Stunden läuft die Beleuchtung und schaltet sich dann nachts automatisch ab, am nächsten Morgen wieder ein. Und so kann man dann wirklich viele, viele Sachen auch wirklich hervorragend indoor ziehen. Gut, super. Dann wollen wir jetzt zum 28-Tage-Reinigungsprogramm noch kommen, weil das ist nämlich das erste Reinigungsprogramm von Anthony, was jetzt erwähnt wird. Das war jetzt in Mediale Medizin. Da wollen wir noch mal kurz drauf eingehen. Welche Nahrungsmittel werden da empfohlen? Nur so ein ganz grober Überblick. Wir werden auch noch mal explizit ein Video dazu machen. Also, wen was interessiert, bleibt uns treu, abonniert den YouTube-Kanal, dann bleibt ihr auf dem Laufenden und dann bekommt ihr auch die ganzen wichtigen Informationen, gerade auch zu Anthony William. Also 28 Tage Reinigungsprogramm. Welche Nahrungsmittel werden empfohlen? Frühstück, Mittag, Abendbrot. Wie sieht es aus mit Snacks? Vielleicht kannst du dann mal drauf eingehen auf dieses 28 Tage Reinigungsprogramm. Genau, sehr gerne. Das ist so ein bisschen mein Steckenpferd auch, weil ich das als meinen dauerhaften Lebensstil erkoren habe. Nach 10 Monaten Anthony mache ich eigentlich die 28-Tage-Kur permanent. Ich esse keine anderen Nahrungsmittel mehr als schlicht und einfach, kann man sagen, wenn man das Buch, da kommen wir ja bald dann zu einem Interview dazu, Medical Food,
wo man dann letztendlich ausschließlich sich ernährt von diesen heiligen Vier, Nahrungsmittel der Gruppe der heiligen Vier, also sprich Obst, Gemüse, Wildpflanzen und Kräuter. Und sprich, was vor allem rausfällt, sind die Hülsenfrüchte, die ja auch dann wieder ein bisschen Fett mit drin haben einerseits. Also diese 28-Tage-Kur, ein Charakter davon ist ja auch oder ein Kriterium, komplett fettfrei ist man, zumindest von radikalen Fetten. Es gibt ja immer auch noch diese Mikrofette. Wenn man sagt, jetzt, man isst gar keine Fette mehr, das ist ja ungesund, man bräuchte Fette. Ist nicht richtig, man hat Fette, diese Mikrofette, und zwar in Hülle und Fülle, weil in jedem Obst und jedem Gemüse eben diese Mikrofette, wie der Name schon sagt, in also kleinster Menge vorhanden sind. Und die sind eben nicht hinderlich bei der Entgiftung der Leber. Deswegen ist es natürlich, kommt man damit sehr, sehr schnell voran auf der Heilreise. Und Anthony empfiehlt es auch jetzt bei Leuten, die sich natürlich besonders schwer tun. Also gerade bei so einer Diagnose wie MS sagt er das in dieser Radiosendung zur multiplen Sklerose, empfiehlt das explizit, dass man damit wirklich deutliche Fortschritte sehen kann, dann vor allem, wenn man es dann auch längere Zeit macht, über die 28 Tage hinaus. Und bei mir sind es jetzt 1,5 Jahre, glaube ich, immerhin. Und ja, es ist, wie gesagt, die Leber ist nicht belastet durch irgendwelche Fette. Und das ist der größte Vorteil der 28-Tage-Kur. Und das ist letztendlich auch der Vorteil, um zurückzukommen beim Fasten, ne, dass sich viele nicht bewusst sind, hat sehr wohl natürlich einen Effekt, aber der kommt daher, dass man eigentlich letztendlich keine Fette einfach zu sich nimmt. Aber man muss nicht gleichzeitig beim Fasten auf die gesunden Sachen verzichten, wie Glucose aus Obst und Mineralsalze aus Gemüse. Insofern ist die 28-Tage-Kur eigentlich, man hat alle Benefits oder auch jede andere Kur, die Leberkur, alles Kuren von Anthony sind ja fettfrei. Man hat alle Benefits vom Fasten, ohne die Nachteile vom Fasten, eben, dass man zu lange Zeit das Gehirn, andere Organe der wertvollen Glucose und Mineralsalze beraubt. Ja. Da möchte ich auch mal ganz kurz darauf eingehen. Ich weiß nicht, ob wir das jetzt schon besprochen hatten, aber noch mal ganz kurz. Es gibt auch diese Leberreinigungsgeschichten, wo halt Lebergallenreinigung, wo halt extrem viel mit Fett gearbeitet wird. Ne? Da wird zwar in den ersten 5 Tagen eine Fastenkur empfohlen, also wo man halt Gemüse und Gemüsesäfte trinkt oder auch viel mit diesem Granny Smith Apfel macht, ne? Weil der halt gut für die Leber ist. Aber das Kontraproduktive, gehe ich mal davon aus, auch aus deiner Sicht, wird dann das Fett sein, was man sich dann halt, ich glaube, 250 Milliliter oder wie viel das sind bei manchen, was man halt dann trinkt und dann mit Zitronensaft hinterher. Ne? Also wie da deine Einstellung so aus? Es gibt ja auch die 369 Leberreinigung nach Anthony William, die ja komplett auch eine Leberreinigung ist, aber ohne Fett. Ne? Genau. Und das sagt ja im Prinzip schon alles. Also man verursacht der Leber furchtbaren Stress und macht eigentlich genau das Gegenteil von dem, was man eigentlich will. Ne? Es wird Massen von Adrenalin ausgeschüttet. Man kann es dann anders sagen, super GAU, eine Katastrophe für den Körper, Riesenbelastung, und für Kranke, für Gesunde ist es schon schlecht, für Kranke ist es natürlich Katastrophe. Okay, gut. Ansonsten zu dem 28-Tage-Reinigungsprogramm, da werden wir auch nochmal ein extra Video zu machen. Das werde ich dann nochmal vorstellen. Ich werde das auch mal machen. Habe das auch öfter schon gemacht. Jetzt vielleicht nicht, indem ich das 28-Tage-Reinigungsprogramm genannt habe, aber ich habe mich auch schon über Jahre, sogar über 2, 3 Jahre nur von, wenn ich genau wie viel es waren, also als ich 21 war, wo ich auch eine schwere Allergie hatte, da habe ich mich auch mal nur von Obst ernährt, über 1,5, 2 Jahre lang nur Obst gegessen. Genau, also da könnt ihr auch gerne dranbleiben bei uns, und da kommt auf jeden Fall nochmal ein extra Video zu, weil das auch wichtig ist mit dieser 28 Tage Reinigung. Da können wir dann vielleicht mit Bernd mal kurz, vielleicht noch eine Viertelstunde, 20 Minuten drüber reden im Zuge dieses Videos, was dann kommen wird. Gut, hast du noch irgendwas zu ergänzen zu dem Programm? Ansonsten würde ich jetzt einfach zur nächsten Frage gerne kommen wollen. Ja. Okay, dann haben wir nämlich noch den spirituellen Teil, der auch wichtig ist. Also wir haben jetzt ja hauptsächlich immer über Ernährung gesprochen und was vielleicht die Ursachen sind von Erkrankungen. Jetzt geht es aber hauptsächlich auch um die spirituelle Geschichte, die auch mal einen starken und auch einen wichtigen Platz bei Anthony einnimmt. Es gibt Meditationen, die empfohlen werden. Es gibt auch Engelanrufungen, die Anthony empfiehlt. Vielleicht kannst du da noch mal was zu ausführen, weil du ja auch gesagt hast, dass du dich auch selber damit sehr stark beschäftigst und ja auch selber diese Art von Meditation praktizierst und auch selber natürlich die Engel anrufst. Wie kann man das verstehen? Kannst du es bitte mal den Menschen erklären, die vielleicht damit noch gar keine Berührung oder keinen Kontakt hatten? Ja,
Das Schöne ist, ne, es gibt ja oft so flapsige Kommentare wie Anthony William, das wäre nur so ein bisschen Obst und Gemüse essen und damit soll man sich dann heilen können oder so. Es ist mehr, wie man jetzt schon an einem Interview natürlich sieht, es ist viel, viel mehr und auch über diese rein physische Ebene hinausgehen. Das ist wirklich ein ganzheitlicher Ansatz, wo auch eben die emotionale Seite betrachtet wird, die spirituelle Seite ist wirklich alles drin und der Mensch wird als Ganzes gesehen. Und gerade diese Meditation, da hat er jetzt nochmal ordentliche Schippe mit draufgelegt mit seinen Apple Podcasts, die ja relativ neu noch sind. Und man muss jetzt diese Meditationen, manche Leute tun sich schwer mit Visualisieren und muss die dann nicht für sich selber durchgehen. Im Buch, in jedem Buch hat er hinten drin gewisse Meditationen für bestimmte Themen vorgeschlagen. Und das Bequeme ist jetzt, mit diesen Apple Podcasts wird man komplett durch diese Meditation oder durch verschiedene Meditationen, andere Meditationen durchgeführt. Auch wieder um bestimmte Themen, emotionale Themen, Traumata zum Beispiel zu lösen. Oder wenn man sich gefangen fühlt, gerade jetzt als chronisch Kranker, tritt es ja oft mal ein, dass man sich irgendwie beengt, gefangen fühlt. Und da gibt's diese Free as a Bird Meditation, alle kostenlos auf Apple Podcast von Anthony und also Medical Medium Apple Podcast suchen und dann findet man all diese Meditationen. Und er sagt, wenn man die regelmäßig macht, da geht es natürlich wieder darum, regelmäßig diese Meditation durchzuführen. Gerade die Mondmeditation ist eine sehr, sehr tolle Meditation. Es gibt auch deutsche Übersetzungen dieser Meditation von Katja Petek auf YouTube-Kanal und so, dass das wirklich auch für Leute zugänglich ist, die jetzt nicht der englischen Sprache mächtig sind. Und durch das regelmäßige Anwenden kann man da wirklich mit der Zeit auch schwere Traumata gut bearbeiten und Stück für Stück lösen und Ängste auch, Ängste, PTSD, also posttraumatische Belastungsstörung. Und jeder wird das merken. Also man kann ja alle mal durchhören und merkt, ne, man fühlt sich besonders hingezogen zu vielleicht einer Art von Meditation. Das heißt, da hat man irgendwo vielleicht aus der Kindheit oder sonst wie ein bestimmtes Thema zu bearbeiten, zu lösen. Und ich habe das bei mir selber gemerkt, je öfter man das hört, wie da wirklich mal befreit werden kann von solchen Ängsten oder beengenden Gefühlen und kann das nur jedem wärmstens empfehlen und das halt auch regelmäßig dann zu machen, dran zu bleiben. Anthony sagt, das Schöne ist, man muss nicht mal aktiv dabei sein. Man kann, weil viele Leute sagen, hey, ich schlafe dabei ein, ja, tut mir leid, ich kann mich nicht konzentrieren. Sagt Anthony, ist gar nicht nötig. Umso besser eigentlich, weil das Unterbewusstsein, da geht's direkt ins Unterbewusstsein, wenn das Bewusstsein weg ist. Und es wirkt trotzdem. Ich programmiere mir diese Meditation 2, 3, 4 in Warteschleife über die Nacht und ich kriege nur die ersten 10 Minuten von der ersten Meditation mit. Aber die volle Wirkung von allen anderen nachfolgenden programmierten Meditationen noch on top. Und ja, im Buch nochmal kurz, um auf diese Meditation im Buch zurückzukommen. Es gibt eine wirklich sehr tolle, exemplarische Meditation, die ich kurz rausstellen möchte. Diese Sonnenaufgangs- und Sonnenuntergangsmeditation, die jetzt mit einem Thema vor allem sich befasst, wo viele ja hadern, ne, der Glaube, ne, da kann ich jemals wieder gesund werden oder ne, und wenn es einem da fehlt, an dem Glaube daran, weil das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Faktor auf der Heilreise, weil, da hat Anthony auch gleich wieder die Erklärung parat, wenn man jede negative Emotion, sprich Zweifel, Ängste, führen letztendlich wieder zur Adrenalinausschüttung und sind damit auch in der physischen Ebene wieder kontraproduktiv. Und das wollen wir vermeiden. Und das Gegenteil davon ist natürlich von Ängsten, Zweifeln, Glaube. Und deswegen ist dann auch gleich die Überleitung zu der nächsten Frage mit den Engeln. Ist das ein ganz zentraler Punkt. Und den kann man zum Beispiel, wenn jetzt jemand sagt, mir fällt der Glaube, ja, das ist auch nichts, wo man so hinnehmen muss, sondern man hat dieses Tool, zum Beispiel dieser Meditation, um aktiv daran zu arbeiten, damit es mit der Zeit besser wird. Wie Anthony sagt, alles ist ein Prozess, nichts bleibt wie es ist, alles ändert sich und dass das passieren kann, hat man dieses Tool von ihm an die Hand bekommen, zum Beispiel, wenn man dann sieht abends, okay, die Sonne geht unter, es reicht auch in der Vorstellung, sich vorzustellen, wie die Sonne untergeht, man muss nicht wirklich den Sonnenuntergang sehen können und am nächsten Tag steht man auf und sieht, oh, es ist wieder hell, die Sonne ist wieder aufgegangen
Und das bildet, wenn man das regelmäßig macht, eben mit der Zeit, ist es geneigt, wieder, dass man Glauben fassen kann, weil man sieht, okay, man verabschiedet abends die Sonne in dem Vertrauen, dass sie am nächsten Tag wieder aufgeht und sie geht tatsächlich wieder auf. Ja. Okay. Ja, zu den Engeln. Auch noch Genau. ein wichtiger Punkt. Du hast auch selber Ja. gesagt, du hast auch so deine Engel, die du immer mal wieder anrufst. Ja. Welche Situationen sind das denn, wo du Engel anrufst und ja, wie kriegst du eine Rückmeldung? Spürst du da irgendwas? Weil es muss ja irgendwie auch was bringen, sonst würde man die Engel ja nicht anrufen, oder? Definitiv, definitiv. Ja, also es sind wirklich ganz, ganz häufige Situationen heutzutage im Alltag bei vielen Kleinigkeiten, auch insbesondere, wenn ich irgendwo nervös bin, Angst vor irgendwas habe, ja. Und es fällt mir danach leichter, ins Vertrauen zu gehen. Ja. Ich weiß, ich bekomme Hilfe und ich habe auch danach jedes Mal das Gefühl, es ist besser gelaufen, wenn ich vorher ein Gebet losgeschickt habe, wie wenn ich das nicht gemacht habe. Und Anthony sagt ja auch, es wird jedes Gebet erhört. Vielleicht nicht unmittelbar in dem Moment, wo man möchte, aber je mehr Gebete man losschickt, also ich sage jetzt nicht jeden Tag 5 Gebete und das mal 365 Tage, wenn man es dann vielleicht im nächsten Jahr geballt alle kriegt, darf man sich das mal vorstellen, wie viele Blessing-Segnungen man dann empfangen darf. Also es kann wirklich nichts schaden, einfach massenhaft genug von diesen Gebeten tagtäglich rauszuschicken. Und An wen der gute, adressiert? Weil im christlichen Kontext ist es ja so, dass man entweder direkt zu Gott betet oder halt zu Jesus Christus betet. ja, Wie sieht das denn da aus? Gibt es dann, sagt man dann Engel der Hoffnung oder? genau. Also er hat hinten drin im Buch so eine schöne Liste mit Engel, wo er sagt, für welche Situation ist welcher Engel gut geeignet. Es gibt ein paar wichtige Grundsätze nach Anthony, wo er sagt, das funktioniert. A, man soll es laut aussprechen. Flüstern würde auch schon reichen, halt nicht denken reicht nicht, weil es dann die Engel nicht erreicht, wenn die laufend alle Gedanken von allen Menschen auf dem Planeten scannen müsste. Das wäre too much und deswegen muss es wirklich laut sein. Und vorher, auch das wieder, sonst müssten sie alle Gespräche filtern natürlich, muss der Engel richtig benannt sein, also dass man sich wirklich mit den Engel konkret mit dem richtigen Namen anspricht. Und dann bedarf es keiner weiteren Form, sage ich mal. Man kann einfach so, wie der Schnabel gewachsen ist, drauf losplappern. Es muss auch kein super elegantes Gebet sein, sondern Anthony hat das Beispiel genannt, wie hat er es genannt? Hilf mir ein bisschen mehr. Lieber Engel so und so, hilf mir, lass mir Hilfe zukommen. Und die Engel wissen dann auch meistens sogar schon, um was es einem geht. Man kann es natürlich konkret benennen und so weiter, aber es ist jedem selber überlassen, wie genau und wie ausführlich man das macht. Das Wichtige ist nur laut den richtigen Engel erwähnen und noch ein wichtiger Faktor, dass man auch glaubt, dass es in Erfüllung geht, weil wenn da schon Zweifel mitschwingt, dann ist das natürlich nicht die beste Voraussetzung. Und auch da, wenn es da fällt, wie gesagt, dann kann man wieder an diese Meditation gehen, um den Glauben zu bilden. Dadurch funktionieren dann letztendlich auch die Gebete besser. Und mir hat's mein Leben so unheimlich bereichert. Ich hätte es niemals gedacht. Ich habe es auch von so vielen anderen Feedback bekommen und gehört, dass es denen auch so unheimlich hilft in ihrem Leben. Also wirklich eine richtige Bereicherung. Und ich kann gleich noch ein paar Engel empfehlen. Der mächtigste Engel, sagt Anthony, ist der Engel der Gnade. Und den kann man so ziemlich für alles anrufen. Dann gibt's den Engel des Lichts, der ist vor allem tagsüber gut anzurufen. Die unbekannten Engel besonders für nachts geeignet. Und die kann man auch mit allen Anliegen sozusagen sich an die wenden. Und dann gerade für uns auf Heilreise, viele am Anfang, wenn sie jetzt intuitiv das einfach so lesen, denken, ja, der Engel der Heilung. Aber für chronisch Kranke ist der Engel der Wiederherstellung der geeignete, weil Heilung ist, wenn man jetzt irgendwie einen Unfall hatte, man hat sich verletzt und es geht um kurzfristig zu heilende Sachen, dann ist der Engel der Heilung der richtige. Für uns chronisch Kranke, was ja eher eine längerfristige Geschichte ist oder mittelfristig zumindest, ist der Engel der Wiederherstellung sehr, sehr mächtiger Engel. Und ja, auch da gibt's natürlich den Engel des Glaubens und der Hoffnung. Wenn man jetzt da ein Thema damit hat, kann man allein die schon anrufen und sagen, bitte hilf mir doch wieder, dass ich mehr Glauben fassen kann oder wieder Hoffnung haben kann. Und auch da ist man nicht auf sich alleine gestellt. Und das ist das Schöne, man bekommt wirklich Hilfe auf jeder Ebene an die Hand durch Anthony. Okay,
Gut, dann erstmal vielen Dank auch mal für diesen spirituellen Einblick, dass wir das Ganze nicht nur auf der körperlichen, physischen Ebene betrachtet haben, sondern auch mal psychisch, seelisch. Körper, Geist und Seele sind ja doch wichtige Komponenten. Und auch da sieht man wieder, dass es was Ganzheitliches ist mit Anthony William, sondern es wird wirklich alles beleuchtet und betrachtet. Und ja, es sind halt, wie wir eben schon erwähnt haben, am Anfang des Gespräches bekommt Anthony halt das sozusagen als Durchsage, ihm wird das mitgeteilt aus einer höheren Dimension. Und ja, wem das interessiert, der sollte auf jeden Fall dranbleiben. Wir werden jetzt mit Bernd gemeinsam ja auch die verschiedenen Bücher, die Anthony geschrieben hat, besprechen. Im nächsten Interview werden wir zu Medical Food ein Interview führen. Da geht es also speziell um diese 4 heiligen Lebensmittel, die wir dann besprechen werden. Hatten wir auch eben schon mal kurz im Interview angesprochen. Und genau, das wird also als nächstes kommen. Des Weiteren, wem da noch Fragen, wenn vielleicht Fragen aufgetaucht sind, wir haben auch ein Q&A gemacht, also wo wir einfach Fragen beantwortet haben, die immer wieder auftauchen, auch die im Zuge des Kongresses aufgetaucht sind. Wir haben ja auch den Internationalen Gesundheitskongress 2021 veranstaltet mit 80 Experten. Da war Bernd ja auch einer von den Experten, die speziell zum Medical Medium und Anthony William gesprochen haben. Also wen das interessiert, da gibt es auch nochmal einen Link unterhalb des Videos, da könnt ihr draufklicken, ihr könnt euch das Paket dann kaufen, habt dann das ganze Wissen, was wirklich, also ich habe jetzt Rückmeldung bekommen, das war wohl mit eines der besten Kongresse, die die Kongressteilnehmer überhaupt gesehen haben. Also gibt es viele, die auch schon an zahlreichen Kongressen teilgenommen haben. Also auch da kann ich euch das ans Herz legen, weil wirklich so ein das Wissen so kompakt auch alles zusammengefasst haben von so vielen Experten. Also das kann ich euch mal ans Herz legen. Ja, ansonsten habt ihr alle weiteren Informationen, was ihr noch wissen müsst, das packen wir alles unter die Videobeschreibung, auch wie ihr mit Bernd in Kontakt treten könnt. Wir machen den YouTube-Kanal von Bernd, den werden wir auch unterhalb des Videos verlinken, auch die Webseite. Und auch über die Webseite könnt ihr dann über das Kontaktformular mit Bernd in Kontakt treten, könnt Fragen stellen. Bernd bietet auch Beratungen an. Ja, dann könnt ihr euch mit Bernd in Verbindung setzen und ihr könnt dann direkt mit ihm auch Termine ausmachen. Das finde ich immer auch sehr interessant und wichtig. Bernd ist selber eine betroffene Person, die also noch immer noch nicht 100%ig wiederhergestellt ist, aber er hat es ja auch schon im Interview gesagt, die geistige Klarheit ist da. Bernd kann wirklich jetzt ohne große Überlastung, eigentlich ohne Überlastung, unentwegt auch geistig arbeiten. Das Körperliche, das dauert halt immer so ein bisschen, aber darum finde ich Bernd auch einen geeigneten Gesprächspartner, weil er wirklich aus erster Hand berichtet und das ist authentisch und das macht das Interview auch so wertvoll. Deswegen bedanke ich mich bei dir recht herzlich, Bernd, für das ja, wieder sehr informative und auch tolle Interview zur medialen Medizin. Kauft euch das Buch, wenn ihr noch mehr Informationen haben wollt. Es reicht nicht aus, wenn man bloß das Interview anguckt. Wir wollten euch jetzt einfach ein bisschen dafür begeistern für die Thematik. Ihr könnt ja auch die ein oder andere Sache nochmal nachlesen. Also Mediale Medizin, das erste Buch von Anthony William. Ich bedanke mich bei dir recht herzlich, Bernd. Hast du noch was zu ergänzen? Das Wichtigste, also Geduld möchte ich den Leuten nochmal mit auf den Weg geben. Geduld ist ein Riesenthema natürlich. Du hast schon ein bisschen angedeutet. Ich habe ja auch gesagt, mittellangfristig mit den Engeln habe ich es kurz angerissen, weil die meisten haben die Erwartung, es geht schneller, als es dann letztendlich geht. Mir ging es selber auch so. Ich habe dann immer weiter die Ziele nach hinten gesteckt mit der Zeit und habe dann gemerkt, das liegt nicht alles in meiner Hand und da darf man dann auch, sagen ja auch viele andere Experten, dieses Surrender, wo man es an eine höhere Macht abgibt und sagt, ich tue alles, ich tue meinen Teil, was ich tun kann und alles andere lege ich in die Hände von einer höheren Macht und ich vertraue drauf, ich glaube drauf, dass es kommt, aber ich habe es vielleicht nicht 100% in der Hand, wann es kommt. Jeder Mensch ist ja auch anders, auch wieder vergleichen ist noch ein wichtiges Thema, muss man aufpassen, sich mit anderen zu vergleichen, weil Anthony so schön gesagt hat, es gibt nicht einen einzigen Menschen auf der Welt, der die gleiche Giftbelastung oder die gleiche virale Belastung hat wie ein anderer Mensch. Auf dem ganzen Planeten ist so individuell wie ein Fingerabdruck und insofern kann man sich nie vergleichen, sagt, ja, bei dem ging das so schnell, wieso dauert es bei mir so lang? Und der eine hat dann halt vielleicht mehr Gifte als der andere, unglücklicherweise durch, wie wir wissen, Generationen vielleicht auch aufgehäuft und vielleicht noch viel mehr Viren und viele verschiedene Arten von Viren und dann darf man einfach noch mehr Geduld mitbringen. Ich weiß, es ist nicht immer leicht, aber das Vertrauen hilft, wie gesagt, dann ist man in der Ruhe, schüttet dann zusätzlich Adrenalin aus und schießt sich damit wieder selber ins Knie. Okay, das war nochmal ein schönes Schlusswort. Ich bedanke mich recht herzlich bei dir, Bernd. Ich danke dir. Alles Liebe und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder.
zum Medical Food. Wen das interessiert, bleibt dran, abonniert unseren Kanal und abonniert auch Bernds Kanal, wenn ihr da auf dem Laufenden bleiben wollt. Alles Liebe und bis bald wünscht euch der Bastian und Bernd. alles klar. Bis bald. Danke. Ciao. Bis bald. Ciao.